Liebe Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen beim Open Innovation Kongress 2021 des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg. Mein Name ist Weho Wang und ich freue mich sehr darauf, Sie heute durch unser reichhaltiges Programm zu begleiten. Und es ist auch das erste digitale Format unseres Events. Deshalb möchte ich unsere YouTube-Gäste, die sich spontan zugeschaltet haben, über den Kanal des Wirtschaftsministeriums auch ganz herzlich begrüßen. Wenn Sie auch spontan heute Nachmittag bei den Workshops dabei sein möchten, können Sie sich noch registrieren. Den Link finden Sie dazu in den Kommentaren des Livestreams und wir würden uns sehr freuen. Natürlich, bei diesem Event gibt es doch einen kleinen Wermutstropfen für mich, denn ich habe ganz lange bis zum Schluss gehofft, dass ich Sie hier live im Haus der Wirtschaft begrüßen kann. Aber die Sicherheit geht natürlich vor und eine gute Nachricht bringt das digitale Format auch mit sich. Denn mit rund 1400 Anmeldungen haben wir zusammen einen neuen Rekordwert wieder geschaffen. Und das ist sicherlich teilweise dem digitalen Format zuzuschreiben, aber sicherlich auch durch ein gesteigtes grundsätzliches Interesse für das Thema Open Innovation. Dazu hat tatsächlich auch Corona beigetragen. Das hat nämlich vielen Leuten nochmal, glaube ich, ganz klar vor Augen geführt, wie fragil auch unser Wirtschaftssystem sein kann und dass wir alle am Ende des Tages im gleichen Boot sitzen. Deshalb sind Themen wie Open Innovation, Cross Innovation, Crowdsourcing wichtiger denn je. Und all diese sehr verwandten Ansätze ziehen am Ende des Tages eigentlich immer darauf, unser Programmmotto umzusetzen: zusammen, zielgerichtet, zukunftsfähig die Herausforderungen unserer Zeit gemeinsam zu lösen. Deshalb sucht das Ministerium auch stets nach klugen Köpfen und innovativen Ideen und wird demnächst auch zum zweiten Mal die KI-Champions Baden-Württemberg 2021 auszeichnen. Sie können sich diesen Termin schon mal vormerken für die virtuelle Preisverleihung. Sie wird am Montag, den 26. Juli von 14 bis 16 Uhr stattfinden. Anmeldungen, weitere Infos finden Sie auf ki-champion-bw 2021 oder auf der Seite des Wirtschaftsministeriums. Ja, und was sich in diesem turbulenten Jahr noch so getan hat im Land der Tüftler, wer kann uns das besser aus erster Hand berichten als unsere Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus? Und ich übergebe hiermit das Wort an unsere Gastgeberin, Dr. Nicole Hofmeister-Kraut. Vielen Dank. Ich grüße Sie alle von ganzem Herzen, sehr geehrte Damen und Herren Keynote-Speaker. Ich grüße unsere Referentinnen und Referenten. Ich grüße Sie, sehr geehrte liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik. Schön, dass wir heute virtuell gemeinsam über Open Innovation sprechen, über Methoden, über die Chancen, die sich dadurch für uns hier in Baden-Württemberg ergeben. Live sind wir hier in der König-Karl-Halle im Haus der Wirtschaft und also auch von Seiten des Ministeriums, auch mir ganz persönlich, Ihnen allen ein herzliches Willkommen zu unserem Open Innovation Kongress Baden-Württemberg. Für eine Veranstaltung, die für Vernetzung wirbt und bei der auch digitale Geschäftsmodelle natürlich einen breiten Raum einnehmen, ist dieses virtuelle Format natürlich nicht das Schlechteste, wenngleich auch ich mir wünschen würde, Sie persönlich hier willkommen zu heißen und mich auch mit Ihnen persönlich auszutauschen. Dennoch virtuell eine Chance für uns, gerade für Open Innovation. Und ich bin mir sicher, in Zukunft werden wir hybrid solche Angebote Ihnen auch unterbreiten können. Corona, ja, die Gründe oder mit ein Grund, dass wir in den letzten Wochen und Monaten solch einen Digitalisierungsschub erleben dürfen. Das ist einer der ganz wenigen positiven Auswirkungen von Corona. Und ich meine, wir sollten diesen Drive, den wir jetzt erleben, auf allen Ebenen, auch in unseren Schulen beispielsweise, aber auch privat, persönlich im Umfeld und natürlich in unserer Wirtschaft jetzt nutzen, darauf aufbauen und die Digitalisierung noch schneller und noch, ich weiß, viele Unternehmen sind hier auf einem sehr guten Weg, aber für viele stellen sich nach wie vor zahlreiche Fragen und deshalb, dass wir noch stärker auch in die Durchdringung gehen in der Breite unserer Wirtschaft. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor 2 Wochen fand bei uns im Land ein Ereignis statt, das einen
entscheidenden Schritt in Richtung Zukunft markiert. Von der Bundeskanzlerin über die Bundesforschungsministerin bis hin zu namhaften Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Wissenschaft war eine eindrucksvolle Gästeschar, teils vor Ort, teils virtuell zusammengekommen. Es war eine hybride Veranstaltung und auch Ministerpräsident Kretschmann und ich waren persönlich zugegen, als in Eningen der bislang leistungsstärkste Quantencomputer Europas feierlich seiner Bestimmung übergeben wurde. Und dieses Wunderwerk der Technik, wie unsere Bundeskanzlerin ihn nannte, kann in wenigen Sekunden berechnen, wofür normale Computer von heute noch Hunderte von Jahren brauchen würden. Den zukünftigen Anwendungsmöglichkeiten dieses Supercomputers sind fast keine Grenzen gesetzt. Gewaltige Fortschritte darf man sich beispielsweise auf dem Gebiet der Medizin, der Medizintechnik, beim automatisierten Fahren, bei der Cybersicherheit, aber auch in der Materialforschung und bei Batterie- und Brennstoffzelle erhoffen. Quantentechnologie ist eine der Schlüsseltechnologien für die Wettbewerbsfähigkeit von morgen. Und dieser Meilenstein der IT-Geschichte steht nun hier bei uns im Land in Baden-Württemberg, genauer bei IBM in Eningen, wo er in Kooperation mit der Fraunhofer Gesellschaft, mit dem Fraunhofer Kompetenzzentrum Quantencomputing Baden-Württemberg betrieben wird. Es ist wirklich ein echtes Aushängeschild für uns, für unser Land, für Baden-Württemberg als Innovationsland. Bei aller Freude über so viel Aufbruch in die Zukunft waren bei der Veranstaltung allerdings auch mahnende Worte zu hören. So gab etwa Bosch-Chef Volkmar Denner zu bedenken, dass die EU in Sachen Quantentechnologie zwar nach der Zahl der wissenschaftlichen Publikationen heute noch vor China und den USA rangiert, nach der Zahl der Patente aber bereits deutlich hinten liegt. Wir müssen also auf dem Weg von der Grundlagenforschung hin zur industriellen Anwendung noch wesentlich besser und vor allem schneller werden. Wenn wir die Chancen, gerade, ich möchte jetzt mal Quantencomputing herausgreifen, als die Chancen des Quantencomputing für unser Land und für ganz Europa ergreifen wollen. Und dabei unterstützt unter anderem auch mein Haus als federführendes Ressort auf Landesebene die Initiative von Fraunhofer und IBM. Das Land stellt dabei bis zu 40 Millionen Euro für Verbundprojekte bereit. Das heißt, wir fördern insbesondere enge Kooperationen mit Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen, aber auch assoziierten Industriepartnern. Denn gerade dort, wo die unterschiedlichsten Expertisen und Blickwinkel zusammenkommen, wo Wirtschaft und Wissenschaft, große und kleine Unternehmen, Theorie und Praxis miteinander ins Gespräch kommen und gemeinsam Projekte initiieren, gerade dort können die besten Impulse auch für disruptive Innovationen entstehen. Und damit sind wir auch ganz beim Thema der heutigen Veranstaltung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit hochkarätigen Gastrednern und praxisorientierten Workshops wollen wir Sie gemeinsam mit dem Enterprise Europe Network auch in diesem Jahr wieder motivieren, in Sachen Innovation neue Wege zu gehen. Das Motto lautet dieses Jahr: zusammen, zielgerichtet und zukunftsorientiert. Wir alle wissen, wir sind mittendrin, wir stehen vor enormen Herausforderungen. Kurzfristig muss es darum gehen, die von der Pandemie besonders betroffenen Branchen beim Neustart zu unterstützen. Langfristig hat insbesondere die Klimapolitik einen noch höheren Stellenwert bekommen und dafür gilt es bei uns im Land, einen Innovationswettbewerb um die besten Lösungen in Gang zu setzen. Und dabei müssen wir den ökologischen, digitalen und automobilen Transformationsprozess so gestalten, dass Wohlstand und Arbeitsplätze bei uns im Land bewahrt und neue Chancen für unser Land geschaffen werden. Wir haben vielfältige Chancen, die sich durch diesen Veränderungsprozess, durch diesen Strukturwandel, in dem wir uns derzeit befinden, ergeben. Und diese Chancen müssen wir ergreifen und deswegen Open Innovation. Wir wollen hier Ihnen auch viele Impulse, auch Handwerkszeug mitgeben, damit Sie vor Ort in Ihren Verantwortungsbereichen entscheiden, handeln und Innovationen voranbringen. Denn wir wissen, gerade für unseren Mittelstand bedeuten diese Veränderungen große Kraftanstrengungen. Austausch, Vernetzung und Kooperation können dabei das entscheidende Vehikel sein, um mit dem eigenen Unternehmen zu neuen Ufern aufzubrechen. Zentrale Zukunftsthemen der kommenden Jahre sind dabei in meinen Augen unter anderem Green Tech, alternative Antriebe und grüner Wasserstoff,
die Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Themen der Gesundheitswirtschaft und nicht zuletzt natürlich das besagte Thema Quantentechnologie. Wir müssen dabei auch zur Kenntnis nehmen, dass sich der globale Innovationswettbewerb in den letzten 10 Jahren massiv beschleunigt hat. Nehmen wir mal die Patentstatistik. Zählte Deutschland 2010 noch in 47 von 58 Technologien zu den Top 3 Nationen, so hat sich dieser Anteil inzwischen auf 22 Technologien mehr als halbiert. Und diese Entwicklung betrifft auch und gerade Deutschlands traditionell starken Bereiche Industrie und Mobilität. Kein anderes Bundesland ist so wie Baden-Württemberg darauf angewiesen, bei zentralen Innovationsthemen auch international ganz vorne dabei zu sein. Und deshalb müssen uns solche Zahlen nachdenklich stimmen. Es besteht dringender Handlungsbedarf. Nehmen Sie beispielsweise künstliche Intelligenz. Wie bei der Quantentechnologie müssen wir auch hier alles daran setzen, dass unsere Unternehmen nicht nur erfolgreich KI-Technologien anwenden, die irgendwo auf der Welt, in aller Regel in den USA oder in China, entwickelt werden. Vielmehr müssen wir selbst zu einem der führenden Entwicklungsstandorte für innovative KI-Produkte und Dienstleistungen werden. Gute Voraussetzungen dafür haben wir mit dem Cyber Valley, dem KIT und anderen erstklassigen Forschungseinrichtungen. Unser Ziel muss es aber sein, auch bei der KI-Wertschöpfung ganz vorne mitspielen zu können. Unser geplanter Innovationspark KI soll dafür weltweit ein sichtbares Open Innovation Projekt sein. In dem KI-Park sollen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Unternehmen, Investoren vernetzen und unter bestmöglichen Bedingungen zusammenarbeiten. Auch soll der Park eine breite Brücke in unseren Mittelstand schlagen, sodass kleine und mittlere Unternehmen künftig noch stärker von unserer KI-Spitzenforschung profitieren können. Zur Realisierung des Innovationsparks haben wir im Dezember 2020 ein Wettbewerbsverfahren zur Standortauswahl gestartet. Verschiedene Konsortien haben inzwischen finale Wettbewerbsbeiträge eingereicht. Das enorme Engagement in den verschiedenen Regionen unseres Landes hat mich dabei persönlich schwer beeindruckt. Auch die hohe Bereitschaft zu eigenem finanziellen Engagement der Wettbewerbsteilnehmer ist bemerkenswert. Im nächsten Schritt wird nun eine hochkarätig besetzte Jury eine Empfehlung zur Standortwahl aussprechen. Auf Basis dieser Empfehlung wird die Landesregierung dann zeitnah eine Entscheidung treffen. Vor wenigen Tagen erst hat die EU eine Studie veröffentlicht, nach der es in Europa bei KI gegenüber den USA und China eine beträchtliche Investitionslücke gibt von jährlich 4 bis 8 Milliarden Euro. Mit dem Innovationspark KI wollen wir deshalb auch einen Beitrag leisten, um Europa insgesamt als KI-Standort zu stärken, aber vor allem natürlich um Wertschöpfung, Arbeitsplätze in diesem Zukunftsbereich bei uns in Baden-Württemberg zu unterstützen, zu generieren, Sie, unsere Wirtschaft, unsere Wissenschaft dabei quasi an die Hand zu nehmen, dass Sie hier einen Ort finden, an dem, ja, ich hoffe, viel Neues gemeinsam geschaffen wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandortes waren Investitionen in Zukunftstechnologien und Innovationen schon immer existenziell. Das gilt gerade auch in Zeiten des Umbruchs mehr denn je. Gleichzeitig aber haben Studien bereits vor Corona gezeigt, dass die Innovationsfähigkeit vor allem im Mittelstand seit Jahren rückläufig ist. Die Pandemie dürfte diesen Abwärtstrend eher noch verschärft haben. Unternehmen sehen sich mit Problemen konfrontiert, zum einen gewaltige Investitionen in einer Zeit stemmen zu müssen, in der vielerorts die Umsätze dramatisch eingebrochen sind. Und hier muss die Politik dringend für Rahmenbedingungen sorgen, die Investitionen und Innovationen erleichtern und befördern. Und dazu zählt eine Steuerpolitik, die den Mittelstand nicht über Gebühr belastet. Dazu zählen deutlich größere Anstrengungen beim Bürokratieabbau, damit wir unseren Unternehmen keine unnötigen Steine in den Weg legen. Und dazu zählen zielgerichtete Förderprogramme, die Investitionen und Innovationen beflügeln. Zum Beispiel das noch in der vergangenen Legislaturperiode von mir angestoßene Innovations- und Investitionsförderprogramm InvestBW. Ich setze mich mit großem Nachdruck dafür ein, dass wir dieses Programm auch in der neuen Legislaturperiode weiter fortsetzen. Und es sieht gut aus, dass uns das auch gelingen wird. Denn gerade jetzt
müssen wir alles dafür tun, um die Innovationsfähigkeit unserer baden-württembergischen Unternehmen zu stärken. Dies geschieht auch durch gut vernetzte Ökosysteme aus großen und kleinen Unternehmen, aus Mittelstand und Startups, aus Akteuren der Grundlagen und der anwendungsorientierten Forschung, wie sie sich heute eben auch auf unserem Open Innovation Kongress präsentieren. Also, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir setzen auf die Kraft des freien Wettbewerbs und fördern zugleich die Kräfte der Kooperation, so wie wir es heute hier bei unserem Open Innovation Kongress gemeinsam mit Ihnen erreichen wollen. Also lassen Sie sich heute anregen durch all das, was Sie heute an Informationen bekommen. Lassen Sie sich inspirieren und scheuen Sie sich nicht, auf Partnersuche zu gehen, Kooperationen einzugehen in dieser sich sehr schnell verändernden Welt. Denn, und ich glaube, das muss uns auch leiten, wir können gewisse Themen, gerade im Bereich der Zukunftstechnologien, nur gemeinsam gestalten. Wir können hier nur mit vereinten Kräften nach vorne gehen. Und mein Wunsch ist es, dass aus Baden-Württemberg heraus viele interessante neue Impulse, gerade auch durch unseren heutigen Kongress Open Innovation ausgehen. Aber dabei brauchen wir Sie, wir zählen auf Sie und wie gesagt, ich freue mich drauf, ich bin gespannt, wünsche Ihnen einen großartigen Tag. Dankeschön. Vielen, vielen Dank an unsere Ministerin für die motivierenden, teilweise auch mahnenden Worte. Es gibt also wirklich viel zu tun. Wir stehen in vielen Bereichen vor einem Transformationsprozess, den wir eben zusammen gestalten müssen. Und die heutige Veranstaltung soll Ihnen das Handwerkszeug mit an die Hand geben, von Erfahrungen unserer Referenten zu lernen, sodass auch Ihre nächste Open Innovation Kooperation funktioniert. Und trotz des digitalen Formates wollen wir das auch so interaktiv wie möglich für Sie gestalten. Sie können über die Chatfunktion auch die Veranstaltung kommentieren, Fragen an die Referenten stellen. Gehen Sie dazu einfach unten rechts im Bild auf das Sprechblasen-Symbol und können so Ihre Gedanken auch mit uns teilen. Sie können diese Funktion auch gerne nutzen, um zum Beispiel Kontakte untereinander auszutauschen und sich zu vernetzen. Eventuell entstehen dadurch ja auch unsere nächste Kooperation mit spannenden, innovativen Produkten. Bedenken Sie hierbei, dass die Chatfunktion für alle sichtbar ist, alle Teilnehmenden, das ist öffentlich. Sie werden dort mit Ihrem Anmeldenamen angezeigt. Der Chat wird aber nach der Veranstaltung gelöscht. Zugleich haben Sie auch die Möglichkeit, unsere Pinnwand zu nutzen und auch dort Ihre Fragen, Feedback und Wünsche uns zuzusenden. Und ich werde hier Ihre Fragen, so gut es geht, in unsere Gespräche mit reinzubringen. Sehen Sie mir nach, falls wir nicht alle Fragen abbilden können. Ich verspreche Ihnen aber, dass ich mir größtmögliche Mühe gebe. Und ganz in diesem Sinne des interaktiven Formates starten wir auch gleich mit einer Slido-Umfrage. Sie können gerne entweder über die Webseite slido.com den Code eingeben oder direkt den QR-Code scannen, um folgende Frage zu beantworten, die mich sehr interessieren würde. Und zwar, welche Bedeutung hat Open Innovation für Ihr Unternehmen, Ihre Institution? Sie haben hier 5 Antwortmöglichkeiten. Sie haben viele positive Erfahrungen gesammelt, vielleicht Ersterfahrungen erst gesammelt. Sie sind interessiert, mehr zu erfahren. Sie haben eventuell nicht genug Kompetenzen und Ressourcen, um das Thema zu treiben. Oder Sie glauben, dass es nicht zu Ihnen passt. Und Sie sehen das auch genauso wie ich, die Live-Ergebnisse unserer Umfrage. Ich werde Ihnen hier einen kurzen Moment Zeit geben, um Ihre Auswahl zu treffen. Aber eins kann ich Ihnen schon vorab verraten, egal was Sie auswählen, Sie sind bei unserer Veranstaltung genau richtig, denn wenn Sie schon viel Erfahrung haben, können Sie heute sicherlich trotzdem einige neue spannende Impulse mitnehmen, denn wir decken so viele Themenbereiche und Blickwinkel von Open Innovation ab, dass Sie sicherlich auch neue Impulse mitnehmen können. Wenn Sie interessiert sind, unsicher sind, dann sind Sie erst recht richtig bei uns und können heute gleich einen ganzen Schlag an Impulsen und Informationen über das Thema mitnehmen. Und diejenigen, auch tatsächlich, 6% glauben, dass Open Innovation nicht zu ihnen passen. Na, vielleicht können wir sie ja am Ende der Veranstaltung vom Gegenteil überzeugen. Jetzt warten wir mal noch einen Moment ab, bis sich das alles ein bisschen eingependelt hat. Sehr, sehr spannend. Es bringen doch sehr, sehr viele von Ihnen, momentan fast 50%, schon Erfahrung in diesem Bereich mit. Schön, dass Sie trotzdem dabei sind, denn das zeigt auch, dass Sie Interesse haben, noch mehr Impulse mitzunehmen, mehr über aktuelle Entwicklung in diesem Bereich zu erfahren. Und die andere Hälfte grob mit ersten Erfahrungen oder interessiert und ein paar wenige
die noch sehr unentschlossen sind. Aber schön, dass Sie trotzdem dabei sind und sich auch diese Chance geben, sich vielleicht vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Und wir möchten heute auch ganz, ganz bewusst auch auf die Herausforderungen von Open Innovation eingehen. Denn wir wissen, dass man auch immer bei diesem Thema zwischen einem Spannungsfeld von Wettbewerb und Zusammenarbeit steht. Wir wissen, dass gerade für Startups oder kleine Unternehmen nicht immer die Ressourcen auch da sind, um so ein Sonderprojekt neben dem Alltagsgeschäft voranzutreiben. Und auch bei all diesen Themen möchten wir bei unseren Referenten für Sie mal nachfragen, was es da vielleicht für Lösungsansätze gibt, wie andere das erfolgreich gemeistert haben. Ich würde sagen, langsam, genau, es tut sich nicht mehr so viel bei der Umfrage. Das Ergebnis sehen Sie, wie bereits verkündigt, 50% mit vielen Erfahrungen, 50% noch auf dem Weg. Vielen, vielen Dank für Ihre Teilnahme. Und weil wir heute wirklich unglaublich viele spannende Referenten auf dem Programm haben, möchte ich auch so schnell wie möglich die Bühne freimachen für unsere erste Keynote von Frau Dr. Schulmann. Sie ist deutsch-israelische Wissenschaftlerin, Direktorin der Abteilung Cybersecurity am Fraunhofer Institut, Gastprofessorin an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Sie hat zudem vor kurzem für die Entwicklung der Sicherheitslösung Cache-Test den höchst dotierten IT-Sicherheitspreis gewonnen von der Horst Görz Stiftung und noch so einiges mehr gemacht, aber mehr dazu später mit ihr im Gespräch. Nun digitale Bühne frei für Frau Dr. Haja Schulmann, die Cyberbedrohungen und IT-Sicherheit der Internetinfrastruktur Deutschlands. Hallo und guten Morgen. Morgen Baden-Württemberg und vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, hier zu sein. Gut, die Cyberbedrohungen und IT-Sicherheit der Internetinfrastruktur Deutschlands, das werden wir heute sehen. Mein Vortrag hat 3 kurze Teile. Erst werden wir sehen, die Digitalisierung und die Lage der Cybersicherheit in Deutschland, dann Ziele und Angriffsvektoren und Gegenmaßnahmen. Also dann, die ganze Gesellschaft ist digitalisiert. Die Rechenzentren sind digitalisiert, Medien, Banken, Gesundheitsversorgung, Industrie 4.0, soziale Netze, öffentliche Sicherheit, Polizei, Verteidigung, Kraftwerke, Wasserversorgung, Smart Meter, intelligente Autos, all das ist digitalisiert und alles, was digitalisiert ist, kann angegriffen werden. Dafür natürlich gibt es ganz viele Beispiele, wir hören das ganz oft in den Nachrichten. Zum Beispiel hier ein paar, die finnische Klinik für Psychotherapie Vastamo mit 40.000 Patienten wurden mit Ransomware angegriffen. Die Cyberkriminelle haben vertrauliche Gespräche der Patienten mit ihren Therapeuten und Patienten gestohlen und haben eine große Summe Lösegeld von der Klinik und den Patienten gefordert. Die Hacker bedrohten die Patienten mit Veröffentlichung der Aufzeichnungen aus der Therapiesitzungen. Das ist ein Albtraum. Natürlich, das heißt, das kann jeder treffen. Dann haben wir noch mehr Beispiele. Anfang Mai wurde die größte Pipeline der USA von Cyberkriminellen angegriffen. Die Colonial Pipeline, das haben wir alle bestimmt gehört. Die Angreifer haben große Mengen an Daten gestohlen und die Systeme mit Erpressungssoftware gesperrt. Die Kolonien haben die Systeme heruntergefahren. Das hat den Betrieb in den USA aufgehalten und das hat große Schaden verursacht. Und unter anderem führte zu Benzinversorgungsengpassen im Osten der USA. Der Betreiber zugegeben hat, dass er ein Lösegeld in Höhe von rund 4 Millionen Euro oder ein bisschen weniger bezahlt hat, an die Hacker gezahlt hat. Aber allerdings hat das FBI einen Großteil davon, fast ganze Summe zurückgehalten. Das FBI hat die digitalen Wallets der Hacker identifiziert, an die Überweisungen gemacht wurden, und hat die Bitcoin-Wallets zurückgehalten. Und so hat das Geld zurückgekriegt. Dann haben wir natürlich weitere Angriffe. Weltgrößte Fleischkonzern, JBS, wurde angegriffen.
Auch in Deutschland Cyberangriffe passieren oft. Infolge einem Cyberangriff wurde das Supermarktgut in Hessen gehackt und die IT-Netze wurden abgeschaltet. Mittlerweile wurden im Darknet nach und nach Kundendaten veröffentlicht. Offensichtlich wird Tegut erpresst, dass die Daten so nach und nach im Darknet auftauchen. Aber nicht nur multinationale Konzerne sind regelmäßig Ziel von Hackerangriffen. Auch die Politik ist betroffen. Ghostwriter ist eine APT-Gruppe, die im politischen Bereich sehr aktiv ist. Es gibt viele Cyberangriffe auf Politiker. Im März wurde Cyberangriff auf NRW-Politiker bekannt und es gibt zahlreiche Versuche, die Bundestagswahl zu manipulieren. Eine Folge davon ist, dass CDU-Abgeordneter Pfeiffer zurücktreten musste. Genau. Also zusätzlich auch die Forschungseinrichtungen und Universitäten sind auch betroffen. Natürlich, wir haben viele Angriffe in Deutschland gegen Unis gesehen. Uni Gießen, gerade eben TU Berlin. Hackerangriffe bedrohen auch Menschenleben. Im Februar haben Cyberkriminelle versucht, das Trinkwasser in einer Aufbereitungsanlage im USA-Bundesstaat Florida per Hackerangriff chemisch zu manipulieren. Dabei wurden die Anteile von verschiedenen Chemikalien verändert. Aber zum Glück die Mitarbeiter der Anlage haben die potenzielle gefährliche Veränderung bemerkt und rückgängig gemacht. Aber wenn es nicht bemerkt wurde, natürlich wäre es sehr gefährlich. Okay, also was wir sehen, ist, dass die Angriffe legen die Systeme lahm, Cyberspionage gefährdet die digitale Gesellschaft und Demokratie. Die Cyberangriffe sind verheerend für die Wirtschaft und Stabilität und sie können sogar Menschenleben kosten. Es macht keinen Unterschied, wer du bist, von Bundestag und Kanzlerin bis private Personen. Egal wie groß oder wie klein wir sind, jeder ist potenzielles Ziel. Und die Gefahr, dass Firmen und Unternehmen angegriffen werden können, ist hoch. Die Hackergruppen werden immer besser und bauen ihre Taktiken auf. Die Cyberangriffe verursachen große Schaden für Gesellschaft und Wirtschaft. In der Wirtschaft sind umgerechnet 100 Milliarden Euro Schaden pro Jahr. Das ist, was Bitkom veröffentlicht hat. Und die Zahl der Cyberangriffe hat sich auch in kurzer Zeit verdoppelt. Es gibt 3 in 4 Unternehmen sind Opfer von Sabotage oder Spionage. Für Menschenleben und Gesundheit ist es auch natürlich eine Bedrohung. Die Uniklinik in Düsseldorf musste Ambulanz nicht vor langer Zeit mit einer schwer erkrankten Patienten abweisen, weil die Hacker die IT der Klinik lahmgelegt hatten. Der Rettungswagen fuhr deshalb weiter nach Wuppertal und die Patientin ist leider gestorben. Wie sieht es dann für die Gesellschaft und Staat aus? Das prominente Beispiel ist US-Präsidentschaftswahl von 2016 und vom letzten Jahr. Es gab viele Beweise, dass Russland hat sich eingemischt mit Datendiebstahl und mit Desinformationskampagne. Also prinzipiell, man muss vorbereitet sein, dass so etwas auch in Deutschland stattfinden könnte. Und wir sehen tatsächlich, dass es auch passiert. Also lassen Sie uns gucken dann, wer sind die Ziele und was sind die Angriffsvektoren. Das sind hier die Ziele für die Angreifer. Und Angriffsvektoren heißt, wie greifen sie an? Im oberen Bereich, das ist alles, was Cybersicherheit betrifft. Spionage ist ein Ziel. Man will durch Spionage strategischen Vorteil erarbeiten. Man möchte den Gegner kompromittieren oder impressen. Dann gibt es Sabotage, Behinderung von Diensten und Denial of Service. Wie heißt das? Informationsverbreitung. Desinformation, man verbreitet falsche Informationen, sodass der Opfer schlecht aussieht. Für politische Organisationen ist es ein sehr wichtiges Thema. Dann Mediensicherheit, Verbreitung von falschen Informationen, Fake News, Manipulation und Erzeugen von gefälschten Bildern und Audios und Videos. Also Stichwort hier ist Deepfakes. So, was sind die
Was sind die wesentlichen Einfallstoren in der Praxis? Gefälschte E-Mails. Wir fangen mit gefälschten E-Mails an. Phishing-E-Mails, die heißen, das Code ist verborgen. Es gibt viele gefährliche Erweiterungen in Dateien, die man schicken kann. Prinzipiell ausführbare Dateien wie Excel fällt sofort ein, aber auch Erweiterungen wie PDF sind gefährlich, da sie Code beinhalten können oder sind programmierbar. Malware kann sogar in Bilder versteckt werden, zum Beispiel in JPEG. Dann das nächste ist Erbeutung von Nutzercredentials. Das ist ein großes Problem. Geleakte Benutzercredentials ist ein großes Problem im Internet. Es gibt Kombinationen von Tausende oder Hunderttausende sogar kompromittierten Datenbanken, sicherlich Milliarden kompromittierte Credentials, verschiedene Unternehmen, Firmen, Behörden und einfach private Menschen. Viele von diesen Nutzer-Credentials wurden durch Einbrüche in IT-Systemen oder Dienste geleakt und auch durch Malware. Warum ist es ein großes Problem? Also ich untersuche Darknet und Credential Leaks schon über mehrere Jahre und es ist überraschend, wie viele Informationen über uns es im Darknet sind. Von Politik bis zu sogar Sicherheitsunternehmen und natürlich Krankenhäuser und so weiter. Dieses Jahr habe ich eine Aktivität angefangen, in der ich die Firmen und Organisationen die geleakte Daten schicke, um denen zu helfen, die Leaks zurückzuverfolgen und Lücken zu schließen. Es sind unglaublich viele. Fast jeder Organisation wurde angegriffen oder die Mitarbeiter angegriffen wurden oder die Dienste oder die Server. Besonders jetzt während Corona, dass so viele vom Homeoffice arbeiten, ist die Gefahr besonders hoch. Die Kinder zum Beispiel laden Spiele runter auf Computer, auf die die Eltern dann arbeiten. Und mit dieser Computer die Eltern dann sich im Server in ihrer Organisation anmelden. Und wenn die heruntergeladene Spiele auch Malware haben, dann sammelt diese Malware auch die alles sensible und private Informationen von der Firma, wie zum Beispiel Credentials von verschiedenen Diensten und VPN und so weiter, Nutzer, Passwörter. Und natürlich dann Kriminelle, die diese Malware kontrollieren, können sich auch dadurch ins Unternehmensnetz gelangen. Das ist ein großer Gefahr und es muss allen bewusst sein. Zusätzlich natürlich die Angreifer versuchen alle diese Credentials, die sie finden, in verschiedene Dienste einzusetzen, zu verwenden, weil typischerweise Menschen verwenden ähnliche oder gleiche Passwörter für verschiedene Dienste und das kann großer Schaden anrichten. Dann, dann haben wir viel mehr Webseiten, die aufgesetzt werden, um Malware zu verbreiten. Also Webseiten zur Verbreitung von Malware werden, das heißt, wenn Sie irgendwelche Webseiten besuchen, sie sehen ganz normal aus, aber dann werden in dieser Website ist malicious Code oder bösartige Code. Es wird dann runtergeladen und in Ihrem Browser ausgeführt. Man denkt, das Skript, das sind sogenannte, so ein Code heißt Skript und es läuft in Sandbox und man denkt, das ist nicht gefährlich, aber tatsächlich ist es sehr gefährlich, weil man kann ganz viele Sachen damit machen. Und in unserer Forschung haben wir so ein Malware aufgebaut und so ein bösartiges Skript eigentlich kann ganz lange Zeit im Browser bleiben und kann verschiedene Dienste und Domains angreifen. Und ich werde in nächster Folie dann so ein Demo zeigen, ein Beispiel für so ein Malware. So, Kommunikation kann abgehört werden, manipuliert werden, wenn Sie Sachen im Internet verschicken, wenn sie nicht verschlüsselt sind. Jeder kann sie hören, manipulieren oder verändern. Es gibt Einbrüche in Server durch bekannte Schwachstellen, die über das Internet erreichbar sind, also die Server. Die Angreifer verwenden tatsächlich mehr und mehr ungepatchte Systeme, um ins Netz aufzudrängen. Zum Beispiel in dieser Colonial-Angriff, was ich erwähnt habe, viele bekannte Schwachstellen ausgenutzt wurden, um reinzukommen. Das heißt, das ist ein großes Problem, dass wir haben wirklich viele Netze,
die nicht gepatcht sind, die nicht aktualisiert sind, up to date. Und das ist eine große Gefahr. Nicht nur Phishing, aber auch veraltete Systeme. Angriffe auf Dienstleister natürlich auch, Lieferketten und im Bereich Medien. Es gibt Einfallstoren wie Falschnachrichten, Social Bots und Deepfakes. Also, das ist diese Demo, was ich zeigen wollte. Ich werde versuchen, Ihnen zu zeigen. Diese Demo zeigt, wenn Sie in irgendwelchem Netz sind oder Webseite und Sie laden unser Skript runter, dann was passiert ist, dieses Skript kann also wir haben Techniken entwickelt, die erlauben uns, das Skript lange im Browser zu bleiben, im Cache. Und es infiziert andere Domains. Das heißt, es kann Same Origin Policy nicht angreifen, aber bypassen. Und hier zum Beispiel sehen Sie Webseiten, die, wenn Sie sogar sich von diesem Netz, in dem Sie infiziert wurden, trennen und gehen zu anderem Netz, also Sie Browser schließen, das hilft gar nicht. Und zum Beispiel, wenn Sie eine neue Webseite aufmachen, sehen Sie diese schwarze Bilder, die Images, die werden dann gezeigt. Das zeigen wir natürlich im Real und natürlich unser Malware kann kommunizieren zwischen verschiedenen Webseiten und Domains. Die Gefahr ist, dass im realem Leben, das wird nicht irgendwelche Bilder zeigen, es wird Two-Factor Authentication angreifen können, es wird ihre Credentials angreifen können, es wird ihr Bank, es sieht alles, es kann viele in ihrem Computer, es hat Zugriff auf viele Dateien in ihrem Computer durch Side-Channels und wer Interesse hat, kann mir natürlich eine E-Mail schicken. Ich werde Ihnen mehr Informationen dazu geben. Aber prinzipiell der Punkt ist, Webseiten sind gefährlich und man soll nicht einfach sicher sich fühlen, nur weil es ein Skript ist. Okay, so wie ich habe erzählt über verschiedene Einfallstoren und Angriffsvektoren, aber wie sieht es in Deutschland aus? Und es sieht nicht so gut aus. Es sieht nicht so gut aus. Wir haben eine Studie der Politik Anfang des Jahres gemacht und untersucht, welche Einfallstoren sind in die Systeme und Netze in deutscher Politik und haben Angriffsvektoren evaluiert. Es ist und natürlich die Daten dann auch natürlich mit der Politik geteilt, aber wir haben auch andere Sektoren untersucht, viele verschiedene Sektoren. Und hier werde ich ein paar Zahlen geben, sodass Sie sehen, was die Hauptprobleme sind. Also es gibt ganz viele geleakte Credentials. Also wirklich, man erwartet nicht, dass so viele sind. Fast jede Firma oder Unternehmen sind betroffen. Sogar die wirklich Sicherheit denen bewusst ist, viele sind betroffen. Das ist besonders nach Corona. Wie gesagt, Homeoffice ist ein Hauptfaktor dafür. So, Phishing ist auch ein großes Problem. Viele Netze gefälschte E-Mails akzeptieren und dadurch können Angreifer oder Kriminelle E-Mails mit Malware schicken. Man findet auch viele öffentliche E-Mail-Adressen, kann E-Mails schicken. Über 40% erlauben unverschlüsselte Zugriff auf E-Mail-Server. Das heißt, wenn die Kriminelle können ihre Kommunikation umleiten, sie werden dann alles sehen und auch Nutzer und Passwörter. Viele Server haben Schwachstellen, sind ungepatcht, haben ungepatchte Betriebssysteme und Software. Also es sieht nicht so gut aus, aber gehen wir ein bisschen schneller weiter. So, was machen wir, um die Probleme zu beheben? Sie haben gesehen, es gibt Probleme, wie ich habe erklärt, wie sie ausgenutzt werden können und wie es bei uns in Deutschland aussieht. Was machen wir, um die Probleme zu beheben? Wir machen viele Internetstudien zu den Schwachstellen in allen Sektoren, in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Wir machen viel eigene offensive Forschung zur Entdecken neuer Schwachstellen und Zero Days. Wir glauben, dass man kann nicht Defensive ohne Offensive machen. Offensive heißt nicht, dass wir werden jemanden angreifen. Das heißt, dass wir werden vorbereitet sein, wenn jemand uns angreift. Und wir wissen oft noch im Voraus, wie die Kriminelle angreifen. Das ist offensive Forschung.
Wir betreiben auch Monitoring zu kompromittierten Nutzercredentials, um die Organisationen zu warnen und zur Behebung der Probleme. Und diese Nutzercredentials, die sind eigentlich viel, viel gefährlicher als einfach, dass die einzelnen Menschen natürlich ihre private Informationen, Daten oder sogar Bankkonto ähm, sind gefährdet und können von Kriminellen angegriffen werden oder ausgenutzt werden. Aber auch Organisationen sind gefährdet, weil dadurch haben Kriminelle Zugriff zu dem Netz in Organisationen. So, last but not least, wir machen Training und Awareness. Wir haben eine Cyberrange-Plattform für aktive Cyberangriffe-Training aufgebaut, an der die Organisationen trainieren können und sehen wirklich, wie echte Angriffe aussehen. Und nicht nur in Theorie, aber wirklich im realen Leben versuchen, Angriffe zu verhindern. Diese Training natürlich ist ganz wichtig, weil die Betroffenen müssen Mitarbeiter Awareness machen und Training. Wie reagiert man schon, wenn ein Angriff passiert und wie kann man sich für Angriffe vorbereiten? Organisationen können auch Werkzeuge verwenden, um Schwachstellen zu erkennen. Man braucht Sicherheitsmonitoring. Und ganz wichtig zur Innovation. Also Innovation. Wir haben etabliert und wir betreiben deutsche-israelische Cybersicherheitsaccelerator. Das heißt, in diesem Accelerator, wir entwickeln neue Technologien mit Deutschen und Israelis. Wir identifizieren Top- oder Experte in Deutschland, die Interesse haben, an so einem Programm teilzunehmen. Und Israelis, es gibt typischerweise zwischen 10 und 20 auf jeder Seite. Seit 2018 ist es sehr erfolgreich. Jetzt während Corona ist es ein bisschen problematisch, weil typischerweise wir machen so Exchange, dass Israelis kommen hier und die Deutschen nach Israel Teile der Zeit und wir bauen neue Technologien, neue Lösungen in Cybersicherheit. Gut, prinzipiell, was können Sie tun? Sie können auch natürlich Mitarbeiter-Awareness verwenden, unsere Werkzeuge zur Schwachstellenerkennung. Patchen Sie die Lücken, das ist super wichtig. Und super wichtig auch Monitoring von geleakte Credentials, erbeutete Credentials von Angreifern im Darknet, weil das zeigt, welche Schwachstellen tatsächlich es in Organisationen gibt. Vielleicht im Homeoffice oder vielleicht auf der Server. Vielleicht gab es Einbruch in Server. So, Monitoring, sehr wichtig. Und außerdem natürlich machen, was Baden-Württemberg so gut macht, ganz viel in Cybersicherheit investiert und Fokus auf der Cybersicherheit. Eigentlich in Hessen machen wir Ähnliches. Ich bin Teil des Athene-Zentrums, das ist Cybersicherheitszentrum für angewandte Cybersicherheit. Wenn es Sie interessiert, natürlich können Sie mir E-Mail schicken, werde ich mehr Infos dazu geben. Aber das bringt uns zu Ende. Dankeschön. Dr. Schulmann, vielen, vielen Dank für Ihren Vortrag. Sie haben, glaube ich, ganz eindrücklich gezeigt, wie viele Gefahren tatsächlich im Netz lauern für die Wirtschaft, auch für die Gesundheit des Menschen. Deswegen bin ich ganz arg froh, dass wir auch viele kluge Köpfe auf der guten Seite der Webmacht haben, die da auch dagegen gehen. Jetzt mal zusammengefasst, was für eine Schulnote würden Sie dem deutschen Sicherheits-IT-Infrastruktur geben und von welchem Land können wir vielleicht noch was dazulernen, um sicherer zu werden? Ja, also Deutschland ist ganz gut Sehr gut. aufgestellt. Ich würde nicht sagen, dass Deutschland hat Probleme. Wenn wir gucken, die USA, ganz viele Angriffe passieren in den USA und jeder weiß oder denkt, dass USA ist super für Cyber vorbereitet, aber wir sehen, dass jede Infrastruktur in den USA wird angegriffen und sogar wir hören ganz oft, natürlich viele Sachen hören wir überhaupt nicht. Also Deutschland ist nicht in schlechter Situation, aber man kann das immer verbessern. Und wir können von verschiedenen Ländern lernen natürlich. Also was wir machen, ist das ganz viel Zusammenarbeit mit Israel, weil Israel, würde ich sagen, ist sehr für die Innovation-Ökosystem bekannt. In Israel, es gibt zum Beispiel ganz viel Durchlässigkeit in Cybersicherheit in verschiedenen Bereichen. Also wir haben Menschen, die gehen in die Armee, dann die gehen in die Akademie, dann sie arbeiten in Behörden, dann gründen sie Startups. In Deutschland gibt weniger sowas. Diese Durchlässigkeit erlaubt Das viel Innovation und es erlaubt auch, das Wissen zu verbreiten in verschiedenen Bereichen.
Ja, das ist ein sehr spannender Punkt, den Sie hier natürlich bringen. Das passt super zu unserem Thema Open Innovation. Das heißt, Israel lebt das tatsächlich auch innerhalb der Gesellschaft zwischen verschiedenen Branchen, wie ich höre. Und deshalb super, dass Sie mit dem Accelerator auch den Kontaktpunkt zwischen Deutschland und Israel herstellen. Haben Sie denn ein Beispiel aus dem Accelerator, was im Rahmen von so einer Open Innovation Zusammenarbeit vielleicht ja, entwickelt wurde, was uns hier auch wirklich hilft, die Sicherheit zu verbessern? Natürlich, also eigentlich, ich werde ein Beispiel geben, das für nicht nur für Deutschland relevant ist, ähm, im Bereich Routing. Also wir haben viele verschiedene Projekte entwickelt im Bereich E-Mails, im Bereich, was für Organisationen wichtig, aber vielleicht sogar gebe ich nur ganz kurze zwei Beispiele. Eins aus, was spezifisch für Unternehmen und andere was für Internetinfrastruktur. Wir haben ein Werkzeug aufgebaut, das erlaubt, Schwachstellen im Router zu erkennen. Also wir haben Forschung durchgeführt und dadurch haben wir realisiert, dass ganz viele Router im Internet haben eine Schwachstelle, die erlaubt, einfach die ganzen Netze vom Internet abzuschalten. Und durch dieses Experiment tatsächlich haben wir ungewusst, weil wir wussten nicht, dass Router solche Schwachstellen haben. Ja, das war ganz legitime Pakete. Haben wir Netze im Internet ausgeschaltet. Das hat zu große Debatte in IETF, das ist so eine Standardisierung Gremien vom Internet, zu großer Debatte im IETF geführt. Und viele haben gesagt, es ist wichtig, so eine Forschung zu machen, weil wenn die Kriminelle so eine Schwachstelle finden, sie werden das sofort ausnutzen. Natürlich, wenn wir das machen, das Ziel ist, die Schwachstelle zu beheben. Also das ist ein Beispiel und darüber wurde in viele Medien geschrieben, auch in Golem und ich denke auch in heise.de. Anderer Beispiel ist E-Mail-Sicherheit. Also momentan, es gibt viele Angriffe gegen E-Mail und es gibt einen Angriff zum Beispiel, das heißt E-Mail-Bomb. Das ist sehr spezifischer, fokussierter Angriff auf Opfer in Organisationen, indem sie Hunderte oder Hunderttausende von E-Mails erhalten. So ein Angriff kostet nur $5 im Darknet, ganz leicht zu kaufen. Und tatsächlich viele Organisationen in Deutschland, in den USA und in anderen Ländern wurden damit betroffen und angegriffen. Wir haben eine Lösung aufgebaut, das erlaubt, so einen Angriff zu verhindern. Sehr wichtig, wir haben das schon auch als in Production Mode in ein paar Organisationen installiert. Was wichtig, warum dieser Accelerator so erfolgreich ist, werde ich nur ganz kurz noch erwähnen, wegen die Unterschiede in Mentalität. Also Deutsche sind super gründlich. Die sind wirklich super tolle Experten und sehr gründlich. Israelis sind viel weniger gründlich. Die sind viel schneller und sie versuchen out of the box zu denken die ganze Zeit. Und diese Mischung ist perfekt. Also als Beispiel, wenn Sie geben einem Israeli ein Projekt und Sie sagen, okay, du hast 3 Monate oder nee, du fragst, wie lange es dauert, dann wird er sagen 2 Monate, dann wird er ganz schnell anfangen und nach 2 Monaten fragen Sie, was passiert damit, dann sagt er, oh, ich brauche noch ein bisschen Zeit, danach nach 2 Wochen, also 2,5 Monate, erhalten Sie statt Bananen vielleicht, was Sie wollten, erhalten Sie Äpfel. Aber Sie erhalten etwas. Es ist nicht perfekt, aber es ist ziemlich super schnell. In Deutschland, Sie geben eine Aufgabe dem Mitarbeiter oder dem Studenten, da wird er sagen, okay, ich mache einen Plan. Das dauert es ein Jahr, bis der Plan ist bereit. Aber der Plan ist super präzise. Es ist gründlich, es beschreibt alles bis zu kleinste Detail. Nach einem Jahr fängt er an zu entwickeln und nach 2 Jahren haben sie genau, was sie wollten, aber dass es nicht mehr relevant ist, weil es zu lange war. Und diese Mischung zwischen ganz schnell und super gründlich und out of the box und sehr präzise, das ist perfekt und ich denke, das ist einer der Gründe, warum unser Accelerator so erfolgreich ist. Ja, Sie haben mir jetzt schon quasi eigentlich meine nächste Frage vorweggenommen. Solche Referenten liebe ich ja, aber ich möchte tatsächlich nochmal nachfragen, dieser cross-cultural Unterschiede, die es gibt bei Zusammenarbeit. Sie haben das schon angesprochen. In jedem Fall führt es zu einer sehr erfolgreichen Kooperation, aber eventuell sorgt es auch für viele Reibungen. Also wie kann man gerade die Zuschauerinnen, die vielleicht auch bald oder in einem cross-cultural Kontext unterwegs sind, wie können Sie denn damit wirklich umgehen? Gab es denn auch ein Beispiel, wo es zu Konflikten kam und wie kann man diese lösen? Oh nein, die Guys, also natürlich haben wir auch Frauen, aber ich sage halt allgemein Guys, die wirklich sind in tolle Beziehungen und unser erster Team war 2018 oder 17, ich habe vergessen, ich denke 18, aber die sind immer noch im Kontakt. Die Deutsche besuchen die Israelis und die Israelis die Deutsche. Also eigentlich gab es nichts.
Die Israelis waren am Anfang ein bisschen so überrascht von der Mentalität, weil zum Beispiel, wenn die Israelis arbeiten und sie haben eine Aufgabe, sie werden durcharbeiten, Nächte und Wochenende und es gibt nicht sowas, dass man um 16 Uhr oder 17 Uhr nach Hause geht. Und als die Israelis wir hatten so intensive Wochen gemacht, in denen Israelis hier waren und dann die ganze Gruppe mit Deutschen und Israelis in Israel waren und zusammengearbeitet. Und dann in Deutschland, die Israelis waren sehr überrascht, dass die Deutschen waren weg. Aber sie haben auch davon gelernt, dass es eigentlich ein bisschen gesund, dass man Pausen macht. Die Israelis sind super begeistert, dann sie arbeiten durch. Die Deutschen waren natürlich ein bisschen überrascht, dass die Israelis haben keine Pausen, aber es gab nichts Negatives. Ich kann nur empfehlen. Ja, klasse. Nein, also der Punkt ist auch, ich glaube, Sie haben es genau richtig gesagt, das Lernen, das Voneinander lernen, wenn man diese Bereitschaft hat oder auch diese Kenntnis, dass diese Unterschiede eben sehr bereichernd sind, dann kann man eben die Vorteile daraus ziehen. Und Sie haben das ja auch als Person, würde ich sagen, perfektioniert und tragen auch beide Kulturen in sich und sind, würde ich sagen, vielleicht auch deshalb sehr, sehr erfolgreich in dem, was Sie tun. Wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und drücken Ihnen weiterhin die Daumen im Kampf gegen die böse Seite des Webs und im Schutze von uns allen. Vielen, vielen Dank, Frau Dr. Schulmann. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ja, bei unserer nächsten Keynote haben wir ein Paradebeispiel gelungener Open Innovation hier direkt aus dem Ländle. Professor Joachim Burkhardt ist Leiter des Instituts für Nano- und Mikroelektronik an der Universität Stuttgart und Professor Michael Totzek ist Forschungsfellow der Carl Zeiss AG und Honorarprofessor an der Universität Konstanz. Und Sie werden uns etwas über das Moore'sche Gesetz erzählen und wie das der EUV-Lithografie zum Durchbruch verholfen hat. Das wiederum ist eine Technologie, die benötigt wird, um Mikrochips der neuesten Generation zu produzieren. Und für diesen Durchbruch haben die beteiligten Institutionen Carl Zeiss AG, Trumpf-Gruppe und Fraunhofer Institut letztes Jahr auch den Deutschen Zukunftspreis für Technik und Innovation des Bundespräsidenten erhalten. Professor Burkhardt, Professor Totzek, wir sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Michael Totzek. Ich habe die Freude, hier mit der allerersten Folie kurz zu starten. Herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit. Bevor wir auf das Thema EUV kommen, ganz kurz ein paar Worte, wie Open Innovation bei Zeiss gelebt wird. Danach, so haben wir uns geeinigt, danach wird Herr Burkhardt auf Open Innovation bei EMS Chips eingehen. Für uns steht Open Innovation ehrlicherweise sogar am Anfang der Firma. Vor 175 Jahren hat Carl Zeiss die Firma gegründet, hat relativ schnell gemerkt, dass die Mikroskope scheinbar an eine Grenze liefen, nicht weiter verbessert werden konnten, nicht wirklich zuverlässig hergestellt werden konnte. Er holte sich einen Professor von der Universität Jena namens Ernst Abbe in die Firma und deren Zusammenarbeit hat dann die Probleme gelöst und hat dann zum Finden der optischen Auflösungsgrenze geführt und auch zu einer zuverlässigen Herstellung. Das war der eigentliche Startschuss für die Weltfirma Zeiss. Auch in anderen Bereichen gibt es bei uns Open Innovation. Rechts daneben sehen Sie James Fujimoto. Das war eine Innovation zum Thema optische Kohärenztomographie. Links unten sehen Sie Erik Betzig, Nobelpreisträger von 2014. Mit ihm besteht eine sehr enge Zusammenarbeit zum Thema der modernen Mikroskopie, Lichtblattmikroskopie und hochauflösende Mikroskopie. Rechts unten die drei Herren, die wurden gerade bereits vorgestellt. Das war der Zukunftspreis, die Zusammenarbeit der drei Firmen. Und ein weiteres Thema ist die Frage, wie findet eigentlich Open Innovation statt? Da gibt es bei uns zahlreiche Wege. 4 habe ich Ihnen jetzt hier einfach mal kurz gezeigt. Einer ist eine strategische Kooperation mit Universitäten, wie hier zum Beispiel mit dem Karlsruhe Institute of Technology. Zeiss hat am Campus Nord dort einen Innovation Hub gebaut, an dem auch jetzt Zeiss-Mitarbeiter tätig sind und in einem engen Austausch mit der Universität stehen. Rechts davon, QSabre, ist ein Quantentechnologieunternehmen, das einen Preis gewonnen hat in der Quantum Challenge, die Zeiss ausgeschrieben hatte. Unten die EPFL, Research Ideas, das ist ein gemeinsames Programm mit der EPFL in Lausanne in der Schweiz, wo es um die Ausschreibung von Forschungsgrants geht, die dann von Zeiss finanziert an der Universität stattfinden.
Rechts unten haben Sie letztendlich das Thema, was jetzt auch heute das Thema sein wird, nämlich die Zusammenarbeit wirklich in gemeinsamen Projekten mit Forschungsinstitutionen. Hier an einem Beispiel OCT, photonisch integrierte Schaltkreise für das OCT. Mit dem IMS-Chips ist es natürlich in Richtung EUV-Lithografie. Herr Burkhardt. Nächste Folie bitte. Guten Tag auch von meiner Seite. Ich bin sehr froh, hier zu Ihnen sprechen zu können, gemeinsam mit Michael Wozzeck über unsere Zusammenarbeit. Open Innovation bei IMS Chips ist eigentlich unser Kerngeschäft. Ja, wir unterstützen hier mit einer Grundfinanzierung des Landes über das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg Forschung, Entwicklung und Produktion. Ich sollte noch zur Präzisierung sagen, das vorher genannte Institut für Nano- und Mikroelektronische Systeme gehört selbstverständlich zur Universität Stuttgart. Das von mir gleichzeitig geleitete Institut für Mikroelektronik Stuttgart ist Mitglied der Innovationsallianz. Es ist ein selbstständiges Institut, aber die Institute, die direkt hier vom Land zum Zweck von Forschung, Entwicklung und Produktion unterstützt werden, firmieren gemeinsam unter diesem Label Innovationsallianz Baden-Württemberg. Die Themenbereiche, die wir abdecken, sind Mikroelektronik, Mikrosystemtechnik, Nanostrukturierung. Wie gesagt, Forschung betreiben wir mit den Universitäten, vornehmlich der Universität Stuttgart, die Entwicklung mit Firmen. Wir haben auch neben dem Institut einen Forschungsverein, den IMS Forschungsverein, in dem wir eng mit Instituten zusammenarbeiten. Da gehört Zeiss selbstverständlich auch dazu. Und das ist eine Besonderheit, denke ich, im Vergleich zu anderen Instituten. Wir betreiben auch Produktion von Spezialprodukten oder Entwicklung oder Prototypenfertigung. Das heißt, wir versuchen wirklich Forschungsergebnisse lückenlos durchzureichen in die Endanwendung. Die Geschäftsbereiche, die wir ansprechen, ist die Chipfertigung oben links. Sie sehen bei kleinen Stückzahlen insbesondere, da ist eben eine gewisse Problematik, dass die Chipindustrie doch eine Hochvolumentechnologie ist und kleine Stückzahlen zu schultern ist immer sehr schwierig, ist aber gerade bei KMU sehr gefragt und das bedienen wir insbesondere aus unserem Institut heraus. Wir haben dann als zweites oben von links die Bildsensoren, die in der Industrieautomatisierung und in der Automobiltechnik viel gefragt sind. Wir haben in der Mitte die Halbleiterintegration. Hier ist die flexible Elektronik als ein Beispiel genannt, die gerade sehr stark im Aufwind ist. Wir haben komplexe Mikrosysteme, die wir anbieten und dann eben die Nanostrukturierung und die zielt dann auf die Zusammenarbeit mit Zeiss ab. Die Anwendungsgebiete sind sehr vielfältig. Das sind halt die Gebiete, die hier im Land Baden-Württemberg eine entscheidende Rolle spielen. Das ist Digitalisierung. Unten sehen Sie die entsprechenden Schlüsselbilder dazu. Die Industrieautomatisierung, Umwelt und Energie, Medizintechnik und die Mobilität. Ja, damit gehe ich dann auf die nächste Folie über und möchte Sie mal zum Moore'schen Gesetz hinführen. Viele von Ihnen kennen das Moore'sche Gesetz oder haben zumindest davon schon einmal gehört. Hier also ein paar Stichworte, um das Ganze besser in Relation zu nehmen. Sie haben, Gordon Moore ist der Mitbegründer von Intel und hat 1965 eine, wie ich meine, sehr mutige Voraussage gemacht. Er hat in die Frühjahre von 59 bis 65 geschaut und hat im halblogarithmischen Maßstab dann die Integrationsdichte auf diesen ersten historischen Chips, die dort gefertigt wurden, aufgezeichnet und hat eben gesehen, da stellt sich ein exponentielles Wachstum dar. Mit einer Verdopplung der Anzahl der Transistoren auf einem Chip alle 2 Jahre. Und diese Vorhersage, dass das in Zukunft eben so weitergehen solle, um diese Industrie voranzutreiben, hat eben die Industrie weltweit aufgegriffen und tut das bis heute. Ja, wir sind also stolz darauf, auf 50 Jahre Moore'sches Gesetz zurückzublicken. Das Ganze wurde auch in den 70er, Anfang der 70er Jahre durch die Skalierungstheorie maßgeblich unterstützt, entwickelt bei IBM, Bob Denard und auch ein Baden-Württemberger. Das möchte ich hier doch mit einem Stolz nennen. Fritz Genzmann hat dazu beigetragen, maßgeblich. Und in den 80er und 90er Jahren ist dann eine sogenannte Roadmap-Strategie entstanden. Das heißt, die Halbleiterfirmen, die Gerätehersteller, die Zulieferer von Materialien und Werkstoffen und auch die Forschungsinstitutionen haben sich zusammengetan, um das Feld für diese
stetige Miniaturisierung zu bereiten. Sie können sich vorstellen, Sie wollen sich da nicht von Technologie zu Knoten hangeln, sondern Sie wollen wirklich schauen, wo sind die Schwachstellen, die Engstellen, wo muss ich besondere Investitionen schultern, um dieses stetige Wachstum eben bereitstellen zu können. Und das Resultat sehen Sie unten rechts in diesem Diagramm, in grün die Prozesse, die Nanometerknoten sozusagen, wo wir heute im unteren Nanometermaßstab angekommen sind. Und als Folge davon in Rot eben das stetige Wachstum der Anzahl der Transistoren auf den Chips und in Blau die Schaltgeschwindigkeit, die sogenannte Clock Speed der Mikroprozessoren, die auch stetig gewachsen ist. Für die Spezialisten ist erkennbar, dass in den letzten 10 Jahren das Ganze etwas abweicht vom exponentiellen Wachstum. Das hat einfach damit zu tun, dass die Versorgungsspannungen der Chips sich erniedrigen bei etwas gleichbleibender Schwellenspannung. Aber das ist kein Beinbruch. Die Systemperformance steigt und die Integrationsdichte steigt. Schauen wir mal auf die nächste Folie. Die zeigt eben nochmal konkret die technologischen Innovationen, die dazu geleistet worden sind. Das sind oben die Kupfer-Interconnects. Sie sehen hier die planaren Transistoren in der Mitte, die durch entsprechende mechanische Verspannungen zu höheren Beweglichkeiten führen. Das ist jetzt alles mehr für die Spezialisten. Aber entscheidend ist, dass Sie unten rechts sehen, obwohl diese Nanometerknoten darauf hindeuten, dass wir uns der atomaren Grenze nähern, ist zu erkennen, dass man sich sogenannter FinFETs bedient. Das heißt, man strukturiert diese Bauelemente dreidimensional und nicht mehr planar. Und infolgedessen ist es immer noch möglich, das Moore'sche Gesetz entsprechend weiter zu verfolgen. Ja, damit übergebe ich dann wieder an Herrn Totzek, der die Lithografie, die entscheidende Technologie zur Nanostrukturierung kurz mal darstellen, darauf eingehen möchte. Ja, also, Sie haben gerade gehört, nach dem Moore'schen Gesetz verdoppelt sich die Anzahl der Transistoren auf dem integrierten Schaltkreis alle 1 bis 2 Jahre. Ich glaube, aktuell sind wir so bei ungefähr alle 1,6 Jahre. Ja. Das hat aber natürlich eine massive Konsequenz auf die Optik und auf die Herstellung dieser Schaltkreise. Denn wenn Sie immer mehr Transistoren auf die gleiche Fläche bekommen wollen, dann bedeutet das, diese Transistoren werden immer kleiner. Und diesen kontinuierlichen Schrink der Transistorgröße, den müssen Sie überhaupt erst einmal in der Produktion ermöglichen. Und da kommt eben die Firma Zeiss in das Spiel. Denn zur Herstellung, das sehen Sie links einmal schematisch angedeutet, ist ein Schlüsselschritt, dass Sie eine Maske, also letztendlich eine Glasplatte, auf die ist Ihr Schaltkreis aufgemalt, dass Sie die verkleinert auf einen mit fotoempfindlichem Lack beschichteten Wafer abbilden. Und diese Abbildung muss von extrem hoher Qualität sein und sie muss eben wirklich Strukturgrößen abbilden können, bis hinunter zu einigen 10 Nanometern aktuell. Und das wurde über die Zeit einfach kontinuierlich verschärft. Das heißt, wir waren erst im Bereich von Mikrometern, dann 100 Nanometer und jetzt eben in diesem Größenordnungsbereich. Wie wurde das erreicht? Das sehen Sie in der Mitte des Bildes letztendlich durch eine Verbesserung der optischen Systeme. Das, was Sie da zum Beispiel sehen, was hier KRF 248 Nanometer ist, ein Kryptonfluorid-Objektiv für diese Wellenlänge von 248 Nanometer, wurde 1995 verwendet. Und dieses Objektiv sieht ein bisschen aus wie ein Mikroskopobjektiv. Es ist allerdings ungefähr 1 Meter hoch und wiegt circa 1 Tonne. Diese Objektive und befinden sich in großen Maschinen, da kommen wir auf der nächsten Folie drauf. Um jetzt diese kontinuierlichen Schrink entsprechend des Moore'schen Gesetzes aufrechtzuerhalten, waren wir gezwungen, immer weitere Innovationen in diese Objektive hineinzubringen. Zuallererst mussten wir von der sphärischen Form abweichen zu asphärischen Technologien, weil wir die Größe der Objektive konstant halten mussten. Die Hersteller waren nicht gewillt, die Deckenhöhe in ihren Fabriken unseren Objektiven anzupassen, klarerweise. Dann schließlich wurde die Wellenlänge weiter reduziert. Entsprechend der Auflösungsgrenze müssen Sie das tun, um kleinere Strukturen zu fabrizieren. Das erforderte dann schließlich sogar den Übergang zur Immersion. Das heißt, Sie haben einen Tropfen Wasser zwischen dem Wafer und der letzten Linse Ihres Objektives.
Und dann haben wir schließlich mit der Immersionslithografie und 193 Nanometer ein Stück weit das Ende der klassischen transmittiven Optiklithografie erreicht. Und es war ein Quantensprung erforderlich. Wir mussten die Linsenoptik verlassen, uns zur Spiegeloptik begeben, haben die Wellenlänge auf 13,5 Nanometer reduziert, also um mehr als eine Größenordnung, und haben damit jetzt Objektive zur Verfügung, die dann eben mit ihrer Wellenlänge hier schon allein bei 13 Nanometern eben ein Auflösungsvermögen hier von, ja, wie gesagt, einigen 10 Nanometern einfach erreichen und damit eben auch wirklich den 7 Nanometer, 5 Nanometer Knoten in der Lage sind zu adressieren. Die Hauptherausforderung war, dass eben die EUV-Strahlung von allem absorbiert wird. Sie wird von Glas absorbiert, sie wird von Luft absorbiert. Deswegen muss man eine Spiegeloptik machen. Und was die Herausforderung einer Spiegeloptik ist, das sehen Sie schon an diesem Objektiv dort. Spiegel können Sie nicht mehr hintereinander stellen, Sie müssen sie nebeneinander stellen, was die Komplexität einfach ganz massiv erhöht. Wenn Sie auf die nächste Folie gehen, dort sehen Sie dann, wie das Objektiv eingesetzt wird in einen sogenannten Lithografiescanner der Firma ASML. Das ist eine holländische Firma, die wir exklusiv beliefern mit unseren Objektiven. Die Beleuchtungsoptik dafür eben dann befindet sich da drin von der Firma Trumpf. Und Sie sehen, das sind ziemlich große Maschinen, die dann den gesamten Lithografieprozess einfach durchführen und damit eben den Schlüsselprozess bei den Kunden. Das heißt, diese Maschine wird dann schließlich zu den Kunden, wie zum Beispiel TSMC, ausgeliefert und steht dort in der Fabrik. Und unsere Optik ist einfach ein Kernelement in dieser Maschine, ohne die ein solcher Lithografiescanner nicht möglich wäre. Damit kommen wir zur nächsten Folie. Genau, damit übernehme ich gerne und gehe auf eine Komponente ein, die zur Herstellung dieser Spiegeloptiken entscheidend beiträgt, die sogenannten computergenerierten Hologramme, die wir für Zeiss und gemeinsam mit Zeiss in engerer Kooperation herstellen. Und diese Objekte, Sie sehen es oben links, den Werdegang, Sie haben ein 17 Zoll Substrat, auf dem Sie dann nanostrukturierte holographische Strukturen übertragen, mit Hilfe unserer Nanostrukturierungsinfrastruktur, die weltweit wirklich einzigartig ist. Deshalb sind wir auch Einzellieferant dieser Prototypen, dieser Prüfobjekte, die wir an Zeiss liefern, mit Zeiss gemeinsam entwickeln. Sie sehen dann unten, dass diese Hologramme dazu verwendet werden, um diese asphärischen Spiegeloptiken in eine planare Abbildung zu bringen, aufgrund derer Sie dann durch laterale Vermessungen auf den Krümmungsradius lokal schließen können und dann zyklisch die Spiegel bearbeiten und vermessen können, ja, bis Sie das gewünschte Resultat erreichen. Und dann werden diese Spiegel eben eingesetzt in diesen Optiksystemen. Um Ihnen eine Relation dieser Präzision der Nanostrukturen zu geben, Sie sehen oben die Landkarte Baden-Württembergs, die Fläche, wenn Sie die Fläche dieses Substrats, die 17 Zoll Substrats mit den kleinsten Strukturen, die darauf beherrscht werden, vergleichen, dann bilden Sie im Prinzip 1 Millimeter Strukturgröße auf der Fläche Baden-Württembergs ab, nur um das mal in Relation zu bringen. Und ich kann auch erwähnen, dass dieses Gerät, dieser Elektronenstrahlschreiber, mit dem wir diese Strukturen herstellen, auch eine deutsche Firma ist. Also die Aussage, dass Deutschland und Europa in der Mikroelektronik ins Hintertreffen geraten ist, trifft mit Sicherheit in diesem Bereich der Gerätetechnologie absolut nicht zu. Die Firmen ASML, Zeiss und auch die Zulieferer sind weltweit führend, ganz eindeutig. Das ist auch wichtig und das eben durch Open Innovation, durch enge Zusammenarbeit. Damit gebe ich weiter. Da wir schon etwas über der Zeit sind, nur ganz kurz stichwortartig, wie profitieren wir davon? Also zum einen eben Zugang zu einer weltweit einzigartigen technologischen Infrastruktur. Wir führen gemeinsame Verbundforschungsprojekte durch und natürlich bekommen wir durch die Zusammenarbeit als Zeiss auch ein tiefes Verständnis der technischen Möglichkeiten der mikrostrukturierten Optik in diesem Genauigkeitsbereich.
Ja, und von meiner Seite, wie profitiert EMS Chips von Carl Zeiss? Ja, wir sind durchaus stolz in der Lage, dass wir einen Beitrag zu international führender Spitzentechnologie von ASML, Zeiss und Trumpf hier leisten können. Dazu ist es uns möglich, eben eine Nanostrukturierung zu etablieren, die wir dann auch anderen Kunden, insbesondere auch KMU, zur Verfügung stellen können. Und wir erreichen natürlich ein tiefes Verständnis der technologischen Herausforderungen innerhalb der Industrie. Ja, und das Land Baden-Württemberg profitiert selbstverständlich auch. Es sichert durch diese enge Zusammenarbeit den Ausbau und die Sicherung der Arbeitsplätze am Standort Oberkochen. Da kann Herr Totzek nachher wahrscheinlich auf Frage gern noch darauf eingehen. Ich denke, das ist doch ja, erstaunlich, was dort geschaffen worden ist. Das Land trägt zu einer erfolgreichen Förderung der Forschung und Entwicklung in der Hochtechnologie bei, in der Mikroelektronik. Und ja, ich denke auch ein tolles Resultat ist, dass die Firmen Zeiss und Trumpf mit vielen anderen Partnern, die im Hintergrund arbeiten, das führt wir sicher auch dazu, den Deutschen Zukunftspreis 2020 gewonnen haben. Vielen Dank, Professor Totzek und Professor Burkhardt. Den Preis sicherlich absolut verdient und auf der technischen Seite sehr beeindruckend, was Sie geschaffen haben. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind Sie tatsächlich die Einzigen, die diese Technologie, diesen Zulieferteil auf diesem Level bereitstellen können, richtig? Das ist richtig, ja. Ja. Unser ist das so. Wir sind sozusagen Single Source. Wow, Und ja. aber durch die enge Zusammenarbeit ist das kein Problem. Wir Ja. stellen die CGHs hier einzig für Zeiss zur Verfügung. Also es ist insbesondere halt einfach eine Forschungskooperation hier. Und Sie müssen halt erstmal überhaupt in dieses große Genauigkeitslevel dafür hineinkommen. Ja. Ja, und da Absolut. sind wir halt sehr glücklich, einen so starken Partner hier zu haben. Ja. Das ist wirklich sehr beeindruckend, freut uns zu hören, dass solche Spitzentechnologie aus Baden-Württemberg kommt. Ich möchte gerne noch mal einen Blick auf die Wirtschaftsfolgen positiverweise für Arbeitsplätze, für neue Produkte, die damit ermöglicht werden. Denn das ist, glaube ich, auch noch mal sehr beeindruckend. Ich weiß nicht, ob Sie hier überhaupt Zahlen haben. Ich meine, Mikrochips werden ja heutzutage überall gebraucht, egal ob in Heimelektronik, in Robotertechnologie, autonomes Fahren, werden solche Mikrochips benötigt. Haben Sie eine Ahnung, was Sie hier geschaffen haben für einen neuen Markt und wie viele Arbeitsplätze Sie damit auch Deutschland und vielleicht auch international ja, ermöglichen werden? Ja, Zahlen können wir Ihnen, glaube ich, so aus dem Stegreif nicht anbieten, aber Sie haben die Antwort selbst gegeben. Ohne Mikroelektronik kann keine Branche heute mehr existieren. Wir sehen einen enormen Zuwachs an der Digitalisierung in der Corona-Krise. Sind die Auftragsbücher voll, nicht nur unsere, sondern natürlich insbesondere die der Firma Zeiss und anderer Zulieferer in dem Bereich. Und insofern geht ohne Mikroelektronik nichts mehr. Und das BMWF hat das eben auch erkannt. In Deutschland wird die Mikroelektronik im Moment maßgeblich unterstützt. Und das ist gut und richtig, glaube ich. Mhm. Also wir haben auch... Entschuldigung, Frage. Gerne Sie, Professor Totzek. Muss einfach auch sehen, dass es die EUV-Lithografie, normalerweise gab es einen harten Wettbewerb zwischen Europa und Japan im Bereich der Lithografie. Also hier insbesondere die Firmen Nikon, Canon auf japanischer Seite und die Firma Zeiss dann eben hier ASML auf europäischer Seite. Und in der EUV, aus dem Geschäft sind halt unsere japanischen Konkurrenten ausgestiegen damals. Haben nicht daran geglaubt, dass diese Technologie umgesetzt werden kann. In Europa, die beiden Firmen haben daran geglaubt und haben es schließlich eben auch geschafft. Insofern haben wir wirklich im Moment eine einmalige, sehr schöne Situation und versorgen eben wirklich gerade die Welt mit EUV-Optiken, die eben auch wirklich einen großen Markt hebeln. Also wenn Sie sich das vielleicht so ein ganz paar Zahlen, wenn man sich überlegt, das steigt halt einfach massiv an. Also das Wafer-Fab-Equipment selber hat 2018 einen Wert gehabt von 56 Milliarden $. Die Halbleiterproduktion selber, alles zusammen, von fast 500 Milliarden $. Und Elektronikproduktion ungefähr 2000 Milliarden $. Also wir hebeln damit natürlich einen gigantischen Markt. Und wenn Sie damit noch bis in die Anwendungen kommen, dann, ich glaube, man braucht es kaum zu erklären, den Sie lesen, ist ja auch in der Zeitung. Ein Chipmangel ist heutzutage fast so schlimm wie ein permanenter Stromausfall.
Das heißt, sie benötigen diese Computerchips wirklich unbedingt und EUV ist eine Schlüsseltechnologie genau dafür. Ja, ich glaube, allein die Zahlen, die Sie genannt haben, zeigen sehr eindrücklich, was für eine disruptive Technologie Sie hier auf den Markt gebracht haben. Auch Deutschlandfunk hat neulich berichtet, dass 2 bis 4 Millionen Autos im ersten Halbjahr nicht gebaut werden konnten, eben wegen Lieferengpässen bei diesen Mikrochips. Und ich glaube, dadurch schaffen Sie ja auch eine Art deutsche oder europäische Unabhängigkeit bei dem Thema. Die Ministerin hat das am Anfang auch erwähnt. Wir sollten nicht nur das Thema erforschen, sondern auch selbst die Themenproduktion vorantreiben. Jetzt ist es so, dass die niederländische Firma ASML, glaube ich, am Ende diese Komponenten zusammenführt. Wie ist da die Zusammenarbeit? Gibt es da auch Anstrengungen, vielleicht das komplett in Deutschland zu produzieren oder setzt man da eher auf europäische Partnerschaften? Europäische Partnerschaft, ganz klar. Also wir sehen, dass Zeiss und ASML, two companies, one business. Also wir sind dort wirklich als zwei Firmen gemeinsam in diesem Markt unterwegs. Es ist wirklich eine hervorragende Kooperation, eine sehr vertrauensvolle Kooperation, die sich zwischen beiden Firmen etabliert hat, die auch auf klaren unterschiedlichen Kompetenzen basiert. Also Zeiss die Optik und jetzt hier Trumpf dann eben einfach die Lasertechnologie und ASML, das sind Maschinenbauer. Die bauen Ihnen eine Maschine, die in der Lage ist, Tonnenlasten innerhalb von Sekunden, Nanometer genau zu positionieren. Und ich denke, diese Kooperation ist auch das Geheimnis des Erfolges. Also ich würde hier wirklich ganz massiv einfach europaweit denken wollen, ehrlicherweise. Ich glaube nicht, dass wir das hier wirklich schaffen, einzig und alleine in Deutschland so etwas hinzustellen. Wir brauchen die europäische Kooperation. Ja, und Ja, das ist das denke ich auch. Entschuldigung, dass ich das noch kurz einwerfen will. gerne. ASML ist eine Firma mit geringer Fertigungstiefe. Das heißt, die beherrschen wirklich eine enorme Zulieferkette, haben natürlich mit Zeiss einen Exklusivpartner, mit dem sie sehr eng zusammenarbeiten, aber sehr viele Zulieferer und das ist ganz schwer zu duplizieren. Und ich muss auch nochmal sagen, mit großem Respekt, das war ja nicht nur Japan, die in dem Bereich tätig waren, sondern auch amerikanische Firmen. Die hat man alle hinter sich gelassen und heute beherrschen die Firmen ASML und Zeiss ganz eindeutig das Feld. Es gibt noch eine japanische Firma im Sinne der Second Source, will die Halbleiterindustrie natürlich, dass man nicht nur von einem abhängt, aber der Markt wird eindeutig beherrscht. Ich glaube, Ihr Fall ist wirklich perfekt, um auch zu zeigen, wie wirkungsvoll eben erfolgreiche, gute Open Innovation Systeme funktionieren und das als Beispiel in Europa. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn es um so Milliardenmarkt geht, dass das auch nicht immer selbstverständlich ist, dass man so gut und vertrauensvoll zusammenarbeitet. Also wenn man jetzt an IP-Rechte denkt, wie ist es in Ihrem Fall gewesen? Also wie wurde das am Anfang aufgesetzt? Wie können andere, die vielleicht noch ein bisschen Zweifel und Sorgen haben, so eine tiefe Kooperation einzugehen? Wie kann man sowas richtig aufsetzen, auch in Bezug auf IP und wie ist es bei Ihnen aufgeteilt eigentlich? Also wenn Sie jetzt meinen hier Zeiss und ASML, das ist einfach eine klare Arbeitsteilung. Also für IP ist auch im Vorfeld einer Kooperation aus meiner Sicht eine klare Aufteilung, wer wo welche Rechte bekommt, einfach ganz entscheidend. In der Regel ist es dann so, dass derjenige, der dann eben diese Technologie anwendet, dann die IP-Rechte einfach für die Anwendung hat, dort für die Verwendung und derjenige, dessen technologische Expertise dann einfach dafür die Grundlagen schafft, dann eben einfach die IP hält, wirklich für die Technologiegrundlagen. Das sind vorher vertragliche Vereinbarungen, die getroffen werden müssen. Und man kann nur dazu raten, das eben möglichst gut und vertrauensvoll zu machen, damit eben hinterher im Erfolgsfalle kein Streit entsteht. Also Vertrauen ist gut, aber am besten das von vornherein sauber festhalten. Ich möchte gerne mein Publikum auch umhören. Wir haben noch eine Slido-Umfrage vorbereitet, inwiefern das für Sie ein Thema ist, ob Sie da auch viel Spannungsfeld zwischen Wettbewerb und Kooperation spüren. Sie kennen das Spiel schon, QR-Code scannen oder auf die Webseite gehen. Und wir würden eben gerne von Ihnen wissen, wie groß Ihre Bedenken sind, bei einer Open Innovation Zusammenarbeit Ihr Know-how zu verlieren. Das wäre ganz, ganz spannend zu wissen, wie unsere Unternehmen in Baden-Württemberg
denken, ob das tatsächlich ein Thema ist. Ich habe wahrgenommen, Professor Totzek, Professor Burkhardt, in jedem Fall hat das jetzt keine große Rolle gespielt, aber vielleicht auch, ich weiß, haben Sie, ich nehme an, auch schon früher gemeinsame Kooperationen gehabt oder und entsprechend war da schon eine Vertrauensbasis vorhanden. Aber wenn man jetzt eine neue Kooperation wirklich eingeht, was für Tipps haben Sie vielleicht für Unternehmen, die auch KMUs, die vielleicht vor einer ersten Zusammenarbeit stehen? Worauf sollten Sie achten bei der Partnerwahl? Ja, also in unserem Fall kann ich sagen, dass doch eine langjährige Vertrauensbasis geschaffen werden muss. Das ist sehr wichtig. Wir haben schon unter meinem Vorgänger, hat das Institut mit SAIS zusammengearbeitet, mehr sporadisch. In den Jahren 2013, 2014 hatten wir die Möglichkeit, unsere Reinraumfläche signifikant zu erweitern, haben dann SAIS angesprochen, ob wir diese Zusammenarbeit strategisch verstärken sollten, intensivieren sollten. Und das ist dann mit einem Ja beantwortet worden. Seitdem arbeiten wir sehr eng zusammen. Also nicht nur zu dem Thema hier, sondern auch zu anderen Themen. Aber es sind eben Forschungs- und Entwicklungsarbeiten und eben Prototypen, die wir dort gemeinsam entwickeln und nutzen. Wir stellen Vielleicht schauen wir. Ja, okay. Na, ich stelle das mal zurück, Herr Totzek. Genau, wir schauen mal, vielleicht mal kurz, genau, vielleicht lass uns mal kurz zusammen auf die Ergebnisse schauen. Wenig, mittel, groß, sehr groß. Ja, das ist quasi so ganz grob halb-halb gesplittet. Also einige sagen wenig, aber dann doch auch einige, die mittel, groß und teilweise sogar sehr große Bedenken haben und niemand, der gar keine Sorgen dabei hat. Also ist es durchaus ein Thema. Und ich bin sicherlich bei Ihnen, genau die langjährige Zusammenarbeit, das muss sich auch mit der Zeit ein bisschen aufbauen. Gibt es irgendeine Möglichkeit auch von der Politik, irgendwelche Netzwerke oder Speed-Dating für Kooperation zu schaffen? Haben Sie irgendwelche Ideen, wie wir hier diese Unternehmen, die diese Bedenken haben, unterstützen können? Also ich denke, was wirklich entscheidend ist, sind, dass sie echte Netzwerke schaffen. Also ein wesentliches Element eines Netzwerkes ist ja, dass wenn ein Element ausfällt, ein anderes Element übernehmen kann. Diese Stabilität, die brauchen wir für eine zuverlässige Produktion. Das heißt, Sie sollten eben, die Exklusivität ist eine sehr gefährliche Sache. Eine Exklusivität sollten Sie in jeder Hinsicht einfach vermeiden und sehen, dass Sie grundsätzlich einfach wenigstens so etwas wie eine Second Source für den Notfall einfach zur Verfügung haben. Das ist entscheidend. Und dann brauchen Sie eben wirklich ein gemeinsames Ökosystem, das sich dann auch selber kontinuierlich entwickelt. Das heißt, wenn die Politik sollte weniger, sagen wir mal, Richtung gezielte Partnerschaften fördern, sondern eher versuchen, wirklich ein breites Ökosystem aufzubauen, in dem dann eben auch an vielleicht noch unerwarteten Stellen auch weitere Innovationen auftreten. Und das passiert nach meinem Verständnis auch so, wie aktuell eigentlich die Förderpolitik ist. Ja, vielen Dank, Professor Totzek, Professor Burkhardt. Tatsächlich, Sie hatten vorhin schon richtig erkannt, wir sind etwas im Verzug mit der Zeit. Ich habe jetzt den Zuschauern etwas Pause geklaut, weil natürlich das Thema, das Sie hier vorantreiben, unglaublich spannend sind. Wir freuen uns in Zukunft hoffentlich auf weitere Innovationen aus Oberkochen, aus Stuttgart und bedanken uns ganz, ganz herzlich für die Insights und für Ihre Zeit. Ja, gerne. Gut, herzlichen Dank. Und wir gehen nun über zur Pause. Wir werden Ihnen ein bisschen mehr Pause geben. Der Zeitplan hat sich etwas da hinten verschoben. Nichtsdestotrotz möchte ich Ihnen in der Pause trotzdem unseren Künstler vorstellen. Dr. Stelzer, der ein KI-Kunststück für uns mitgebracht hat, das Sie sich anschauen können. Dr. Stelzer, sind Sie uns schon zugeschaltet? Hallo Frau Wang, ich hoffe ja, wenn Sie mich hören können. Ich höre und ich sehe Sie jetzt auch. Schön, dass Sie da sind und uns ein KI-Kunstwerk mitgebracht haben. Das ist, glaube ich, ein Bereich, den vielleicht noch einige nicht kennen. Vielleicht können Sie uns einfach mal kurz sagen, was ist denn KI-Kunst und was für ein Kunstwerk haben Sie uns heute mitgebracht? Also KI-Kunst basiert auf einer ganz, ganz spannenden Entwicklung, die in den letzten, sagen wir mal, 5, 6 Jahren richtig an Fahrt aufgenommen hat. Und zwar, dass wir Maschinen haben, also neuronale Netzwerke, und die machen was wir eigentlich gar nicht erwarten von Maschinen. Und zwar, die spiegeln uns was Neues zurück. Die spiegeln uns was zurück, was wir noch nicht kennen und was auf uns wirken kann oder was auch eine Lösung sein kann, die wir einsetzen können. Das heißt, die haben nicht ein vorgefertigtes Muster, wo dann bestimmte Outputs rauskommen, sondern die haben sehr viele, in der Wissenschaft sagen wir Degrees of Freedom, wo sozusagen ganz neue Dinge entstehen können.
Und das ist eine Entwicklung, die hat in vielerlei Hinsicht Impact. Eine Richtung, in der es natürlich Impact hat, ist die Kunst. Natürlich aber auch für die Industrie hat das ganz wesentlichen Impact. Heute in unserem Workshop, heute Nachmittag um 14 Uhr, wenn wir da ein bisschen stärker auch drauf eingehen. Und wir haben uns intensiv mit dem Thema beschäftigt und das hat uns wirklich eigentlich dazu gebracht, unsere wissenschaftlichen Karrieren erstmal auf Eis zu legen und uns nur damit zu beschäftigen. Weil das, was da zurückgespiegelt wird, assoziiert mit uns auf eine ganz bestimmte Art und Weise, die wir nicht erwartet hätten und die hochgradig ästhetisch ist, ja, für unseren Geschmack. Können wir einfach mal einen Blick reinwerfen? Können wir denn parallel vielleicht schon mal Ihr Kunstwerk irgendwie zeigen? Und was für Denkanstöße möchten Sie vielleicht den Zuschauern mitgeben, wenn Sie jetzt in der Pause darauf schauen? Wie betrachtet man das und kann man das vielleicht auch kaufen, wenn man das für gut befindet, Dr. Stelzer? Daran arbeiten wir tatsächlich, dass diese Art von Kunst ihren Weg findet, dass die auch käuflich erwerbbar ist. Was wir hier jetzt gerade sehen, vielleicht der ein oder andere von Ihnen, der hat das schon erkannt. Das ist das wunderschöne Baden-Württemberg-Haus, was auf der Weltexpo ab Oktober sichtbar ist in Dubai. Und durch den Stream ist jetzt die Qualität fürchte ein bisschen hinüber. Normalerweise können wir das in 4K rechnen und zeigen. Aber was Sie hier sehen, sind diese faszinierenden architektonischen Motive der Expo, zum Beispiel von United Arab Emirates hier gerade eben. Das ist wirklich eine absolut brillante Architektur, die wir hier vorfinden. Nicht nur im Baden-Württemberg-Haus, sollte ich sagen. Und die KI hat das neu interpretiert. Und zwar mit arabischen Mustern, wie wir sie sonst auch zum Beispiel auf Fliesen in Moscheen oder in Teppichen vorfinden. Also geometrische Muster, ganz tolle Farben. Und was die KI hier gemacht hat, ist, die hat das sozusagen neu interpretiert, die hat das neu erträumt und hat daraus so eine Art visuellen Bewusstseinsstrom geformt, ja, wo sich die ganze Zeit die Formen und die Farben und auch Emotionen damit abwechseln. Und also das, was Sie hier vor sich sehen, das wurde von der künstlichen Intelligenz gemalt, von einem Computer. Und diese Arbeit, die Sie da sehen, das hat was Organisches, das hat was quasi Verwobenes. Mit anderen Worten, es sieht auch nach sehr viel Arbeit aus, weil tatsächlich auch irre viel Arbeit drinsteckt, und zwar für Supercomputer. Also das, was Sie hier sehen, ist ein Resultat, was wir auf dem Höchstleistungsrechenzentrum in Stuttgart auf dem Supercomputer gerechnet hatten. Ja, sehr, sehr spannend. Sie haben ja schon selbst angekündigt, wer Interesse hat, mehr zu erfahren, später im Workshop gibt es die Möglichkeit. Und ich würde sagen, jetzt lassen wir uns das schöne Kunstwerk einfach mal auf uns wirken in der Pause und sehen uns in, ja, ein bisschen kürzer, in 5 Minuten würde ich sagen, wieder zurück mit dem weiteren Programm. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.
Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück aus der zugegeben sehr kurzen Pause. Wir werden jetzt schauen, dass wir etwas stärker im Zeitplan bleiben. Ich hoffe, Sie konnten sich trotzdem etwas erholen und sind nun bereit für den zweiten Teil unserer Veranstaltung. Wir werden 12 Impulsvorträge haben in den nächsten 2,5 Stunden, weil wir einfach so viele Innovationen aus Baden-Württemberg haben, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten. Deshalb machen wir auch direkt weiter mit unserem nächsten Impulsvortrag von Frau Dr. Dilek Gürsoy über den aktuellen Stand der Kunstherztherapie und Forschung. Sie ist Medizinerin des Jahres 2019 und arbeitet täglich daran, Leben wirklich zu retten und zu ermöglichen. Hier ist es sogar als erste Frau in Europa gelungen, eine Kunstherztransplantation erfolgreich durchzuführen. Frau Gürsoy, wir freuen uns auf jeden 3-minütigen Impulsvortrag. Ja, Frau Gürsoy, genau. Schön, Hallo. jetzt sind Sie bei uns. Super. Frau Gürsoy, ich habe Sie gerade schon angekündigt. Wir freuen uns sehr über Ihren kurzen Impulsvortrag. Lassen Sie uns schauen, dass wir in Zeitplan bleiben von etwa 3 Minuten. Wir freuen uns sehr, zu erfahren von Ihnen, was der aktuelle Stand in der Forschung der Kunstherztherapie ist. Okay, alles klar. Entschuldigung, ich habe Sie gerade nicht verstanden, weil Sie, glaube ich, stumm geschaltet waren, aber ist ja nicht schlimm. Ich fange mal sofort an. Also ich bin Herzchirurgin und bin seit ungefähr 2010 an der Entwicklung von einem neueren totalen Kunstherzsystem und einem Linksherzunterstützungssystem beteiligt. Kurz zu erklären, was das überhaupt ist. Bei Patienten, die an einer terminalen Herzinsuffizienz leiden, ist natürlich der aktuelle Standard der Therapie immer noch die Organtransplantation, sprich die Herztransplantation. Aber aufgrund von Mangel an Spendern hat sich schon in den 60er Jahren die Kunstherzforschung etabliert. Aktuell haben wir auf dem Markt ein Linksherz-Unterstützungssystem, das wir implantieren dürfen. Das bedeutet, dass das kranke linke Herz unterstützt werden kann durch ein System, welches implantiert wird und ein Kabel aus der Bauchdecke rausguckt und mit dem Antrieb, der sich außerhalb des Körpers sich befindet, dann angeschlossen wird. Diese Geräte sind schon weiterentwickelt worden, sie sind klein, sie sind geräuschlos und sie sind aber halt noch nicht kabelfrei und das gilt es halt in der Forschung zu ändern. Bei den totalen Kunstherzen ist es so, sie kommen dann zum Einsatz, wenn sowohl die linke als auch die rechte Seite des Herzens so stark erkrankt sind, dass wir keine Zeit mehr haben für eine Organtransplantation und wir dann diese kompletten Kunstherzen implantieren. Wir haben aktuell 2 Systeme auf dem Markt. Eins davon ist aus den 60ern. Es wird pneumatisch mit Luftdruck gesteuert. Das bedeutet eine Lautstärke von 70 Dezibel über die ganze Zeit, 24 Stunden lang und ein Antrieb, der 7 Kilo schwer ist und den der Patient auch die ganze Zeit mit sich schleppen muss. Und das, finde ich, kann es im Jahr 2021 halt eben nicht sein. Seit letztes Jahr im Dezember haben wir auch noch ein weiteres totales Kunstherzmodell. Eine französische Firma hat dies entwickelt. Die ist ziemlich neu, ist sehr vielversprechend. Auch die ist aber von der Größe her sehr groß und kaum in weibliche Organe oder Körper reinzubekommen und auch immer noch mit einem Kabel behaftet. Das ist halt auch so mein Anliegen. Wir haben tatsächlich in diesem Jahrtausend für 26 Millionen Menschen, die an einer chronischen Herzinsuffizienz leiden, auf der Welt. In Europa sind es 10 Millionen, in Deutschland sind es 2,5 Millionen. Nur 1 oder 2 Systeme auf dem Markt, die sie dann erhalten können, wenn eine Notsituation besteht. Und jetzt in der Pipeline sind in der Forschung auch Systeme, die kabellos sein sollen. Das bedarf aber noch ein bisschen Zeit. Es sind sehr vielversprechende Firmen dabei, aber mehr halt aus dem Ausland, wie die Kollegen aus Israel oder aus Australien oder halt eben sehr stark mit dabei ist Frankreich. Hier in Deutschland sind 2 Systeme in der Pipeline, die aber, das weiß ich aus ganz genau, weil ich ja seit 2010 dabei bin, fehlt es halt an finanzieller Unterstützung. Die sind sehr gut ausgereift, die sind schon sehr, sehr weit, aber die letzten Schritte müssen halt noch unterstützt werden. Und das passiert dann halt nicht, weil wir in den richtigen
öffentlichen Plattformen kein Gehör finden, weil es halt so aktuell kein Thema ist. Klar ist es auch noch von der Pandemie noch übertrumpft das Ganze, was ja auch vielleicht richtig ist, aber trotzdem ist kardiovaskuläre Herzerkrankung die Erkrankung Nummer 1 weltweit und das gilt es für mich zu unterstützen. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, das zu tun. Wie gesagt, kabellos, geräuschlos und verschleißfrei über 8 bis 10 Jahre halten, dann haben wir auch eine richtige Alternative für Herztransplantation. Und das ist das Anliegen der kompletten Kunstherzforschung. Und ich hoffe, wir finden bald auch die entsprechende Unterstützung. Ich als Medizinerin bin für alle Firmen da, weil ich für meinen Patienten viele Optionen bieten möchte und nicht nur eins oder jenes oder dieses. Und wie gesagt, das ist unser Hauptanliegen und ich wünsche mir nichts anderes, als das in einem Kunstherzentrum dann zu etablieren hier in Deutschland. Vielen Dank, Dr. Gürsoy. Ich freue mich, später im Gespräch noch etwas mehr über den aktuellen Stand von Kunstherz, an denen Sie forschen, zu erfahren. Und vielleicht können Sie bald Ihre Operation mit Robotern auch durchführen, die Professor Mathis Ulrich gerade entwickelt für die Chirurgie. Sie ist Juniorprofessorin für Health Robotics and Automation am KIT und wird uns jetzt mal berichten, was die Roboter so alles können und wie sie uns in der Chirurgie vielleicht bald auch eine große Unterstützung sein können. Professor Mathis Ulrich, haben wir Sie bei uns bereits? So, jetzt sollte man mich auch hören. Klasse, ich höre Sie und ich sehe auch die wunderbar. Präsentation. Ganz klasse. Dann genau, ich habe hier ein paar Slides vorbereitet, damit Sie auch sozusagen die visuellen Eindrücke mitnehmen können. Wie Sie gerade schon angesprochen haben, geht es hier um lernende Roboter für die Chirurgie. Ich selber arbeite am Health Robotics and Automation Labor am Institut für Anthropomatik und Robotik des KIT. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum sprechen wir überhaupt über Chirurgierobotik? Warum muss man in der Chirurgierobotik automatisieren? Und das hat damit zu tun, dass einfach in 2050 mehr als 17% der Weltbevölkerung über 65 Jahre alt sein werden. Und in Deutschland ist diese Überalterung sogar noch deutlicher. Hierzulande werden in 2050 etwa ein Drittel der Bevölkerung das 65. Lebensjahr mindestens erreicht haben. Und damit kommen natürlich auch allerlei Herausforderungen auf das Gesundheitssystem dazu. Und Roboter können zum Beispiel Operationen effizienter und sicherer machen und damit eben Mediziner und Medizinerinnen unterstützen. Wir am Health Robotics and Automation Labor des KIT arbeiten deshalb an 3 verschiedenen Standbeinen, um Medizinern im Prinzip neuartige Instrumente und Systeme zu ermöglichen, die dann auch wirklich diese OPs, in OPs nutzbar gemacht werden können, um sie effizienter zu gestalten. Zunächst arbeiten wir an minimalinvasiven Medizinrobotern. Das sind, kann sich das vorstellen, ganz flexible und weiche Instrumente, die wirklich im Körper dann durch Sensoren und Aktoren bestückt gewisse chirurgische Aktionen durchführen können. Dann forschen wir auch an roboterassistierter Chirurgie. Und hierüber möchte ich heute ganz kurz sprechen. Das sind insbesondere die lernenden kognitiven Chirurgieroboter, also die Anwendung von maschinellem Lernen in der Robotik, um eine Kooperation zwischen Chirurg und Roboter zu ermöglichen. Und als dritte Säule erforschen wir auch noch assistive Systeme für den OP. Und da beschäftigen wir uns eigentlich mit der Frage, wie können wir die Sensorik so gestalten, dass Chirurgen im OP immer die besten Informationen oder die notwendigen Informationen visualisiert bekommen. Hier ganz kurz zu unserer Vision. Das ist nämlich die Kooperation mit Chirurgierobotern und wir teilen diese Vision mit unseren Kooperationspartnern des Universitätsklinikum in Heidelberg, Professor Müller und Dr. Wagner. Hier auf der rechten Seite sehen Sie Herrn Wagner, wie er gerade eine Operation in der Laparoskopie durchführt. Und das Ziel ist eben, zu dem unteren Bild zu kommen, nämlich dass der Chirurg mit einem Roboter zusammen diese Chirurgie durchführen kann und so extrem effizient und mit hoher Sicherheit diese OPs durchführen kann. Und unsere Idee dabei ist, dass jeder das tun soll, was er am besten kann. Das bedeutet, ein menschlicher Chirurg oder eine Chirurgin leitet und überwacht
durch die Erfahrung, die er oder sie mitbringt, und die Kreativität etwas, was dem Menschen sehr eigen ist. Und dann kann aber der Roboter oder der robotische Assistent eine aktive Unterstützung autonom gewährleisten. Das heißt, unser Forschungsziel hier sind kognitive Roboterassistenten der nächsten Generation, die mit dem Menschen direkt kooperieren. Jetzt muss ich ganz kurz ein Disclaimer machen, nämlich wer kein Blut sehen kann, sollte jetzt vielleicht ganz kurz die Augen zumachen. Denn das Erste, was wir natürlich in der Chirurgie-Robotik machen müssen, ist das Verstehen der chirurgischen Szene. Das bedeutet, wir nehmen zum Beispiel hier solche Videos, die in der Laparoskopie aufgenommen werden und bemühen uns, die einzelnen Organe und Instrumente zu segmentieren, um dem Roboter die Möglichkeit zu geben, also dem technischen System die Möglichkeit zu geben, die chirurgische Szene zu verstehen. Und außerdem müssen natürlich chirurgische Instrumente erkannt werden, um die Relation zwischen Gewebe und Instrument darzustellen. So, und dann können wir diese chirurgische Szene auch in der Simulation abbilden und hier zum Beispiel eine automatisierte Instrumentensteuerung erlernen. Und hierzu benutzen wir Methoden des maschinellen Lernens, wie man hier zum Beispiel in dieser Skizze sieht, das sogenannte Reinforcement Learning. Im unteren Video erkennen wir, wie zwei artifizielle Agenten, also komplett erlernte Agenten, eine Aufgabe in dieser Simulation durchführen. Und dann soll das Ganze natürlich aus der Simulation in das Labor gebracht werden. Dazu haben wir Roboterarme und einen simulierten Operationssaal, wo wir dann an medizinischen Phantomen, also Modellen, solche Operationen durchführen und evaluieren können. Und das Spannende an diesen Methoden ist, dass sie in verschiedenen chirurgischen Disziplinen angewandt werden können. Dieses sogenannte Reinforcement Learning, das sich gerade für die Laparoskopie vorgestellt hat, kann zum Beispiel auch, wie man hier unten auf dem rechten Bild sieht, bei der automatisierten Kathetersteuerung eingesetzt werden. Da geht es dann um eine solche Steuerung, die wir zusammen mit dem Fraunhofer IPA in Mannheim, der Gruppe um Professor Stahlkamp, bearbeiten. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und ich freue mich sehr über eine spannende Diskussion. Ja, die werden wir später haben. Aber Professor Mathis Ulrich, wann kann denn Dr. Gürsol mit einem von Ihren Robotern operieren? Was schätzen Sie, wann wird das sein? Das ist eine schwierige Frage. Ich würde mal sagen, also unser Ziel ist tatsächlich, dass wir in den nächsten 5 Jahren so weit sind, dass wir gewisse Aufgaben in einem Tierversuch durchführen können, sprich in einem Schwein. Mhm. Das ist im Moment unser gesetztes Ziel. Mit unser meine ich das von uns auf KIT-Seite als Informatikerinnen und Ingenieure und auf der Seite unserer Kooperationspartner am Uniklinikum Heidelberg. Und dann sind natürlich noch die Fragen der Zulassung und so weiter, die erst noch geklärt werden. Verstehe. Also es lässt noch ein bisschen auf sich warten, mehr dazu dann später. Aber Ihre Roboter brauchen auf jeden Fall unter anderem viele, viele Daten, um operieren zu können. Und mit Daten beschäftigt sich auch Herr Bade-Witte, denn medizinische Daten können sehr wirkungsvoll sein, um den Fortschritt in der Medizin voranzubringen. Gleichzeitig können sie aber auch eventuell diskriminierend eingesetzt werden. Deshalb setzt sich Herr Bade-Witte mit seiner gegründeten Hippo AI Foundation für Open Medical AI ein, dass alle von diesen Daten gleichermaßen profitieren können. Und wir sind jetzt bereit, von Ihnen überzeugt zu werden, dass Open Medical AI das Genialste ist, was wir tun können. Herr Bade, bitte. Ja. Herzlichen Dank. Also wie gesagt, ich bin der Gründer von der Hippo AI Foundation. Und nachdem ich 19 Jahre als Führungskraft bei SAP und IBM gearbeitet habe, habe ich mich dabei auf die Frage gestellt und versucht, eine Antwort zu finden, wer eigentlich die Vorteile von der KI im Gesundheitswesen am Schluss nutzen wird. Bewegen wir uns von ähnliche Monopolie, die wir gesehen haben bei der Suchmaschinenindustrie oder sozialen Medien, weil wenn man Daten gleichsetzt an Kapital, dann konsolidiert am Schluss die Daten in ein Monopol oder in ein Oligopol. Weil nachher, weil die Plattform dann etabliert ist, bei jeder Transaktion Daten gesammelt werden und diese Daten dann quasi nicht freigegeben werden. Und dann frage ich mich, ist die Zukunft im Gesundheitswesen ein geschlossenes System oder schaffen wir es auf Basis von gemeinsamen Werten, europäische Werte,
die soziale Marktwirtschaft in der Digitalisierung, in der Medizin neu zu erfinden. Bitte zu die nächste Folie. Ich habe dazu die Hippo AI Foundation ins Leben gerufen. Ich muss ehrlich sagen, das ist, glaube ich, die schwierigste Aufgabe, die ich mich gestellt habe. Es ist eine gemeinnützige Organisation, die gemeinsam mit Patienten Kampagnen durchführt, um Daten und Spenden zu sammeln, damit wir ähnlich wie bei Open Source eine globale Community aufbauen können, die lebensrettende Daten quasi und das daraus abgeleitete Wissen liberalisieren, damit wir die Daten im KI, im Gesundheitswesen als ein digitales Gemeingut etablieren können und so gemeinsam mit der Wirtschaft ein offenes Ökosystem aufbauen können. Bitte die nächste Folie. Die Probleme, die wir als Hippo AI Foundation bekämpfen, sind vielfältig. Also wie wieder spreche, dass Daten Handelsware sind im Gesundheitswesen. Daten werden zu einem zentralen Maßstab dafür, ob ein Unternehmen relevant bleibt. Aber was passiert, wenn all diese Erkenntnisse in die Hände von einigen Global Big Tech Unternehmungen überlassen werden? So, die Gegenwart definiert die Zukunft und die Zukunft baut auf das Fundament der Vergangenheit auf. Das heißt, alles, was wir heute tun oder nicht tun, ist das, was die Zukunft für uns alle ausmacht. Und ich glaube an eine florierende Wirtschaft, die auf Basis der Prinzipien von Offenheit und Zusammenarbeit basiert, statt auf Exklusivität des zukünftigen medizinischen Wissens, die wahrscheinlich dann zu Ungleichheit führt. Also für mich gilt es daran, ein Polypoly zu etablieren, anstatt ein Monopoly. Bitte die nächste Slide. Deshalb haben wir eine andere Sicht entwickelt auf Daten. Für uns sind Daten, wenn man das langfristig überlegt in der Medizin, keine Handelsware. Wir müssen uns die Frage stellen, wollen wir die Daten dann ökonomisieren? Und ich glaube, spätestens, wenn unsere Gedanken zu Daten werden, die vom KI und Gehirn-Computerschnittstelle lesbar gemacht werden, spätestens dann werde auch die Letzte verstehen, dass Daten in der Medizin keine Handelsware sind. Bitte nächste Slide. Mit der Hippo AI Foundation möchten wir offene Innovationen für die Medizin fördern und Daten zu digitaler Gemeingüter kreieren, die offen sind, für alle verfügbar sind, sodass wir unabhängig voneinander und von den Vorteilen der KI im Gesundheitswesen profitieren können. Unsere Arbeit sehen wir als humanitär, weil auch diese Daten auch Leben retten können in Regionen, wo es vielleicht keine Ärzte gibt und wo dann kleine Startups in Afrika, wo wir mit im Kontakt sind, dann die Daten genutzt werden können, um dort dieses Wissen dann zur Verfügung zu stellen. Bitte die nächste Slide. Wie machen wir das? Und das war die Schwierigkeit. Wir machen das, indem dass wir mit Patienten und Bürgern zusammenarbeiten und die setzen wir auch im Fokus unseres Handelns. Und wir versuchen die Patienten zu befähigen, eine andere Welt zu schaffen, eine Welt, die eben nachhaltiger und gerechter ist. Und wir haben dazu eine erste Testkampagne gestartet, Victoria 1.0. Victoria ist eine junge Brustkrebspatientin, die sich als Ziel gesetzt hat, die Frauen weltweit die gleichen Möglichkeiten zu geben, die sie hatte, nämlich eine Gen-Typ-2-Variante Brustkrebs über pathologische Bilderkennung diagnostizierbar zu machen. Das heißt, sie arbeitet, sie hat ihre Daten gespendet, ruft andere Leute an, ihre Daten zu spenden und sie arbeitet daran, diese große Victoria 1.0 Datensatz aufzubauen. Zum Schluss das Feedback war großartig. Wir haben große Datenspender bekommen aus 4 verschiedenen Kontinenten, 9 verschiedene Länder und wir haben vor 2 Wochen auch einen von den Top 20 Pharmafirmen überzeugt, in offene Daten zu investieren für eine offene Zukunft. Sie werden mehr dazu vernehmen nach dem Sommer, wo wir eine Kampagne gemeinsam auch mit dieses Pharmaunternehmen weiter aufsetzen werden. Und die Kampagne ist auch offen für alle anderen Pharmaunternehmen. Hier gibt es nichts dran, was intransparent ist. Das heißt, wir finden es wichtig, diese KI und die Daten als digitale Gemeingüter aufzubauen, weil ich glaube, nur so können wir das föderalisierte Europa, wo es eben kein Monopol geben kann, weil wir 27 Gesundheitssysteme haben, erfolgreich machen und weiterhin die Philosophie der offenen Wissenschaft etablieren.
Vielen Dank, Herr De Witte. Es ist ein sehr wichtiges, aber sicher auch schwieriges Vorhaben. Sie haben das selbst schon kurz erwähnt. Wir sind sehr gespannt, gleich im Gespräch mehr zu erfahren. Nun gehen wir über zu unserem letzten Impulsvortrag in diesem Panel. Nicht mehr, was man aus dem Körper rausnehmen kann, sondern was wir dem Körper zuführen. Und zwar forscht Professor Kluger gerade im Biomat-Labor an der Hochschule Reutlingen an Fleisch aus dem Labor, das eventuell bald unsere Ernährung als Alternative ersetzen kann. Ob das wirklich bald kommen wird, ob das eine echte Alternative ist. Professor Kluger, wir sind gespannt, was hier der aktuelle Stand der Forschung ist. Ja, vielen Dank auch für den schönen Übergang. Ich habe mir gerade schon überlegt, wie kommen wir jetzt von IT und Robotik zum Fleisch aus dem Labor, aber das haben Sie ja schon abgenommen. Ich habe überlegt, ich habe keine Folien, ich würde vielleicht ganz kurz mal anfangen mit, was ist überhaupt Fleisch aus dem Labor? Laborfleisch, im Englischen Clean Meat genannt. Die Idee ist, dass wir nicht mehr ganze Tiere töten müssen, züchten und töten müssen, sondern von den Tieren Zellen entnehmen können, die auch weiterleben können und wir im Labor diese Zellen vermehren dann. Das kennt man schon aus dem Tissue Engineering, wo wir Alternativen zum Tierversuch oder eben auch probieren, Organe von Menschen zu ersetzen. So, und hier ist jetzt die Idee, wir züchten, wir nehmen Muskelzellen, wir nehmen Fettgewebezellen und züchten aus diesen Zellen im Labor Fleisch oder fleischähnliche Konstrukte. Wozu sollte ich das überhaupt machen? Es gibt ja jede Menge Fleisch im Supermarkt oder auch beim Metzger zu kaufen. Naja, ich glaube, jeder, der die mediale Diskussion verfolgt, hat schon mitbekommen, dass der Fleischkonsum durchaus auch klimaschädlich ist durch den hohen Verbrauch von CO2, Land, Wasser und eben auch den Ausstoß klimaschädlicher Gase. Hinzu kommt, dass die Menschheit sich vermehrt und zwar sehr stark und wir sehr viel Land verbrauchen, um eben heute diesen Fleischkonsum gewährleisten zu können. Ein weiterer Aspekt ist sicherlich, dass das Fleisch, das wir auf dem Teller haben, nur im seltensten Fall von der glücklichen Kuh von der Weide kommt, sondern dass eben sehr, sehr viele Tiere in einer Art untypischen Massentierhaltung ein sehr kurzes Leben führen und das ist auch nicht gerade schön im Normalfall. So, das heißt also, wir haben hier sowohl ethische als auch klimarelevante Gründe und wir sehen auch einen anderen Trend. Die Zahl von vegetarischen Alternativprodukten steigt ja seit Jahren. Ich glaube, jeder hat es schon im Supermarkt gesehen. Es gibt die Beyond Burger und so weiter. Aber jeder, der das mal probiert hat, merkt auch, okay, das ist ein pflanzliches Produkt, das schmeckt noch nicht ganz so, wie wir das uns wünschen würden, wie wir das vom klassischen Tier kennen. Also das ist so ein bisschen das Feld, in dem wir uns bewegen. Und tatsächlich, bestimmt kommt gleich die Frage, wann können wir das essen? Es ist tatsächlich schon ein Produkt zugelassen, nämlich letztes Jahr in Singapur, Ende des Jahres, können Sie schon ins Restaurant gehen und Chicken Nuggets bestellen und essen. Und die sind auch gar nicht so teuer, die kosten $20. Also das geht eigentlich für das, was für ein Aufwand dahinter steckt. Und ich persönlich bin der Überzeugung, dass dieser Bereich sehr, sehr stark wachsen wird. Und ehrlich gesagt sind wir auch noch gar nicht so lange da unterwegs. Also wir gucken gerade mal seit 2 Jahren in Deutschland, jetzt in meiner Arbeitsgruppe nach diesem Thema. Denn erschreckenderweise ist die Landkarte in Deutschland sehr, sehr wenig bestückt mit Forschungsgruppen, die sich damit beschäftigen. Da können wir noch von unseren Nachbarn lernen, nämlich Israel. Nicht wirklich Nachbar, also Niederlande war jetzt der Nachbar, Israel haben wir auch noch und die USA. Hier sind wirklich jede Menge Start-ups und große Firmen schon am Investieren und ich glaube, wie gesagt, wir müssen wirklich in Deutschland schauen, dass wir hier den Anschluss nicht verlieren. So, ich glaube, jetzt war ich sogar schneller, aber würde hier mal den Punkt machen und den Rest für die Diskussion aufheben. Sie haben meine Frage schon vorweggenommen, deswegen stelle ich eine andere Frage. Haben Sie denn selbst schon ein Fleisch aus dem Labor probiert? Leider noch nicht, weil wie gesagt, das hätte es ja jetzt in Singapur gegeben, aber durch Corona kann man da auch nicht mehr hinreisen.
Verstehe, Es ist absolut. einfach, aber ich würde es tatsächlich gerne mal probieren, denn bislang die Verkostungen sind in sehr kleinem Rahmen bisher nur gewesen. Und da kann man es echt im Restaurant kaufen. Verstehe. Ich dachte, vielleicht wäre das in Ihrem Labor tatsächlich eventuell auch möglich, aber dem ist offensichtlich noch nicht der Fall. Vielen, vielen Dank erstmal an alle Referenten für die wirklich spannenden Einblicke in ihr Wirken. Unglaublich inspirierend, weil Sie alle an Bereiche arbeiten, die unglaublichen Einfluss auf unser Leben, auf unsere Gesundheit haben. Und deshalb glaube ich, ist gerade bei diesen Innovationen auch wichtig, das Soziale mitzudenken. Also mit diesem medizinischen Fortschritt, die wir damit erreichen, können davon alle Menschen profitieren oder werden wieder welche ausgegrenzt? Wer hat Zugang dazu? Und ja, was bedeutet das für unsere Gesellschaft, für unsere Gesundheit? Und entsprechend super spannend, Herr de Witte, was Sie sich da vorgenommen haben. Sie haben es ja vorhin schon kurz anklingen lassen. Das ist das Schwierigste, was Sie sich bisher vorgenommen haben. Vielleicht können Sie uns das nochmal ausführen, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch viel Gegenwind eben gerade von Firmen gibt, die da Interesse haben, ein Marktinteresse hier, ein Businessmodell daraus zu entwickeln. Wie ist es Ihnen bisher ergangen und wie hat Corona vielleicht die Situation auch verändert? Wir hören Sie noch nicht. Einen Moment, Herr de Witte. Vielleicht müssen Sie noch mal kurz... Ja, herzlichen Dank. Es sind eine Menge Fragen. Also vielleicht mal zuerst auf die letzte. Wie hat Corona das beeinflusst? Ich habe während der Corona-Phase sehr stark mit Open Source Communities mich etwas wegfokussiert von unserer Hypo AI Foundation Arbeit, aber Open Source Communities aufgebaut, die sich mit Open Source und 3D-Druck beschäftigt haben. Wir haben dann in 8 Wochen Zeit hatten wir eine Gruppe von 80.000 Mitglieder, die in 42 Ländern nach 8 Wochen 1 Million Stückzahl an Open Source produzierte Güter produziert haben. Und ich habe nie so etwas gesehen. Und was da die Lessons learned war für mich, dass wenn wir einen gemeinsamen Zweck haben, ein gemeinsames Feiern, dann kollaborieren wir, dann arbeiten wir zusammen. Und ich glaube, das, was hier gerade fehlt in der Digitalisierung, ist eine Vision, wie wir die Sozialwirtschaft, die europäische Werten weiterentwickeln in der Digitalisierung, weil wir gerade versuchen, das Modell, was aus Silicon Valley kommt, nachzuahmen. Und wie wir alle wissen, nicht jeder fühlt sich da so ganz bequem, wenn es darum geht, Daten auf einmal zu monopolisieren oder zu digitalisieren. Und ich habe dann verstanden, dass wenn man das aufbaut, dass wir das gemeinsam mit Patienten tun müssen. Wir müssen das sogenannte Grassrooted aufbauen, damit auch die Gesellschaft mit involviert wird, weil ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Thema. Das ist ja kein alleiniges akademisches oder ein industrielles Thema. Und ich habe auch viel angefangen zu lernen aus der Vergangenheit, weil wir hatten die Situation schon mal vor 20 Jahren. Ich weiß nicht, ob jemand sich hier noch an Thaddeus erinnern kann. Das war das europäische Projekt, um eine Alternative zu Google Search aufzubauen, wo man hunderte Millionen in Forschung investiert hat und wo das Resultat ist, dass jetzt 92% der europäischen Bürger sich bei Google suchen, wenn wir etwas zu finden haben. Also Forschung allein nützt nichts, wenn wir es nicht schaffen, offene Standards zu etablieren. Und ich glaube, was ich jetzt zum Schluss, was ich mit der EPI Foundation gemacht habe, ist zuerst sehr stark an die Narrative zu arbeiten. Und jeder, der Yuval Harari gelesen hat, weiß, dass Menschen nur zusammenarbeiten, weil man auf einer Basis von einer fiktiven oder narrativen Story gemeinsam in eine bestimmte Richtung geht und gemeinsam anfängt zu arbeiten. Und das war das Schwierigste, wie formuliert man so ein komplexes Thema, vereinfacht man das. Und das ist jetzt mittlerweile gelungen und wir haben immer mehr und mehr Zugewinner. Und ich habe vor 2 Wochen riesige Freudesprünge gemacht, wo dann ein von die Top 20 Pharmafirmen auf einmal gesagt hat, dass sie investieren werden in auch Daten, die dann quasi an andere Pharmafirma zur Verfügung stehen. Und das könnte schon der erste Schritt sein. Das freut uns sehr zu hören, genau, dass Ihr Vorhaben in die richtige Richtung geht. Was ich mich hier frage, ist das nicht, was Sie tun, eigentlich auch eine Aufgabe der Politik, hier den Rahmen zu setzen? Wie möchten wir solche medizinischen Daten nutzen, steuern? Wer hat Zugriff drauf? Inwiefern sind Sie hier auch mit der Politik im Austausch? Ich war mit der Politik im Austausch, aber was ich dann gelernt habe, dass akademische Krankenhäuser heutzutage in Deutschland auch über Drittmittelverträge exklusive Datenzugänge an die Industrie verkaufen. Und die haben dann Angst, dass Open Source die Fördergelder oder die Drittmittel für die Forschung gefährdet. Und das ist eine sehr kurzfristige Sicht. Und die Politik hat nicht immer verstanden, was Open Source eigentlich bedeutet.
Das ist natürlich wiederum eine nicht so gute Nachricht. Das heißt, hier gibt es noch einiges an Handlungsbedarf. Vielleicht können unsere Politikerinnen, die hier vielleicht zuhören, hier nochmal einen genauen Augenmerk drauf legen. Dr. Gürsoy, Sie haben ja vor kurzem auch hier Ihre eigene Klinik quasi aufgebaut, sehr beeindruckend. Herzlichen Gratulation dazu. Können Sie sich denn vorstellen, vielleicht Herr de Witte, Daten aus Ihrer Klinik zur Verfügung zu stellen für dieses Vorhaben? Ja, absolut. Ne, wir hier in Europa oder in Deutschland ist natürlich Datenschutz ein ganz, ganz großes Problem und lässt auch viele Projekte ja, stehen. Und ich finde, in der Medizin und wenn es um Gesundheit geht, darf es keinerlei Grenzen geben, die in irgendeiner Form für die Gesundheit der Patienten und Patientinnen zugutekommen. Von daher absolut. Und ich bin ja auch wieder beeindruckt, was ich jetzt alles wieder hier höre. Von der Robotik hatte ich natürlich auch schon viel gehört, auch hier vom Fleisch. Das wäre vielleicht eine Option für unsere Tierversuche, wer weiß, ne? Nicht nur fürs Essen, aber unbedingt. Wir müssen alles Erdenkliche tun, um die Gesundheit nach vorne zu bringen der Menschheit. Und wir sehen jetzt wieder mit der Pandemie, wie wichtig das auf einmal alles geworden ist, obwohl es schon viel, viel vorher alles wichtig war. Und wer schon mal in der Ambulanz war als Patient, weiß, dass Datenschutz da auf einmal keine Rolle mehr spielt, weil dann höre ich ja auch schon sehr viel von allen Patienten, wer hat was, warum ist er hier und Ähnliches. Also das ist eine Sache, die ein ganz großes Problem hier ist und da bin ich froh, wenn Herr de Witte sich da noch mehr engagiert, aber es tut er. Klasse, genau. Wenn wir vielleicht mal bei dem Thema, den sozialen Aspekt der Medizin, Innovation bleiben, Dr. Gürsoy. Ich meine, wir haben natürlich viel zu wenige echte Herzen, um sie zu transplantieren. Diese Kunstherzen sind ja vermutlich auch nicht gerade günstig. Wie ist da eigentlich der Stand? Wie viel kostet so eine Operation? Kann sich das jeder leisten? Übernimmt das die Krankenkasse? In welchen Situationen? Und wie wird sich das vielleicht zukünftig mit den neuen Kunstherzen ändern? Also mit den aktuellen zugelassenen Systemen, die wir auf dem Markt haben, ist es so, dass die Krankenkassen das übernehmen, weil es eine etablierte Therapie ist, die ja schon seit Jahrzehnten funktioniert, aber trotzdem ist es eine teure Therapie. Wenn man eine reine Linksherz-Unterstützungsimplantation bekommt, mit Krankenhausaufenthalt vorher, nachher, ist es vielleicht ein Prozess, der eine Operation, die ungefähr 110.000 bis 150.000 Euro kosten kann. Und das geht mit den Kunstherzen noch ein bisschen in die Höhe. Aber ich denke, dass die Hospitalisation, die Patienten, die das vorher durchmachen, ohne Kunstherzen und ohne Linksherzunterstützungssysteme, dem Staat viel teurer ist, als wie wenn sie Kunstherzen bekommen und dann ja quasi für diese Zeit gesundet sind. Weil viele Patienten kommen immer wieder ins Krankenhaus, weil sie Wasser einlagern in die Lunge, weil sie dekompensieren, Luftnot bekommen und Ähnliches. Und mit der Implantation von guten Systemen kommen diese Patienten halt nicht des Öfteren. Und wenn sie kommen, nur zur Nachsorge. Klar gibt es da auch Komplikationen, die aber eine Expertenrunde oder ein Expertenteam viel besser lösen kann als irgendein Kollege, der mit diesen Patienten nichts zu tun hat. Und deshalb müssen wir halt auch mehr Center of Excellences haben, gerade auch in der Kunstherzchirurgie und Therapie. Und dann wird das alles auch viel besser. Und die neueren Systeme legen natürlich auch viel großen Wert darauf, dass sie günstiger angeboten werden. Also die Systeme, die aus Deutschland stammen, und auf den Markt kommen wollen, werden als Produkt, als Equipment nur 10.000 Euro kosten zum Beispiel. Darauf legen wir auch großen Wert, hat aber auch damit zu tun, weil dass Mediziner, die in der Klinik sind, auch an diesen Projekten beteiligt sind und das natürlich auch als Hauptaugenmerk nochmal mitgeben. Und wenn ich jetzt mal ganz weit in die Zukunft denke und vielleicht auch ein bisschen rumspinne, wird es Ihres Erachtens vielleicht irgendwann möglich sein, dass ich mich auch ohne akute Not vielleicht ein neues Herz transplantieren lasse, weil es irgendwann so günstig ist, um dann einfach vielleicht auch länger leben zu können. Ist das ein Thema? Ui, also das sollte man dann doch vielleicht unterlassen, wenn man herzgesund ist und man durch andere medikamentöse oder konservative Therapie einem geholfen werden kann, dann sollte das gemacht werden. Ja? Aber das ist jetzt nur eine Lösung für die Patienten, die wirklich am Limit sind, der Endstation für der terminalen Herzinsuffizienz leiden. Das ist momentan unser Patientengut. Und auch ein absolut richtiger Fokus natürlich. Sie haben ja vorhin schon gesagt, Sie arbeiten auch an einer neuen Generation von diesen Kunstherzen, ohne diese schweren Geräte, die man auch mit sich tragen muss. Wann erwarten Sie hier den Durchbruch? Wann wird es Ihnen gelingen? Oh, ich bin jetzt so an einigen anderen, also nicht nur an dem deutschen Produkt beteiligt, sondern an vielen anderen internationalen Firmen mittlerweile. Und ich merke, es kommt. Also ich hoffe, in den nächsten 5 bis maximal 10 Jahren haben wir deutlich bessere Systeme auf dem Markt,
die kabellos funktionieren, wo die Patienten über eine längere Zeit ohne Anschluss an einen Antrieb dann drumherum laufen können. Also da kommt vieles noch auf uns zu, Gutes zu. Wie gesagt, es braucht nur die entsprechende Unterstützung, die finanzielle tatsächlich, weil wir haben gute Ingenieure, wir haben gute Chirurgen, die das alles implantieren und entwickeln können. Nur braucht es halt den entsprechenden Push, vielleicht auch schon von der Politik, wie Sie schon erwähnt haben. Nicht vielleicht, sondern ganz sicher sogar. Mhm. Ja, das wäre natürlich klasse, wenn Sie dann in 5 bis 10 Jahren Ihre neuen Kunstherzen direkt dann mit den Roboter von Professor Mathis Ulrich implementieren können. Das wäre natürlich ein klasse Ergebnis. Jetzt mal vielleicht noch bei Professor Kluger. Ich meine, Operation ist ja quasi auch etwas, was man verhindern möchte. Das ist so der letzte Schritt, wenn nichts mehr geht. Aber natürlich versuchen wir auch alle auf eine gesunde Ernährung zu achten. Jetzt haben Sie gesagt, das Fleisch aus dem Labor kann kostengünstiger sein, ist klimaschonender. Kann es denn vielleicht auch gesünder sein? Gibt es hier irgendwelche Langzeitstudien, die laufen zu den Auswirkungen? Tatsächlich erschreckenderweise gar nicht, ja. Also das ist auch immer mein Appell, wenn jetzt hier wirklich Politikerinnen und Politiker sind. Ich finde das bei dem ganzen Feld äußerst paradox, so als Wissenschaftler, dass hier die Firmen praktisch die Wissenschaft überholen. Also mir fehlen hier total Daten und Fakten. Es ist eine sehr junge Technologie. Auf der anderen Seite gab es schon vor 10 Jahren Ansätze. Und in Deutschland, wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, warum da gar keine Fördermittel reinfließen. Wir haben jetzt angefangen, dass wir hier Wissen schaffen möchten. Gemeinsam mit der Universität Hohenheim schauen wir eben, wie gesund ist das, was für Nährstoffe sind da drin. Aber das hat noch kaum einer gemacht. Oder wenn, dann kommt man nicht an die Daten, weil das von den Firmen ist. Und dann kommt man eben nicht dran. Also das ist ja für den Verbraucher oder die Verbraucherin dann wirklich auch entscheidend und wichtig. Also deswegen Appell, bitte, wir müssen hier von wissenschaftlicher Seite auch Daten erzeugen. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir hier gesundes Fleisch herstellen können. Wir können das ja im Labor maßschneidern, wir können Folsäure für Schwangere reinmachen, besser kaubares Fleisch für die Seniorinnen und Senioren in Pflegeheimen. Also da ist eine riesen Bandbreite, aber wir müssen ja erstmal grundlegend wirklich das erforschen und Wissen schaffen. Ja, das heißt, wir sehen, es gibt natürlich schon sehr viel Open Innovation, sehr viel Austausch in unserem Land, auch sehr viele Programme, aber es gibt weiterhin sehr viel Bedarf hier, die Themen in der Zukunft voranzutreiben. Jetzt bei dem Thema Fleisch, ich meine, Ihr Aspekt ist dann durchaus ein sozialer, den Sie anstreben, klimaschonend, günstigere Bereitstellung dieser Lebensmittel. Gilt das denn für alle Spieler in dem Markt? Es gibt ja auch Startups, die quasi diese Produkte bereits auf den Markt bringen. Gibt es auch Spieler, die das eher marktwirtschaftlich als Marktmodell quasi ausnutzen? Naja, ich denke, jede Firma, die sich gründet, will irgendwie Gewinn machen, sonst wäre es, glaube ich, irgendwie widersprüchlich. Ich sage immer, also ich bin ja von der Hochschule, von daher, wir haben auch gar kein Produkt. Ich sage immer, letztendlich entscheiden die Verbraucher ja. Also auch bei den vegetarischen Produkten, ich erinnere mich da selber dran, vor 10 Jahren hat man das noch belächelt, wenn einer mit so einem Tofu-Würstchen daherkam und den bemitleidet oder die meistens. Und heute essen das viel mehr Menschen. Also es ist einfach eine weitere Möglichkeit, die in den Markt kommt. Verbraucherinnen und Verbraucher werden das entscheiden. Und ich persönlich kann sagen, ich habe schon ziemlich viel Zuspruch erhalten, gerade in den letzten Jahren, dass das auch viele mal probieren würden. Und why not? Ja, und das Interesse an dem Thema ist tatsächlich da. Wir haben eine Frage aus dem Publikum und Sie sagen, genau, Konsumenten steuern das, deswegen ist auch nach den Kosten gefragt. 1 Kilogramm Fleisch, was in Ihrem Labor gezüchtet wird, wie viel wird es kosten? Können Sie da schon irgendwas absehen? Also im Moment ist das noch sehr, sehr teuer, weil wir, wie gesagt, hier noch dran arbeiten, wie wir das upscalen können. Aber ich kann mal das Beispiel machen von dem Mark Post. Das war der erste, der sehr medienwirksam hier Fleisch verkostet hat, 2013. Da hat dieser Burger Patty so rum, der hat damals 250.000 € gekostet, also als Labormaßstab gezüchtet. Inzwischen sind die auch bei $20 oder so, sagen sie. Heißt, das ist natürlich das große Ziel, hier in Preiskategorien zu kommen, wo man insbesondere auch dann wirklich den sehr preisbewussten Konsumentin anspricht. Aber ist noch ein langer Weg, ist noch viel zu tun. Es wäre schön, wenn wir auch in Deutschland hier mitmachen würden.
Ja, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Das habe ich zufällig heute gelesen, dass die Merck KGaA zusammen mit TU Darmstadt wohl auch an Geräten zur Herstellung von Kunstfleisch arbeitet. Sie nicken schon. Was ist da anders im Ansatz? Steht man da im Wettbewerb oder gibt es da vielleicht auch Austausch zwischen Ihnen? Also tatsächlich habe ich mit dem Kollegen in Darmstadt letzte Woche schon Kontakt aufgenommen. Sehr gut. Also es ist so, ich vergleiche das immer ein bisschen mit der Automobilentwicklung, auch wenn es vielleicht nicht ganz technisch passt, aber wir befinden uns jetzt gerade bei diesem Automobil mit den Holzrädern in der im Innovationsstadium. An diesem Prozess, das Fleisch im Labor herzustellen, da kann man an jeder Stellschraube noch unglaublich viel erforschen und optimieren, von den Zellen über die Medien, über das Scale-up, über die Fertigung von den Konstrukten, später Geschmack, Nährstoffe. Also man kann einfach überall noch richtig viel machen. Und die Kollegen in Darmstadt, die beschäftigen sich jetzt mit einer bestimmten Drucktechnologie, um das in so einen industriellen Maßstab zu bringen. Sehr spannend, aber wie gesagt, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Finde ich sehr spannend und wir werden das ganz gespannt verfolgen. Wenn ich irgendwann mal das erste Fleisch aus dem Labor im Supermarkt sehe, werde ich sicherlich an Sie denken. Jetzt möchte ich aber tatsächlich, weil ja Open Innovation unser heutiges Thema ist, nochmal eine klare Brücke dazu schlagen. Und ich glaube, bei Open Innovation denkt man klassischerweise eher ein bisschen stärker an die Wirtschaft und ein bisschen weniger an die Wissenschaft. Aber in Ihren Anwendungsfällen, ich glaube, da gibt es auch ganz, ganz viele Open Innovation Ansatzpunkte, an denen Sie arbeiten. Zum Beispiel Professor Mathis Ulrich, Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass Sie für Ihre Roboter ja auch Informatiker, Ingenieurinnen, Chirurgen brauchen, also interdisziplinäres Team. Wie haben Sie das Team denn zusammengefunden und wie funktioniert hier diese Art von Open Innovation in dem Forschungsbereich? Ja, also Open Innovation in unserem Bereich ist natürlich wahnsinnig wichtig. Ich denke erstmal, die Robotik an sich ist schon so ein bisschen ein Zusammenschluss verschiedener Technologien. Und wenn es jetzt noch um Robotik für Medizintechnik geht, für Chirurgie geht, dann müssen da noch viel mehr Expertisen mit zusammenkommen, um wirklich das volles Bild draus zu machen. Und ich möchte hier vielleicht nochmal den Bogen schlagen, auch zu den Daten. Alle haben schon über Daten gesprochen und ich finde auch gerade dieses Bewusstsein für Knappheit von Daten, gerade in der Medizintechnik, das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt ist es aber so, dass wir natürlich, um Daten überhaupt erzeugen zu können, oder diese Daten müssen ja nicht nur existieren, sondern die müssen auch zum Beispiel annotiert sein. Wir müssen wissen, was diese Daten zeigen. Sie müssen eine hohe Qualität haben. Also es geht nicht nur um viele Daten, sondern auch um die Qualität der Daten. Und die Qualität kann natürlich nur gewährleistet sein, wenn zum Beispiel medizinische Experten, wie ich in einem der Beispiele gezeigt habe, die Organe segmentieren, vorsegmentieren und uns Technikern im Prinzip sagen, das hier ist Leber, das ist Gallenblase, das läuft gerade gut, das läuft gerade schlecht. Dazu braucht es natürlich aber auch sehr gut ausgebildete medizinischen Nachwuchs, der auch die Technik irgendwo versteht. Und andersrum, damit gerade hier bei mir zum Beispiel am Institut meine Promovierenden verstehen, warum sie eigentlich Roboter mit gewissen Daten füttern müssen, beziehungsweise was diese Roboter überhaupt tun sollen, müssen sie natürlich auch ein medizinisches und chirurgisches Verständnis haben. Deshalb plädiere ich ganz stark dafür, dass wir schauen, dass wir eine interdisziplinäre Ausbildung vom medizinischen und technischen Nachwuchs bieten können. Und das geht natürlich nur, indem in der Forschung auch verschiedene Expertisen wirklich eng zusammenarbeiten. Und das fängt an damit, dass man eine gemeinsame Sprache sprechen muss, als auch dass technische Promovierende zum Beispiel einmal ins OP gehen müssten und einfach mal zuschauen, wie funktioniert denn so eine OP. Ja, das erinnert mich ein bisschen an den Impulsvortrag von Dr. Schumann, wo sie gesagt hat, in Israel ist es ganz selbstverständlich, zwischen Disziplinen zu wechseln. Und wir merken ja auch an ihrem Beispiel, dass vieles sehr eng verzahnt ist. Und es hilft deshalb sehr häufig, mal über den Tellerrand hinauszuschauen und nicht nur in dieser eigenen Silo als Experte zu verbleiben. Kooperieren Sie denn auch schon mit Unternehmen, die dann diese Roboter auch produzieren? Oder ist das der nächste Schritt? Wie weit sind Sie da?
Wir kooperieren auch mit Unternehmen, während es bei uns natürlich schon noch einen Schritt weiter oder ja, es ist ein ganzes Stück weiter, bevor wir diese Roboter wirklich in die Realität überführen können. Wie gesagt, ich habe jetzt erstmal so einen Zeithorizont von 5 Jahren für erste In-vivo-Studien angegeben. Allerdings arbeiten wir natürlich in verschiedenen Projekten auch mit, insbesondere mit KMUs, wo dann verschiedene Aspekte, die wir in diesem großen Konglomerat der Robotik erforschen können, dann auch von den Unternehmen gestützt und auch genutzt werden können. Ja, super. Dann drücken wir auf jeden Fall weiterhin die Daumen, auch in Ihrem Bereich, dass es bald vorangeht und wir mal ja, bei der Chirurgie Roboter von Ihnen einsetzen können. Sind wir auch sehr gespannt darauf. Dr. Gürsoy, Sie haben schon ein bisschen anklingen lassen, dass Sie auch mit Unternehmen zusammenarbeiten an der neuen Kunstheitsentwicklung. Wie läuft die Zusammenarbeit hier ab? Gibt es da auch teilweise Interessenskonflikte oder arbeitet man tatsächlich sehr zielgerichtet zusammen? Ja, also im Team, wenn es um ein Kunstheitsmodell geht, ist es natürlich auch ein Unternehmen, also im OP, und wenn ich für eine Firma operiere, sind wir natürlich ein Team. Muss auch so sein. Ich operiere mit Veterinärmedizinerinnen, Ingenieure sind im OP mit dabei und natürlich auch andere Fachrichtungen. Und es muss ein ganzes Miteinander sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Was mich aber maximal stört als Medizinerin ist, dass das halt zwischen den Unternehmen immer ein großer Konkurrenzkampf ist auf Kosten der Patienten. Wenn die sich halt zusammentun würden wir viel schneller vorankommen und würden schnell diese Produkte auch auf den Markt bringen können. Nur ist jeder, gerade auch in der Herzchirurgie, ein bisschen so auf dem eigenen Ego-Trip, und das missfällt mir natürlich. Das versuche ich mit dem Wissen, das ich mir jetzt sammle von jedem einzelnen Projekt, das zusammenzutun in meinem Kopf, aber ich darf es niemandem, dem Gegenüber, nicht erzählen. Das ist halt ein bisschen doof und ich finde das halt sehr, sehr schade, und da muss halt mehr geschehen. Und da finde ich, ist es halt umso wichtiger, dass das auch zu einer Sache der Regierung wird, dass sie das in die Hand nimmt und sagt, okay, hier ist ein Produkt, hier wollen wir das fördern für die Gesundheit der Menschen, also bitte arbeitet gefälligst zusammen. Das ist natürlich international ein bisschen schwierig, aber das wünsche ich mir und hoffe, das mit meiner Art und Weise so ein bisschen im OP zu verbessern. Ich glaube, ich schaffe das auch so ein bisschen, aber das ist auf der einen Seite sehr schade, aber wie gesagt, wenn wir in einem Team für ein Projekt arbeiten, dann sind wir ein Ganzes, und das ist sehr wichtig, ja. Ja, da sind wir wieder bei diesem Thema, was wir vorhin schon hatten, dieses Spannungsfeld zwischen Wettbewerb und Zusammenarbeit, wo auch viele Teilnehmer natürlich Bedenken haben, werde ich aus dieser Kooperation gestärkt oder mit Verlusten rausgehen. Und hier sehen wir wieder erneut einen Appell an die Politik, dass sie hier vielleicht ein bisschen stärker steuern muss, auch zwischen Politik, Wirtschaft und Forschung gemeinsam Open Innovation tatsächlich voranzutreiben. Und Dr. Gürsoy, Sie haben auch eine Frage aus dem Publikum bekommen, ob man Sie irgendwie dabei unterstützen kann. Sie haben ja schon erwähnt, es fehlt natürlich auch an Finanzierung. Das ist vielleicht auch wiederum ein Punkt an die Politik. Ich weiß jetzt nicht, wer das geschrieben hat, ob das eine Firma, Einzelperson, aber wie kann man Sie unterstützen, Dr. Gürsoy, dass wir schneller vorankommen, außer dass die Politik eingreift? Ja, unterstützen ist, also gerade auch für die deutschen Produkte spielt der nationale Stolz natürlich auch eine ganz große Rolle bei mir, da ich ja in diesen Projekten, die ja in der Pipeline stehen, seit 10 Jahren dabei bin. Mich selber persönlich kann man nur insofern unterstützen, dass man diese Projekte unterstützt finanziell, damit wir vorankommen und halt für die Patienten eine bessere Option bieten. Aber diese Firmen sind auch bekannt. Wenn man, ich will die Namen jetzt hier nicht nennen, weil ich das als Medizinerin nicht machen will, sonst müsste ich alle Namen nennen. Aber die deutschen Produkte sind bekannt. Man kann mich auch persönlich anschreiben, dann kann ich sie auch nennen, wo man anschreiben und anfragen kann. Klasse, das heißt, die Interessierten sind herzlich eingeladen, im Nachgang Kontakt mit Dr. Gürsoy aufzunehmen. Und Professor Kluger, Sie arbeiten, glaube ich, in Ihrem Bereich interessanterweise sehr eng mit Studenten und Startups zusammen, wenn ich das richtig gelesen habe. Wieso ausgerechnet Startups und Studierende? Sind die da offener für diese neue Technologie oder was für einen Hintergrund hat das? Also, ich weiß nicht, wo Sie das gelesen haben. Wir haben eigentlich schon immer viel mit Studierenden zusammengearbeitet. Ich komme ja aus dem Tissue Engineering für die Biomedizin als Alternativen zum Tierversuch, und da ist immer großes Interesse bei den Studierenden da. Viele sind ja sehr zukunftsorientiert und gesellschaftlich interessiert, von daher war das schon immer so.
wir haben auch, das haben Sie jetzt nicht erwähnt, aber ich erwähne es auch, eine langjährige Kooperation mit einer sehr kleinen Firma, die eben sich vor allem auch mit Medienherstellung ohne fötales Kälberserum beschäftigt. Die ist sehr, sehr gut. Es ist nur so, dass solche kleinen Firmen, die also wirklich, sagen wir mal, 10 Mitarbeitende und weniger haben, sehr schwierig an Förderprogrammen teilnehmen können. Und da kann ich auch die Brücke schlagen zu den Startups. Die sind ja per Definition auch meistens immer noch etwas kleiner. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, da eine Förderung zu finden. Entweder müssen die Eigenmittel haben, ja, oder dann wird es wirklich sehr schwierig. Warum Startups? Naja, wir wurden jetzt von einigen Startups angefragt. Es tut sich auch was in Deutschland. Im letzten Jahr gab es einige Gründungen. Allerdings ist es ein sehr komplexes Thema. Sie brauchen eigentlich breite biotechnologische Kompetenz von Zellbiologie über Medien, über Bioreaktoren, vielleicht noch 3D-Druck und so weiter. Das haben viele gar nicht. Also ich habe schon ein paar Fragen gekriegt, ob ich nicht Scientific Advisor werden möchte. Und deswegen landen die natürlich öfter mal bei uns. Aber wie gesagt, es ist dann gar nicht so einfach zusammenzuarbeiten. Die haben die Investoren, dann kann man wieder nicht an den Ausschreibungen teilnehmen. Also Das da wäre ist schön, wenn es noch unkompliziertere Instrumente geben würde. ja definitiv. Und das war genau mein Punkt. Also mein Punkt war eher, was da auch für Unterschiede gibt, wenn man mit kleinen Unternehmen, mit Startups zusammenarbeitet. Sie haben natürlich wenige Ressourcen, es sind viele bürokratische Hürden. Die Ministerin hat schon gesagt, die müssen wir unbedingt abbauen. Aber haben Sie sonst noch Unterschiede in der Kooperation gemerkt? Sind Startups vielleicht mutiger im Denken und sagen, da gehen wir mal ganz neue Wege? Oder sind sie vielleicht auch teilweise unprofessioneller unterwegs? Können Sie da Unterschiede merken in der Also ich würde Kooperation? nochmal unterscheiden zwischen kleinen Firmen, die schon viele Jahre erfolgreich sind, aber einfach eine gewisse Mindestgröße nicht haben. Da haben wir, wie gesagt, schon seit, ich glaube, 8 Jahren eine gute Kooperation. Das Tolle ist, man hat wirklich den gleichen Ansprechpartner und beschäftigt sich über viele Projekte hinweg mit Themen. Also da sind bei uns auch wirklich schon Produkte entstanden, dass man jetzt definierte Medien kaufen kann bei der Firma. Bei Startups ist natürlich schon so ein bisschen die Findungsphase noch und meistens haben die ein sehr dickes Programm, was sie innerhalb kurzer Zeit absolvieren müssen. Das macht spannend, macht es vielleicht aber auch ein bisschen kompliziert. Super, vielen Dank, Professor Kluger. Jetzt rennt uns die Zeit wieder ein bisschen davon. Es gibt aber noch eine Abschlussfrage an Herrn de Witte. Welche Überraschung, natürlich kommt beim Thema Daten noch eine Frage zum Datenschutz. Und zwar möchte ein Zuschauer wissen, wie ist der Zugang zu Ihren Open Patient Data in datenschutzrechtlicher Hinsicht geregelt? Ja, wir haben verschiedene Datenspender, die auf aller Ebene, also wo wir das Thema Datenschutz sowohl aus ethischer Sicht als auch aus rechtlicher Sicht analysieren. Das heißt, das sind Projekte, die wir aufsetzen. Und da wird geklärt, ob der Consent vorhanden ist, um diese Daten aufzubauen. Wir haben aber mit Brustkrebs jetzt mit einem, sage ich mal, unkomplizierten Datensatz angefangen, weil wir nur mit pathologischen Datensätzen und Metadaten arbeiten, die völlig anonymisiert werden können. Das ist nicht bei allen Art von Daten der Fall. Aber wir werden das deshalb pro Projekt anders aufsetzen müssen, weil wenn ich zum Beispiel Mammografiebilder nutze, dann kann das reidentifiziert werden. Das heißt, das muss dann vielleicht synthetisiert werden. Also jedes Projekt, was wir aufsetzen, ist zu analysieren und jeden Datenspender, also wir bekommen keine Einzeldatenspende jetzt gerade, wir bekommen die von größeren Institutionen gespendet und das wird geklärt. Wir haben Anwälte, wir haben Ethiker und das wird genauso wie ein anderes Projekt aufgesetzt und wir sind im Moment noch nicht so transparent, weil wir die Ressourcen noch nicht haben, aber wir planen auch nach Abschluss dieses Projekts alles, was wir erschaffen haben, unter eine Creative Commons by Attribution-Lizenz als Open Source zur Verfügung zu stellen, damit jeder dieses Projekt auch wiederholen kann für sich selbst. Also mein Ziel ist wirklich diese Projekte, diese Schwierigkeiten, die wir haben, auch das zu offenes Wissen zu machen, damit wir eine Beschleunigung hinbekommen für globale Datensätze. Weil ich glaube, wenn wir in Deutschland jetzt deutsche Datensätze aufbauen und dann wir KI anwenden, und dann ein Patient kommt, die zum Beispiel aus Asien kommt, die eine andere Leberform hat, so rein schon mal anatomisch, dann haben wir eine Diskriminierung. Das heißt, das Thema kann ja nur global gelöst werden und das kann nicht in Deutschland oder in Europa allein gelöst werden. Wir brauchen
globale offene Standards, da haben wir einen Appell zu die Politik. Und da ist der Hebel, wenn man ausschreibt in Krankenhäusern, versuchen wir dann bitte offene Standards zu etablieren in die Ausschreibungen, die dann verlangen, dass die Algorithmen und die Daten offengelegt werden. Und nur so kriegt man Open Standards hin. Absolut. Und wenn Sie mal jemand brauchen, um dagegen zu treten, Sicherheitstechnik, können Sie sich ja vielleicht an das Team von Dr. Schumann wenden, diesen Experten, was IT- und Cybersicherheit angeht. Und das finde ich so spannend, auch heute bei unseren Referenten. Da gibt es schon ganz, ganz viele eigentlich spannende Anknüpfungspunkte. Vielleicht kommt ja tatsächlich mal eine Kooperation zwischen Ihnen zustande. Dr. Gürsoy, Professor Matthias Ulrich, fände ich auch eine spannende Kombination. Wirklich beeindruckend, woran Sie tagtäglich arbeiten mit so viel Leidenschaft. Vielen Dank für die spannenden Einblicke in Ihr Wirken und weiterhin ganz, ganz viel Erfolg dabei. Dankeschön. Herzlichen Dank. Danke. Danke, aber ich glaube, wir sind draußen. Bei uns jagt heute eine Innovation die andere und wir haben als nächstes mit Dr. Stella Brosh, CEO von Envision, heute auch einen englischsprachigen Referenten bei uns, der uns in seinem Impulsvortrag etwas über the new generation of quantum enhanced MRI agents erzählen wird. Dr. Brosh, do we already have you online? It's really great to have you here today. And if you are ready, the digital stage is yours. We are not able to hear you yet. Now you can hear me. Great. And the screen is on. Great. So, Dr. Brosh, we are very excited to hear more about your disruptive innovation from Envision. Thank you so much. So very happy to be here this afternoon with you in this Innovation Congress. Let me tell you a bit about Envision and what we do. Just try to come back to, yes, good. So Envision is a company based in Ulm, in BW. As you all know, this is the last photo we could take where everybody could not social distance, but that was probably almost a year and a half ago. We now grew significantly. We're now 40 employees. We're funded by tier one investors from Silicon Valley, Germany, Israel. A very mixed amount of investors. Also, the team is very international, coming from almost 9 countries nowadays. We also won several public funding. We're very fortunate to win several quantum-related funding in Germany and in Europe, like the Quantum Flagship in Europe and the Kemu Innovative in Germany. And we're collaborating with different clinicians, MRI scientists, industry in everything related to the use of our quantum enhanced materials in the future clinic. So quickly about what we do. MRIs are powerful and ubiquitous. We've got over 50,000 MRIs out there. We've got 100 million scans with MRIs done every year, and around 30 million of these done with contrast material. The most prevalent, maybe the only contrast material that we have today in the clinic for MRIs is called gadolinium, which is a metal that you see over here. Basically, this metal enhances water, makes water more apparent in MRIs. So basically what we call contrast enhanced. It makes things more visible. So MRIs give you this really nice anatomical imaging with the enhanced material. It makes it even more clearer, but it doesn't give you any information about tumors. Or if you see something here, for example, here on the left, you see the MRI without the contrast material. On the right side, the MRI with the contrast material. But what do we know about this tumor? Is it a tumor or not? Is it just maybe an inflammation? Maybe it's something else. Is it aggressive or not aggressive? How aggressive it is? Will it respond to treatment or not respond to treatment? Is it still gone after we treated it? Is it still gone? So all these questions are very difficult to answer today with MRIs, with standard MRIs. And this is what we're trying to do here at Envision. We're trying to turn MRIs from the anatomic imaging modality that they are today, where they only show the anatomy, and turn them into a metabolic imaging modality that would look into the inner workings, the molecular level of tumors. The way we do this is we use what's called quantum enhancement. We take sugars, all right, sugar-like molecules,
and we enhance their signal almost 100,000 times. So we take sugars that usually MRIs cannot detect, and we impart spin. We make their nuclear spins 100,000 times more oriented in a specific direction, in a way that the MRI can notice them. And then these will be injected to patients undergoing standard MRI. So basically the entire thing is based on quantum manipulation. We take nuclear spins of molecules and we direct them in a single direction in order for them to be visible to the MRI. They become magnetized, and then the MRI can detect them. Once they're enhanced, they go into the tumors because tumors take a lot of sugar. They go into the tumors and they light up basically to the MRI. So you can see exactly where tumors are located. And not only that, you can also see how aggressive they are, because we know basically we can track them and see what those sugars are turning into. And using the MRI intrinsic capabilities, we're able to say how aggressive a tumor is. So more yellow means more aggressive. You see in the periphery areas which are less aggressive, and so on. So this is really a revolution of use of MRIs. We imagine that in the future there will be, next to these MRIs in advanced centers, there will be our device, the quantum enhancer, that is able to take sugar-like molecules, turn them into enhanced sugar-like molecules that are visible to the MRI, and then they'll be used like any other contrast material with patients. This will open the road for step-up applications. So earlier detection of tumors, because all those changes happen before the macroscopic changes. Before we see them on MRI, we see the metabolic changes in tumors. This would lead to non-invasive metabolic characterization of tumor aggressiveness. So basically, without using biopsies, we will see how aggressive a tumor is. And lastly, it will give us a good indication whether treatment is working or not, again, because you can see into the molecular level of a tumor and not just looking at how it looks like. This is, for example, one of the first applications we're working on in prostate cancer. Prostate cancer is a major problem. 2 million men go every year into the process of being diagnosed with prostate cancer. Today, MRIs, multiparametric MRIs, the best MRIs there are, only provide you with the anatomic imaging, which is not enough to avoid biopsies. With our technology, we'll be able to map the prostate and see exactly areas of tumor metabolism and where tumors are, where tumors are more aggressive versus where tumors are less aggressive. And this would hopefully one day would prevent the need of biopsies. To summarize it, we're developing a new generation of contrast material, which is better than the existing contrast materials. It gives more information. It's safe. It's not radioactive, and it just really has the ability to step up the capabilities of clinicians in terms of imaging. Our goal is to push for first in human use by the end of next year. We're working with different hospitals in the US, here in Germany as well, of course. And the longer term goal is that by 2023, 2024, to start large cohorts of patients with clinical trials focused on specific applications that we see have the most impact. That's it. I'll stop here. Thank you so much, Mr. Brosch, for presenting this disruptive innovation. Very, very interesting. And this innovation also has a close linkage to the state of Baden-Württemberg, because I think several or maybe all the founders of Envision are actually Germans, right? And you are located in Ulm. So that's a connection also to our today's event. Is that correct? Correct. So we are we're very fortunate to be here in this region. I think this region, we have 3 co-founders who were here at Ulm University, Professor Fedor Jelecko, Professor Martin Plenio, and Eli Schwartz. All of them grew here in the university, developed the underlying technology that led to this future product. And also we also have access. Yeah, sorry, go ahead. Oh, sorry for interrupting. I see also from your slide, we have seen you have a lot of partnerships, cross-country, cross-institution. Also, your team seems to be very international. So, yeah, we have a photo here. Great. Still missing some women, maybe, but very cool to see. And so how is this diverse team and this cooperation supporting you being innovative?
Yeah, so I think it's extremely important, right? First of all, the combination between academia and industry, the ability to spin off companies and to take a technology that was developed in a university, but then to really put a team, an interdisciplinary team of engineers, material scientists, chemists, physicists, all together in order to turn this from an idea, from a paper, right, into a true product. That requires a lot of diversity within the team. We also managed to bring a very international team, spanning from the west coast of the US all the way to Lebanon, to bring them all together here. Of course, the majority of the team is still German, but I think what's great about the team is diverse. You're right about not having enough women in the team, and of course, we're making a lot of effort to bring women from the exact sciences departments and areas into the team. I think we've got several on the team, several women on the team that are making immense impact on our product. But are there also challenges with such a diverse team, and how do you solve it? Are there some misunderstanding, cultural misunderstanding, maybe also some funny ones, or is this not a issue? So I think it's actually the tension between the cultural differences that creates, I think, the strength of this company. So there's a big team of Israelis in Envision, and then of course a big team of Germans. And I think that combination is actually the one that's pushing us forward. I think Israelis turn to be a little bit, want to go faster, kind of really want to push faster without looking at all the big, kind of all the other implications of the work. And then I think from the German side, there's always kind of the need to, okay, let's first make sure that it's working, that it's safe, that it's going to be robust. And I think that tension is really providing what we need as a company to eventually deliver a good product. Yeah, I think that's something we already heard before from Dr. Schumann. I guess you were not able to understand, but she was talking about German and Israeli cooperation, and also mentioned the Germans to be very cautious and well planned. And but it really great to hear how this works perfectly out in such an international team. So if you sum it up now, maybe in like a classical consulting slide, I guess you were in consulting before, the 3 big advantages of Envision's product, what would it be? Yeah, I just want to say one thing about the German Israelis, that I don't want it to come across as if the Israelis bring the creativeness and Germans are bringing the cautiousness, because that's not true. I think they're both bringing a lot of creativeness to the table. I think we have a bright people here of Germans who bring extremely highly innovative ideas. So I just want to make sure that we don't stick to that stigma, because I don't think it's correct. About the 3 things that we will bring to the table. So we will bring a new generation of safe, non-radioactive, non-toxic imaging agents to the market. They will be able to provide a wealth of information, clinical information about cancers and other pathologies that's currently not available through imaging. So how aggressive a tumor is, how dangerous it is, will it react to treatment or not? And the third thing is that we will be able to manage the cost in a way that it will be even cheaper than the current modalities today in the market for metabolic imaging, even twice as much as cheap. So I think in the context of the sustainability of this conference, it's important to say that we are trying to really minimize the costs here and not build more cost on the healthcare system. Yeah, reducing costs is always a good thing, especially in the medical area. So I think you mentioned before you are still in the development. So when will your first product be ready for the market? When can we expect that? Yeah, so we are working to launch the product for human imaging next year, and then start large scale clinical trials, which means that it will take us another 2, 3, 4 years until we'll be able to fully approve this for a market. So basically for use in the clinics. Nevertheless, I believe that the impact we will start seeing through the research and understanding of cancers will start to be shown already in the next 18 months to 2 years. Yeah. Sounds really good, Mr. Brosch. We wish you good luck with this awesome work, and thank a lot for taking the time. Thank you so much for inviting me. Thank you.
Ja, ich hoffe, Sie sind genauso begeistert wie ich, wie viele kluge Köpfe und Innovationen in unserem Land steckt. Und wir verlassen jetzt mal den Bereich Biotech and Health und gehen nun über zum Thema Nachhaltigkeit. Und unsere nächsten 4 Referenten werden uns mal berichten, was sie hier in diesem Bereich gerade an spannenden Projekten und Innovationen arbeiten. Und den Start macht Dr. Dorothea Helmer, Wissenschaftlerin am Institut für Mikrosystemtechnik der Universität Freiburg. Sie ist auch CEO der Glasoma GmbH, die den European Innovation Council Accelerator gewonnen hat. Und das Team hat eine neue Spritzgussformtechnologie entwickelt, um Glas bei Raumtemperatur zu formen. Wir können sehr gespannt sein. Ja, vielen Dank, Frau Weng. Ich hoffe, man kann mich hören und sieht die Folien. Ich höre Sie und die Wunderbar. Folien kommen sicherlich auch gleich. Okay, dann hoffe ich, dass Sie mittlerweile zu sehen sind, weil Ja, ja, wir jetzt sehen Sie. wunderbar. Okay, ja, vielen Dank für die nette Einführung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und ich darf Ihnen, wie gesagt, die Glasomer GmbH vorstellen. Wir sind ein Start-up und wie Frau Weng schon gesagt hat, bei uns geht es alles um die Formgebung von Glas und zwar die nachhaltige Formgebung von Glas. Ich will nur kurz den Prozess vorstellen. Wir haben ein patentiertes Verfahren, das Glasomer-Verfahren, um Glas zu Spritzgießen. Das heißt, wir haben ein Material entwickelt, das aus Glaspulver und flüssigem oder festem Binder besteht. Das wird granuliert und kommt dann in eine ganz klassische Spritzgussmaschine. Da wird es geformt und danach kommt es in den Ofen und wird zu echtem Glas umgesetzt. Also tatsächlich das Glas, was man so kennt, mit all den Eigenschaften, die man so kennt. Das Ganze geht auch flüssig, das heißt, man kann das Material auch dispergieren und bekommt dann Flüssigkeiten. Die kann man zum Beispiel abgießen oder Sie können es auch im 3D-Drucker verdrucken, bekommen dann wieder eine entsprechende Form und entsprechend im Ofen entsteht das Glas. Das Pulver ist ganz ungefährliches Pulver, das kennt man aus der Glasfaserproduktion oder auch aus Kosmetika und Zahnpasta. Also das ist ein industrielles Dickungsmittel tatsächlich. Die Vorteile sind, wir haben mit unserem High-Performance-Thermoplasten S50EM einen Prozess, der auf der Standardmaschine läuft. Das heißt, wenn Sie eine Plastikspritzgussmaschine haben, können Sie da auch einfach unser Material verarbeiten. Und Sie haben den großen Vorteil, dass die Formgebung von Glas hier bei naher Raumtemperatur bzw. im Spritzprozess dann über ein paar Sekunden bei 130 Grad ungefähr stattfindet. Und das ist natürlich ein Prozess, der in der Glasfertigung normalerweise bei mehreren 100 Grad stattfindet. Das heißt, Sie sparen hier eine große Menge an Energie. Sie sparen noch ein weiteres Mal, da der Glasherstellungsprozess ein Sinterprozess ist. Das heißt, Sie müssen nicht in die Schmelze gehen. Und zum Beispiel bei diesem Glas hier, das ist Quarzglas, das wird normalerweise so bei 2000 Grad in der Schmelze gehalten und wir können das bei 1300 Grad sintern. Das ist also eine wesentliche Energieersparnis. Glas selbst natürlich ist ein Material, das an sich nachhaltig ist. Sie können es wie andere Gläser, wie man es immer so macht, getrennt sammeln und es kann wieder recycelt werden. Im Bereich Abguss- und 3D-Druck haben wir, wie gesagt, Flüssigkomposite. Die können Sie UV-härten oder thermisch härten und Sie können das Ganze ganz einfach gestalten, zum Beispiel wie hier gezeigt, auf einer Silikonform Ihr Glasbauteil abgießen. Ja, wir haben hier nur einfach mal ein paar Beispiele der Strukturen, die wir so machen. Also wir machen präziseste Glasbauteile und zwar auf allen Größenebenen und das auch in Farbe. Sie sehen hier im Nanobereich zum Beispiel diffraktive Optiken. Sie sehen hier diese schöne Regenbogenfarbe, die durch sehr kleine Nanolöcher im Glas entsteht. Wir haben im Bereich Mikro sehr viele Beschichtungsthemen. Das heißt, Sie können zum Beispiel Solarzellen mit einer Mikrostruktur beschichten und dadurch die Effizienz der Solarzelle erhöhen. Wir haben hier Filtersysteme, wir haben Mikrofluidik oder auch gedruckte Linsen tatsächlich. Die kommen dann aus einer 2-Photonen-Lithografieanlage. Im makroskopischen Bereich können wir auch Glas herstellen, das heißt hier einfach dekorative Objekte, wir können Behältergläser herstellen, aber auch Biochips, wir gehen also nicht ganz vom Healthcare-Sektor weg. Das ist ein gespritzter Chip beispielsweise aus Glas. Und hier oben zum Beispiel Konnektoren aus der Spritzgussmaschine. Wir können Gläser standardmäßig bis zu 1,5 Zentimeter Dicke herstellen. Das ist also für uns auch kein Problem. Ja, wir sind 2018 gegründet und wie Sie gesagt haben, haben wir letztes Jahr den ESC Accelerator gewonnen. Mit einer sehr geringen Förderquote sind wir sehr stolz drauf und konnten daher dieses Jahr das Projekt etwas größer starten, werden Ende des Jahres in unsere neuen Produktionshallen gehen. Meine 3 Co-Gründer und unser Hauptproduzent sozusagen, wir sind noch ein größeres Team, die ich hier noch nicht aufgefüllt habe. Ende des Jahres werden wir ungefähr 12 Personen in der Firma sein, haben schon viele Preise gewonnen, vor allem auch unser CSO Frederik für seine
seine Erfindung des nachhaltig herstellbaren Glases. Genau, damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und bin gespannt auf Ihre Fragen. Vielen Dank, Dr. Helmer. Wir werden später im Gespräch genau noch weitere spannende Sachen von Ihnen erfahren. Aber jetzt würden wir erstmal mit unserem nächsten Impulsvortrag weitermachen. Wenn Sie, wie ich, bisher gedacht haben, dass Innovationen, die dazu verhelfen, CO2 zu reduzieren, schon ganz schön cool sind, dann sind wir nicht mehr so ganz am Puls der Zeit. Denn die Carbonauten GmbH mit ihrem Motto Minus CO2 haben einen Werkstoff entwickelt, das dauerhaft CO2 aus der Atmosphäre binden kann und somit eine negative CO2-Bilanz ermöglicht. Wie das genau funktioniert, da sind wir jetzt gespannt auf den Vortrag von Herrn Thorsten Becker, einer der 2 Mitgründer von der Carbonauten GmbH. Ja, vielen Dank. Ich freue mich heute, was zum Thema CO2 respektive Klimagassenke beitragen zu können. Carbonauten, ganz kurz 2017 gegründet, mit dem Anspruch, dass wir tatsächlich in wenigen Jahren, hoffentlich wirklich wenigen Jahren, also die 10 Jahre etwa wird es dauern, für sie wir tatsächlich im Bereich von Gigatonnen Klimagase reduzieren können. Da ist eben CO2 eines davon, es sind auch Methan, Lachgas, aber der Hebel, den wir durch die CO2-Senken, die wir haben, erzeugen, der könnte tatsächlich im Gigatonnenbereich liegen. Ist ein relativ einfaches Verfahren, das machen die Menschen eigentlich schon seit vielen Hunderten und Tausenden von Jahren, Grillkohle. Also das letztendlich, das wir als Grillkohle kennen, das ist eine echte CO2-Senke, wenn ich sie nicht verbrenne. Das heißt, wir nehmen also Biomassereste, erzeugen daraus entsprechende Biokohlenstoffe und das ist eine Spezialität von uns, dann eben entsprechende Vorprodukte für die Industrie, die dann letztendlich verschiedenste Produkte daraus arbeiten. Es ist eine Lösung für die Industrie, nämlich für deren CO2-Emissionen und deren Kosten. Ganz einfach. Die Pflanzen sind unserer Ansicht nach die besten CO2-Speichermaschinen, die es gibt. Es gibt ja heute auch andere Technologien, von denen halten wir nicht so viel, weil die teilweise sehr energieaufwendig sind. Also diese Carbon Capture-Systeme, die dann direkt an die Industrieanlagen CO2 rausziehen und dann in den Boden verpressen, finde ich jetzt nur suboptimal, zumal sie sehr energieaufwendig sind. Wenn diese Pflanzen am Lebensende verrotten, würden sie normalerweise die genannten Klimagase wieder freigeben, im natürlichen Kreislauf halten. Aber da wir zu viel CO2 in der Luft haben, unterbrechen wir diese Verrottung durch eine Karbonisierung. Das ist eine Pyrolyse, das ist ein Batch-Retortenverfahren. Das haben wir jetzt weiterentwickelt. Das ist ein bestehendes Verfahren, das aber eben deutliche Vorteile aufweist und deshalb auch erstmalig industriell in großen Mengen an dezentralen Standorten und vor allem zu extrem niedrigen Preisen diese Kohlenstoffe erzeugen kann. Wir erzeugen dann aus 3 Teilen Biomasse oder Reste von Biomassen, einen Teil von Kohlenstoff, jetzt mal in Tonnagen ausgedrückt. Also wir brauchen 3 Tonnen Biomassereste, trocken, holzig, für 1 Tonne Kohlenstoff. Wieso speichert er jetzt das CO2? Es ist letztendlich physikalisch korrekt eigentlich das Äquivalent. Denn solange ich diese langkettigen Kohlenstoffe, die dauerhaft stabil sind, nicht verbrenne, bleibt das Potenzial des CO2s in ihnen gebunden. Also erst wenn ich diese 1 Tonne verbrennen würde oder vergrillen würde, dann entsteht daraus ein Würfel mit etwa 120 Metern Kantenlänge und einem Gewicht von 3,2, 3,3 Tonnen reinem CO2. Wenn ich das eben nicht tue, sondern den liegen lasse oder in den Boden einbringe oder auch im Wasser, ist er völlig unkritisch, unbedenklich und zersetzt sich auch nicht wesentlich. Das Spannende bei uns ist, wir haben einen Prozess, der nur 5% der in der Biomasse enthaltenen Energie nutzt für diese Karbonisierung. 90% der Energie, die dabei entsteht, die können wir tatsächlich grundlastfähig, das heißt also 24/7 in Wärmenetze für Prozesse, Industrieprozesse, Dampf und so weiter abgeben. Ganz spannend auch ist das sogenannte Pyrolyseöl. Da kommt es immer darauf an, was ich vorne an Biomasse habe. Das sind sehr spannende Themen. Das reicht Einsatzgebiet von einfach letztendlich ein Brennstoffersatz, hat einen Heizwert wie Erdöl, bis hin zu Polymergewinnung oder Pflanzenschutzmitteln. Ein super tolles Material, das wir auch jetzt zunehmend bei uns in den Fokus setzen. Wir haben ein anderes baden-württembergisches Startup identifiziert, das eine Technologie hat. Wir haben also, man muss sich das so vorstellen, bei uns entsteht ein leichtes Abgas in unserer
Karbonisierung und dieses Abgas ist ähnlich wie bei einem Biomasse-Heizkraftwerk eben inert. Das heißt, wir haben also hier keine externe, also keine zusätzliche Belastung des Klimas. Und in diesem Abgas ist auch ein bisschen CO2 und dieses CO2 können wir über einen Gasfächer, so ein osmotisches Verfahren dann in Kombination mit Calciumionen eines Abwassers, beispielsweise einer Biogasanlage oder einer Kläranlage kombinieren und daraus auch ein Calciumcarbonat erzeugen. Das gucken wir uns gerade an, finden das sehr spannend. Wir wissen noch nicht genau, ob es sich dann unterm Strich rechnet, aber auch das wäre eine CO2-Senke. Und jetzt nehmen wir diese Kohlenstoffe vor allem und kombinieren die mit den verschiedensten Bindern. Das können Proteine sein, Polymere, Biopolymere, Silikate, Mineralien und so weiter. Also alles, was man eben heute schon auch an fossilen oder natürlichen Materialien schon verwendet und bringt die dort ein. Und daraus entstehen die sogenannten Net Materials. Die haben uns auch schützen lassen weltweit, Negative Emission Technology Materials, weil in jedem Kilogramm und jeder Tonne von diesem Material dann entsprechend CO2-Senken sind. Was können wir so verwerten? Das ist eben die Grundvoraussetzung für dezentrale Anlagen. Material aus der Holzindustrie, aber auch alles, was exotisch ist, Kaffeeschalen, Kokosschalen, Pressreste der Olivenernten, Kerne und so weiter. Also alles wirklich weltweit verfügbar, bis hin zu so ganz schnell wachsenden CO2-Speichern wie Bambus und Miscanthus. Auch Problemmaterialien, die gucken uns gerade an, insbesondere in Europa, sind Siebüberläufe oder Grünschnitt immer wieder für die Städte und Kommunen mit hohen Kosten verbunden in der Entsorgung. Da können wir ein sinnvolles Material draus machen. Altholz A1 bis A4, also von Paletten mit Schrauben und Nägeln bis hin zu ganz üblen Dingen wie Telefonmasten mit viel Chemie drin. Auch da haben wir eine Lösung für. Schauen uns gerade die nicht mehr aufschließbaren Kunststoffreste, beispielsweise aus Papierfabriken an, so Paper Rejector aus der Altpapierverarbeitung, bis hin sogar zu Papierschlamm, der nicht mehr entsorgt werden darf, weil sich mittlerweile in dem sehr viel Mikroplastik befindet. Die letzten zwei Dinge, die Sie hier sehen, das ist dann das Thema Rekarbonisierung. Das heißt, wir nutzen die Temperaturen in unseren Öfen, um eben diese Materialien zu Kohlenstoffen zurück zu erzeugen, ja, die ich dann beispielsweise in die Bauindustrie einbringen kann. Diese Net Materials bedeuten letztendlich Disruption. Zum einen, das hört die Industrie immer total gerne, die wollen zwar alle den Planeten retten, aber es darf halt nicht mehr kosten wie bisher. Und deshalb ist unsere Technologie geeignet, dass wir diese Kohlenstoffe so günstig herstellen können, dass wir da in der Mixtur, also in den Net Materials, dann günstiger oder maximal gleich teuer sind wie die konventionellen, also die Erdöl- oder fossilbasierten Materialien. Das ist überragend, weil ich natürlich jedes Mal nicht nur ein kostengünstiges Produkt dann habe, das dann auch eine hohe Akzeptanz an dem Markt hat, sondern eben auch CO2-Senken, Energieerzeugung und so weiter. Und hier sieht man jetzt mal so ein paar erste Dinge, an denen wir dran sind, verschiedenste Branchen, verschiedenste Produkte. Also es ist einfach auch, das ist typisch Startup, wir haben eine kleine Küche, wir sind arm und dann machen wir irgendwas, das sieht man auch gleich, macht aber total viel Spaß, wenn die Leute hier mit schwarzem Gesicht rumlaufen, aber ein Grinsen im Gesicht. Das geht also hin bis in die Bauindustrie. Da kann man sich Mauersteine zukünftig vorstellen, Dämmmaterialien, aber auch Kohlenstoff in den Putz ist ein super Klimaregulator, Feuchtigkeitsregulator in Fensterrahmen, in Folien abbaubar, nicht abbaubar für die Landwirtschaft, für die Bauindustrie. Möbel, die vielleicht in Zukunft nur noch abonniert werden und nicht mehr gekauft werden und am Lebensende rekarbonisiert werden, bis hin zu Reifen, aber auch bioabbaubaren Dingen wie so ein emotionales Teil, wie so ein Pflanztopf. Ne? Wir haben in der EU jeden Tag 20 Millionen von diesen Pflanztöpfen aus hochwertigen Kunststoffen, die nicht mehr recycelt werden können, weil Erdanhaftungen drin sind. Und wenn wir hier ein Polymer oder ein Protein mit dem Kohlenstoff verbinden, dann setze ich das Pflänzchen mit dem Topf in die Erde und dort zersetzt sich dann der Binder und der Kohlenstoff bildet dann die sogenannte Terra Preta, einen Superdünger. Wie sieht sowas dann in der Realität aus? Ich zeige das dann auch noch mal kurz live. Also hier haben wir so Fittings, das ist Polypropylen mit 30% Kohlenstoff, super gut gelungener Versuch. Das ist ein ganz heißes Thema. Das sieht jetzt hier aus wie eine Platte, die ist aber geschäumt aus einem PU-Material. Und da ist der Kohlenstoff ist ein unglaubliches Treibmittel. Das heißt, wir sparen hier rund 70% des PUs. Das bedeutet, dass wir allein durch die Substitution des fossilen Anteils einen enormen CO2 und Lachgas- und Methan-Impact haben. Ja, das ist
relativ einfach. Und es ist nicht einfach zu machen, aber es ist ein sehr, sehr einfaches Prinzip, wie man tatsächlich Kohlenstoffe auch nicht nur zum Füllen, sondern auch als Funktion nehmen kann. Weil man kann sich vorstellen, Kohlenstoff ist zwischen minus 260 Grad und 500 Grad temperaturstabil. Er ist sehr leicht in der Regel. Er hat isolierende Eigenschaften, leitende Eigenschaften, das kann man einstellen. Und die UV-Stabilität nimmt auch zu. Und so sieht man hier verschiedenste Dinge, die wir machen, vom Biokoks für Eisen- und Gießereien und Stahlwerke, die auch von heute auf morgen nicht ihre fossilen Kokse abschaffen können. Da braucht es eben eine Alternative und das könnten dann diese A3 und A4-Hölzer sein, die wir dann kompaktieren und mit dem fossilen Koks mit 50% Mischgehalt reinbringen. Da haben wir eine Rezeptur, da geht es jetzt auch in die Endanwendung. Die ersten Tonnagen werden dann in den nächsten Monaten mal erzeugt und in der Eisengießerei einfach mal getestet, weil das dann auch ein wirtschaftlicher Faktor für die Eisengießereien ist. Nämlich dafür müssen die dann keine CO2-Bepreisung zahlen. Aber auch hier so ein Schaum, Granulate, wir haben das Material mal extrudiert, gepresst, spritzgegossen. Dann hier dieses Silikat als Bindemittel für die Bauindustrie mit einem aufgeschäumten Kern und Magnesiumoxidplatten bis hin zu diesen Pflanztöpfchen, das sich tatsächlich zersetzt, auch im Wasser völlig unkritisch sich nach 2, 3, 4 Wochen auflöst und der Kohlenstoff macht dann nichts aus, ähnlich wie eine Kohletablette, eher sogar positive Wirkung, bis hin zu diesem Calciumcarbonat. So sieht unser Prototypen-Technikum aus, Weiterentwicklung eines bekannten Systems. So sehen die Dinger nachher aus. Wir werden jetzt in Eberswalde im Norden von Berlin werden wir aus Fördermittelgründen die erste Anlage aufbauen. Da sind wir gerade an der Endplanung und Vorbereitung einer großen Halle in einem alten Stahlwerk, wunderbar gelegen. Und da bauen wir dann 3 von den Carbonatoren auf, plus eine Energieerzeugung, plus andere Verfahren. Also dort oben werden wir die Hardwareentwicklung machen, während wir hier im Süden eher in Richtung diese Materialien gehen. Das kann man dann auch groß machen. Das ist jetzt ein Vorschlag der Firma Voith, um die Papierfabriken der Kunden eben auf CO2-Neutralität umzustellen, weil wir so viel Energie übrig haben, dass wir die Tag und Nacht quasi mit unserer Energie beliefern könnten. Das sind ziemlich, also äußerst wirtschaftlich wie ökologisch nachhaltige Projekte. Wie stellen wir die Firma auf? Das ist sehr wichtig, auch wenn wir erst 11 Leute sind im Team. Machen wir uns jetzt schon Gedanken, wie wir für die Zukunft diese riesigen Investitionen auch stemmen. Man kann sich vorstellen, dass wir jetzt hier in Deutschland seit 3,5 Jahren auf Battle-Tour bei Investoren waren. War ein bisschen schwierig, Geld dran zu bekommen und bis heute nicht. Aber jetzt stürzen die sich wirklich alle auf uns oder viele. Also seit einem halben Jahr, seit der CO2-Bepreisung steht bei uns das Telefon nicht still. Die Carbonauten werden so eine Plattform sein, die letztendlich die Kohlenstoffe herstellt. Dann gründen wir jetzt die Carbonauten Polymers. Wir werden in den landwirtschaftlichen Bereich, in das Tierfuttermittelzusätze, aber auch in die Terra-Preta-Böden reingehen, in die Bauindustrie, auch ein Riesenhebel für CO2 senken, bis hin zu Schwerindustrie, wo wir solche Asphaltmischanlagen beispielsweise CO2-neutral stellen bei der Energieerzeugung und die übrigen Kohlenstoffe in den Asphalt reinbringen, um den härter zu machen, damit widerstandsfähiger. Also auch hier langfristig deutlich weniger. Herr Becker, wir müssen ein bisschen auf die Uhrzeit schauen. Genau. Wir machen noch einen Carbon Removals Fund, das heißt, die CO2-Zertifikate packen wir da alle rein und werden dann auch damit handeln, um daraus die eigenen Investitionen stemmen zu können. Hier ist mal so eine kurze Übersicht, mit denen wir da schon zusammenarbeiten. Vielen Dank. Danke, Herr Becker. Ihre Innovation macht auf jeden Fall Mut, dass wir die Klimaziele noch gut schaffen. Und wir werden später sicherlich auch noch mehr erfahren. Jetzt geht es aber weiter mit unseren nächsten 2 Impulsvorträgen, die gemeinsam auch ein Paradebeispiel von gelungener Open Innovation darstellt. Gemeinsam möchten sie nämlich den Recyclingprozess mit KI und Spektralkameras optimieren, indem weniger wiederverwertbare Stoffe verbrannt werden, sondern viel zielgenauer auseinander gefiltert werden können. Wir haben heute bei uns Herr Kowalski von der Korn Recycling GmbH und Herr Hensler von Luxflux GmbH. Ich übergebe nun das Wort an Sie. Wir freuen uns. So, vielen Dank. Ich hoffe, man kann die Folie schon sehen. Sicherlich gleich in 2 Sekunden. Perfekt. Jetzt. Also,
Jetzt, Moment, wie geht's? Können Sie die Folie weiter? Können wir sicherlich. Weil bei mir geht es jetzt gerade nicht. Wir sind jetzt genau auf Seite 2 sind wir jetzt gerade. Ja, jetzt sind wir auf Seite 2. Das ist jetzt so blöd, ich kann es nicht lesen. Also wie gesagt, ich möchte Ihnen das Projekt Hyperspec entsprechend vorstellen. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt gewesen zwischen der Firma LuxFlux, der Hochschule Reutlingen und Korn Recycling. Ich möchte Ihnen ganz kurz unser Unternehmen vorstellen. Vielleicht auf die dritte Seite. Das bin ich noch. Ganz kurz, Wolfgang Kowalczyk, 58 Jahre. Ich bin Betriebswirt und seit 18 Jahren im Hause Korn Recycling tätig und insgesamt seit über 25 Jahren in der Kreislaufwirtschaft tätig. Ich möchte Ihnen, wie gesagt, das Unternehmen Korn Recycling vorstellen. Wir sind 1978 als klassischer Containerdienst gegründet worden. Wir sind Inhaber geführt und absolut unabhängig. Wir haben neben Albstadt, unserem Hauptsitz, 5 Niederlassungen. Die sind in Engstingen, Gammertingen, Riederich, Rangendingen und Sigmaringen, Inzighofen. Wir beschäftigen mittlerweile 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unser Containerdienst umfasst 36 Fahrzeuge mit ca. 3.500 unterschiedlichsten Containern, die wir bei unseren Kunden stehen haben, so dass jeder für das Material, wo er zu entsorgen hat, auch das richtige Behältnis hat. Wir betreiben hier in Albstadt eine vollautomatische Gewerbesortier- und Ersatzbrennstoffaufbereitungsanlage. Die Anlage ist auch eine zertifizierte Vorbehandlungsanlage gemäß der gültigen Gewerbeabfallverordnung. Eines unserer Hauptprodukte, die wir herstellen, sind qualitätsgesicherte Ersatzbrennstoffe. Wenn wir jetzt auf die nächste Seite kommen, hier ist unser Projekt Waste to Energy. Wie gesagt, Energie aus Abfällen herzustellen. Und hier, das Bild zeige ich eigentlich immer ganz gerne, weil die Kohle, die wir hier in Deutschland zur Energiegewinnung verwenden, die kommt zu einem großen Teil aus Südafrika und auch aus Australien, wird dort abgebaut, wird an einen Hochseehafen gebracht, wird dort umgeschlagen, kommt auf ein Hochseeschiff, wird einmal, wie man sieht, um die halbe Welt transportiert, bis man dann nach Rotterdam oder nach Hamburg in den Hafen kommt. Dort wird die Ladung wieder gelöscht, kommt auf ein Binnenschiff, geht dann für uns hier in Deutschland, Baden-Württemberg, auf ein Binnenschiff der Rhein runter, wird dann in Basel oder in Karlsruhe wieder umgeschlagen und kommt dann wiederum auf einen LKW oder auf die Schiene und wird schlussendlich dorthin gebracht, wo man die Kohle braucht. Das war für uns schon immer ökologisch wie ökonomischen Blödsinn, was man hier entsprechend macht. Und so sind wir auch seinerzeit auf das Thema gekommen, Ersatzbrennstoffe aus Abfällen herzustellen. Abfälle, die hier regional entstehen, egal ob das gemischte Gewerbeabfälle sind oder ob das Sperrmüllabfälle sind, kommunale Sperrmüllabfälle sind. Wie gesagt, wir können mit unserer Sortiertechnik diese Abfälle so aufbereiten, dass wir zum einen möglichst alle Materialien ausschleusen, die recyclingfähig sind, und aber diese Materialien, die nicht recyclingfähig sind, die verarbeiten wir zu Ersatzbrennstoffen. Die nächste Folie bitte mal noch. Hier sehen wir die Inputmaterialien auf der linken Seite, klassisch Sperrmüll und gemischte Gewerbeabfälle, auch AZV, Abfall zur Verwertung genannt. Und auf der rechten Seite sieht man dann, wie so ein qualitätsgesicherter Ersatzbrennstoff ausschaut. Und gerade dieser Ersatzbrennstoff hat sehr ähnliche Eigenschaften wie Kohle. Also wir produzieren diese Ersatzbrennstoffe hauptsächlich für die Zementwerksindustrie, aber auch für die Kraftwerksindustrie. Nächste Folie bitte.
Hier einige Leistungsdaten von unserer Sortieranlage, dass man mal ganz einfach sieht, es handelt sich zwar nur um eine Abfallbehandlung, um eine Sortierung von Abfällen, aber wir machen das hier in Albstadt mit sehr, sehr viel Technik. Wir haben eine genehmigte Inputmenge von 100.000 Tonnen pro Jahr. Wir sortieren die Abfälle mit 10 Nahinfrarot-Sortiersystemen, 6 Elektro- und Permanentmagnete, um die ganzen Eisenmetalle auszuschleusen. Dann haben wir Ballistikseparatoren, um die Materialströme aufzuteilen, 3 Vorzerkleinerer und 3 Nachzerkleinerer. Bei der Vorzerkleinerung sind wir in der Lage, auch Matratzen oder Sofas oder Ähnliches auf eine Korngröße von 300 mal 300 mm zu schneiden, so dass wir die dann nachher mit unseren optischen Sortiergeräten richtig sortieren können. Wir haben 2 Röntgensortiersysteme im Einsatz, 2 Zickzacksichter, das sind Windsichter, Langteilescheider, um zum Beispiel Kabelreste aus dem Materialstrom rauszusortieren, weil in jedem Kabel ist zum Beispiel ein Kupfer drin und das Kupfer ist mittlerweile sehr wertvoll und auch hier, das möchte man auf jeden Fall separat aussortieren. Wir haben Variationssichter, ein Spannwellensieb, ein Induktionssortiersystem, wo man die Nicht-Eisenmetalle wie Aluminium, Messing, Kupfer, VA, solche Sachen automatisch aussortieren können, ein Stangensieb und ein Metalldetektor noch im Einsatz. Wie gesagt, es geht hier nur um Abfallaufbereitung, aber wie gesagt, wir machen das hier mit sehr viel Technik. Die nächste Folie bitte. Die Zielsetzung jetzt vom Projekt Hyperspec war, das generelle Ziel in der Abfallsortierung ist, dass alle recyclingfähige Materialien sorterein aussortiert werden können, damit diese hochwertigst wiederverwertet werden können. Jetzt gibt es aber verschiedene Fraktionen in der gemischten Abfälle, wie zum Beispiel PPK, das heißt Papier, Pappe, Karton, oder auch in der Mineralikbereich, können nicht alle in einem Schritt so aussortiert werden, dass sie nachher direkt den jeweiligen Wertstoffkreisläufen zugeführt werden können. Die Qualitätsanforderungen der Aufbereiter, zum Beispiel der Papierfabriken, können so nicht nachhaltig eingehalten werden. Und jetzt war einfach das Ziel vom Projekt, sauber abgetrennte Materialfraktionen zu bekommen, egal ob PPK oder Mineralik, die in einem Schritt so generiert werden können, dass sie den Qualitätsanforderungen vollumfänglich entsprechen. Wie wir das gemacht haben, wird Ihnen der Herr Mark Henseler jetzt von der Firma LuxLux genau erklären. Dankeschön. Ja, Sie haben schon richtig gesagt, wir übergeben direkt weiter an Herrn Hensler. Ja, vielen Dank. Ich übernehme einfach. Der Herr Kowalczyk hat schon relativ viel gesagt. Vielleicht, bevor wir aufs Projekt eingehen, noch kurz zum Hintergrund der Firma LuxLux. Wir sind an der Schnittstelle zwischen Optik, Software und KI. Also man könnte das als Bildverarbeitung bezeichnen, aber es ist ein bisschen mehr. Wir beschäftigen uns mit speziellen Kamerasystemen, die anders als das menschliche Auge viel, viel mehr Kanäle haben. Das menschliche Auge sieht ja nur 3 Farben, bei uns sind es ein paar hundert. Und dadurch können wir stoffliche Eigenschaften messen. Und das geht über Optik, Software und künstliche Intelligenz. Und da sind wir froh, dass wir mit der Firma Kornrecycling aus Albstadt und mit der Hochschule Reutlingen ein Projekt machen durften. Und da springe ich jetzt mal kurz durch die Folien, dass Sie mal einen Eindruck haben, was wir da prototypisch gebaut haben, damit die Firma Korn dann ihre Systeme da optimieren kann. Die nächste Folie bitte. Die vom Herrn Kowalczyk angesprochene PPK-Fraktion, Papier, Pappe, Karton, versus Fremdmaterialien, das ist zum Beispiel Kunststoff, Holz, Textilien und es ist Mineralik, also Steine im weitesten Sinne, Beton, Brocken. Und da gibt es im Detail spezifische Herausforderungen. Herr Kowalczyk, ich glaube, wir hätten noch 5 Jahre das Projekt länger machen können. Das waren so tiefgehende Analysen. Der Teufel liegt dann oft im Detail. Aber nehmen wir mal das Beispiel Papier, Pappe, Karton. Die sehen alle relativ ähnlich aus. Und dann ist aber halt doch auch wichtig, sage ich mal, alles zu erkennen, zum Beispiel auf Fremdmaterialien. Wenn das jetzt ein Kunststoff ist, das geht dann relativ einfach, aber wenn es zum Beispiel Baumwolle ist, was einen ähnlichen Fingerprint hat wie PPK,
dann wird es schon schwierig. Und je sauberer man halt trennen kann, umso besser die Recyclingquoten und desto besser auch für die Umwelt im Sinne der Nachhaltigkeit. Nächste Folie bitte, dass Sie mal sehen, wie so eine Kamera aussieht. An der Stelle haben wir eine Spezialkamera nicht aus Baden-Württemberg. Die kommt tatsächlich aus Bayern, ein enger Partner von uns. Die arbeitet im Wellenlängenbereich überhalb 900 Nanometer. Man spricht da vom sogenannten Infrarotbereich. Gehen wir mal weiter. Ich glaube, ich muss ein bisschen auf die Zeit drücken. Das ist unsere Software. Also wir haben hier diesen KI-Baukasten entwickelt, wo die Hochschule Reutlingen und die Firma Korn damit gearbeitet haben. Das ist so wie so eine Art grafische Programmierung. Also die sich mit der KI auskennen, die verstehen vielleicht manche Kästchen. Also das sind Algorithmen, die man praktisch kombiniert. Und die Kombination der Algorithmen erlaubt dann das Sortieren oder das Klassifizieren von diesen Materialien. Was machen wir mit diesem abstrakten Baukasten? Und das kommt jetzt auf der nächsten Seite. Ich glaube, dann wird es auch klarer. Wir können dadurch quasi Materialien klassifizieren aufgrund ihres Fingerprints, aufgrund ihrer Wellenlängeninformation. Und das sieht man hier an dem Beispiel ganz gut. Papier, Kunststoff, Textilien, Holz und die Baumwolle, wie ich vorher schon gesagt habe, dort hätte man wahrscheinlich noch länger Zeit investieren können, weil Baumwolle versus PPK ist nicht ganz einfach, aber ich denke, wir haben es einigermaßen hingekriegt. Nächste Seite bitte. Also hier sieht man dann immer diese Auswertungen der KI und auch fürs Verständnis, wenn jemand aus der Industrie hier zuhört, wovon ich ausgehe, also wenn jemand aus dem Maschinenbau kommt, diese Daten kann ich jetzt natürlich nehmen und auf eine SPS, auf eine Steuerung legen und so praktisch dann eine Sortierung realisieren. Aber der Beginn ist praktisch vorne praktisch die Detektion, also der optische Sensor mit der Klassifikation. Genau, dann haben wir im Projekt das auch noch mit einem neuronalen Netz probiert, aber da möchte ich jetzt angesichts der Zeit gar nicht länger drauf eingehen. Also so in Summe eine schöne nachhaltige Anwendung, was für uns als Unternehmen zu Luxfuchs ganz gut passt. Wir sind durch viele Zufälle eigentlich in nachhaltigen Themen unterwegs, also von Recycling über Photovoltaik bis hin zu Themen im Halbleiterbereich. Macht jeden Tag Spaß, mit Technologie die großen Themen unserer Zeit zumindest mitzuhelfen, sie zu lösen. Ganz alleine können wir es natürlich nicht, weil wir sind am Anfang der Kette und hinten muss dann immer noch ein Maschinenbauer oft noch dann einen Prozess, also eine Aussteuerung etc. zum Beispiel dann realisieren. Ich bedanke mich und gebe wahrscheinlich wieder zurück zur Moderation. Ja, ich bedanke mich, Herr Hensler. Das ist natürlich klasse, wenn Referenten auch etwas mit auf die Zeit schauen. Und tatsächlich müssen wir hier wieder ein bisschen Zeit einholen. Aber erstmal vielen Dank für die Präsentation. Wir holen mal wieder alle Referenten auf unsere digitale Bühne. Vielen Dank für Ihre spannenden Impulsvorträge, die ja alle im Bereich Nachhaltigkeit genau neue Innovationen und neue Impulse setzen. Gleichzeitig ist aber sehr spannend, dass Sie das aber durch sehr unterschiedliche Wege tun. Also Dr. Helmer rausgegründet aus der Universität, dann Herr Becker als klassisches Startup, würde ich mal bezeichnen, und dann in Ihrem letzten Fall Herr Kowalczyk und Herr Hensler als Kooperation zwischen zwei Mittelständlern. Und ich glaube, das deckt auch viele unserer Zuschauer ab, diese verschiedenen Situationen von Ihnen. Und mich würde mal interessieren, Herr Becker, ich meine, Ihre Innovation ist ja so genial eigentlich und gleichzeitig auch so einfach. Vielleicht haben Sie es einfach gut erklärt. Wieso kam denn vorher noch niemand anderes auf die Idee oder was war jetzt der Krux von der ganzen Geschichte? Also warum da keiner vorher drauf kam, müssen Sie den fragen, der nicht drauf kam. Ich kann es nicht sagen. Manchmal sind die Dinge reif in der Zeit und es gibt parallele Entwicklungen tatsächlich auch auf der anderen Seite des Globus, die in diese Richtung gehen. Scheinbar ist das einfach so. Die Simplizität ist vielleicht genau das Problem. Ja, das ist deshalb auch manchmal so ein bisschen eine Schwierigkeit, das zu verstehen. Wie viel hat vielleicht dazu auch positiv beigetragen, in jedem Fall, dass Sie und Ihr Mitgründer sich, glaube ich, vom Profil her auch sehr gut ergänzen? Wie haben Sie sich gefunden? Das ist natürlich auch unglaublich wichtig. Und das ist, man könnte fast auch sagen, in Ihren zwei Fällen, Sie sind quasi eine Art Open Innovation Kooperation als Einzelperson eingegangen. Wie hat das dazu beigetragen und wie haben Sie sich gefunden?
Also wir haben uns zufällig getroffen. Ich glaube jetzt nicht, dass ein Zufall war. Ich kannte das Thema Kohlenstoffe, aber nicht eben in dieser professionellen Qualität. Und der Christoph Hiemer, der sitzt in Potsdam, der macht dann auch Eberswalde, der ist eben ein ausgemachter Experte im Bereich der Biomassen. Sein Vater war der Pionier in Deutschland bei Biomasse-Heizkraftwerken und der Christoph hatte sich dann überlegt, dass man Biomasse eigentlich nicht verbrennen sollte. Ich bin auch großer Gegner von Pellets und Waldverbrennen. Es gibt viel bessere Nutzungsmöglichkeiten. Und ich bin dann, also er kommt eigentlich mit der technischen Expertise und ich bin dann derjenige, der diese materielle Dinge mitbringt und dieses holistische Weltbild bringt. Also er bezeichnet sich immer als Partypuber, während ich so das große Sprachrohr bin. Also wir ergänzen uns und was da, glaube ich, ist auch so in Richtung Beziehung bei so einem Startup, das ist nicht so ganz einfach, ist auch, dass man krisenfest ist. Und wenn man 3,5 Jahre in Deutschland auf Battletour bei Investoren ist, muss man Krisen überstehen. Und das hat uns zusammengeschweißt. Also wir haben mittlerweile ein brüderliches Verhältnis. Das ist sehr wichtig auch für diesen Gesamtfunktionieren der Carbonauten. Wir machen es nicht von uns persönlich abhängig, aber wir sind schon sehr stark die das Thema vorantreiben, bis hin in Richtung Aktiengesellschaft und so weiter. Also wir müssen schauen, dass wir das auch groß machen. Da haben wir beide einfach den gleichen Ansatz. Ja, absolut. Ich glaube, ergänzende Kompetenzen, das ist ganz arg wichtig, wenn man über erfolgreiche Kooperationen spricht. Schön, wenn es sich in jedem Fall durch glückliche Zufälle ergeben hat. Jetzt noch die Frage, wie können vielleicht die restlichen Zuschauer, die noch auf der Suche sind, auch einen passenden Partner finden. Ich würde sagen, vielleicht können Sie auch unsere Chatfunktion tatsächlich nutzen, wenn Sie es nicht schon getan haben. Wenn Sie auf der Suche sind nach speziellen Kenntnissen, Partnern, vielleicht können Sie auch unsere heutige Veranstaltung dazu nutzen, um hier Kontakte aufzubauen. Frau Dr. Helmer, in jedem Fall lief das ja ein bisschen anders ab. Sie sind zwar aktuell auch ein Startup, aber aus der Universität heraus gegründet, in dem Forschungsprojekt, an dem Sie mitgeforscht haben. Wie ist das so, jetzt zwischen zwei Welten unterwegs zu sein? Was gefällt Ihnen besser? Was sind Unterschiede? Und wie machen Sie das auch zeitlich? Ja, was gefällt einem besser, ist schwierig, sind natürlich, die ergänzen sich ganz gut, die Gebiete. Also in der Wissenschaft, das ist natürlich irgendwo die Leidenschaft, da kommt man her, was Neues erfinden, was ganz neu ist, was aber auch Nutzen hat, also nicht einfach nur für die Schublade geforscht sozusagen. Und dann ist es einfach die Logik, dass man sagt, das ist was Spannendes und das muss man eigentlich ausgründen und das muss man versuchen, in die Industrie zu bringen. Und man lernt dann eben sehr viel über die Industrie und wie das funktioniert und wir natürlich auch immer wieder auf Investorensuche. Und gerade wenn man eine Materialinnovation hat, kann man eben sehr viele verschiedene Märkte angehen. Und da muss man sich dann überlegen, mit welchen man anfängt. Es gefällt mir beides sehr gut und es muss natürlich vereinbar bleiben. Das heißt, man muss schauen, dass man ein gutes Team hat, wie Herr Becker auch schon gesagt hat. Man muss einfach die richtigen Leute haben, die mit einem arbeiten. Man kann das nicht alleine machen. Und wenn man die richtigen Leute am Start hat, dann lässt sich das alles gut miteinander vereinbaren. Sie haben schon ein wichtiges Stichwort genannt, das Thema Finanzierung. Wenn man das jetzt aus der Universität herausgründet, dann verstehe ich, so ist die Finanzierung noch nicht automatisch gesichert, sondern Sie müssen sich tatsächlich selbst darum kümmern. Und ist das der Fall? Also Sie müssen sich wie auch Herr Becker ganz selbstständig bei Glasoma nochmal um Ihre Finanzierung tagtäglich kümmern. Und wie Also wir haben ja das Glück, ja. Wir haben das Glück, dass wir den EIC Accelerator gewonnen haben. Das heißt, wir haben jetzt einen ganz komfortablen Start sozusagen hingelegt. Das heißt, damit können wir jetzt ganz gut arbeiten. Aber natürlich auf die lange Sicht, wenn man eine Firma aufbauen möchte, die auch an sich nachhaltig ist, also nicht einfach nur 2 Jahre lang und danach mal, um das mal auszuprobieren und danach mache ich wieder was anderes, sondern was vielleicht auch längere Zeit läuft, auch über Generationen laufen könnte. Das erfordert natürlich dann auch noch mal mehr Geld und tatsächlich muss man sich selbst um die Finanzierung kümmern. Das ist immer so im Start-up-Geschäft sozusagen. Aber in Deutschland, muss ich sagen, gibt es sehr viele gute Möglichkeiten, wo man starten kann. An der Uni gibt es viele gute Möglichkeiten. Bei uns die EU-Förderung, da gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt Gutscheine vom Land, also Baden-Württemberg selber macht da auch sehr viel. Also wenn jemand eine gute Idee hat und das zeigen kann, dass das was Interessantes ist, dann bin ich überzeugt, dass man das Geld zusammenbekommt. Das geht. Wenn ich jetzt aber selbst ein Startup bin und bisher keinen Bezug zur Universität habe, zu einer Forschungseinrichtung, die natürlich auch mit den Ressourcen sehr unterstützen kann bei der Innovation, kann ich da als Startup auch einfach mal bei Universitäten anklopfen? Wie ist da aus Ihrer Erfahrung die Bereitschaft, da auch mit kleinen Unternehmen und Startups zusammenzuarbeiten?
Also die Universität freut sich, glaube ich, immer, wenn interessante Themen kommen. Meistens ist es schon so, dass es zum Beispiel Studenten dann der Universität sind oder waren, das habe ich auch schon gesehen, die dann ein interessantes Projekt starten wollten und dann von der Universität dementsprechend auch Räume bekommen, von der Universität Unterstützung bekommen. Wenn es jetzt an sich, weiß ich, jemand, der es zu Hause in seiner Garage erfunden hat, tatsächlich überhaupt keinen Bezug zur Industrie oder zur Universität hat, dem würde ich tatsächlich raten, dass er eben versucht, sich jemanden zu suchen, der ihm dabei hilft, sei es jetzt auf der finanziellen Seite oder vielleicht eben auch jemand an der Universität, mit dem man sozusagen noch ein Projekt starten kann. Also ich würde dann mal mit Projekten anfangen, aber ich muss ehrlich zugeben, ich kenne jetzt nicht viele Leute, die tatsächlich in ihrer Garage eine solche Erfindung gemacht haben und damit jetzt versuchen, groß herauszukommen, aber die gibt es durchaus. Ja, im Land der Tüftler gibt es das sicherlich auch. Genau, sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Herr Kowalczyk und Herr Hensler, ich weiß nicht, wer von Ihnen das vielleicht besser beantworten möchte oder kann. Wie haben Sie sich denn gefunden? Denn wir merken, dass gerade für KMUs, das hat sich auch vorher in der Umfrage gezeigt, gibt es einfach noch mangelnde Ressourcen für solche Zusatzprojekte und man kennt sich auch nicht immer. Wie ist es in Ihrem Fall abgelaufen, dass es zustande kam? Herr Kowalczyk, würde ich übernehmen, wenn Sie okay sind, weil ich war direkt mit dabei. Sehr gut. Das lief über die IHK Reutlingen. Muss ich die IHKs hier mal loben, beziehungsweise speziell die IHK Reutlingen, die ein sehr gutes Innovation Management macht und auch die Firmen kennt und auch kleine Firmen kennt. Und da war es ein persönlicher Tipp. Und so kam dann auch die Hochschule Reutlingen mit ins Board. Also war wirklich, ich sage immer, man muss dem Zufall auch mal eine Chance geben. An der Stelle hat jetzt eine Person bei der IHK uns geholfen. Aber ich möchte da den Vorrednern auch recht geben, einfach mal vielleicht auf eine Uni zugehen, einfach mal anrufen mit einer Idee. Ich muss natürlich eine Idee haben. Wenn ich jetzt einfach anrufe, ich würde gerne ein Projekt machen, ist ein bisschen unkonkret. Ich habe vielleicht eine Idee, ich weiß, was macht eine Uni. In Tübingen haben wir sehr viel KI, in Reutlingen mit der Hochschule sehr viel angewandte Themen. Ich muss natürlich schon ein bisschen wissen, was machen die und dann halt direkt aufs Institut, wäre mein Vorschlag, zugehen. Oder ich bin auch zum Beispiel auf LinkedIn, also wenn jetzt hier in der Konferenz jemand eine Idee hat, wo Bildverarbeitung eine Rolle spielen könnte, einfach mal auf mich zugehen. Ich weiß zumindest jemand vielleicht, der wieder was weiß. Also miteinander reden, Netzwerken war jetzt in Corona-Zeiten ein bisschen schwierig vielleicht, aber einfach mal das Telefon in die Hand nehmen und wirklich fragen. Und in unserem Fall, Herr Kowalczyk, vielleicht weiß ich, ob Sie es noch kommentieren wollen, war das eigentlich eine schöne Geschichte, weil wir hätten uns jetzt so direkt nicht gekannt, obwohl wir so weit auseinander gar nicht sitzen. Absolut, ja, also spannend. Also da wirklich nochmal der Punkt, einfach mal fragen. Fragen kostet nichts und häufig kriegt man dann neue Informationen, Impulse und Netzwerke, die man entsprechend nutzen kann. Es gibt jetzt tatsächlich eine Frage aus dem Publikum. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich alles entziffern kann. Ich glaube, das richtet sich eher an Sie, Herr Kowalczyk. Und zwar möchte ein Zuschauer wissen, inwiefern unterscheidet sich Ihr Ansatz von denen, beim Sortieren, das eine Wort kann ich leider nicht entziffern, beim Sortieren von Kunststoffabfällen aus dem gelben Sack? Gut, die Sortierung von Kunststoffabfällen aus dem gelben Sack ist ähnlich. Es wird mit ähnlicher Technik zum Teil gearbeitet, aber wir bereiten hier ganz andere Abfallgemische auf. Im gelben Sack weiß man so in etwa, was für Materialien dort drin vorkommen, egal ob das Tetrapack sind, ob das Folien sind, ob das Kunststoffe sind, aber entsprechend, das weiß man da. Wir haben Abfallgemische zum Beispiel aus dem Sperrmüll, zum Beispiel aus Industrie, Gewerbe. Da wissen wir jetzt nicht immer, was ganz genau hier für eine Zusammensetzung vom Material gegeben ist. Das heißt also, wir haben hier andere Technik zum Teil mit dem Einsatz wie eine LVP-Sortieranlage, die gelbe Säcke sortiert, aber grundsätzlich die Zielrichtung ist ähnlich. Auch wir haben das allergrößte Interesse daran, dass wir entsprechend Abfälle sortenrein aus dem Materialstrom heraussortieren können und so hochwertig wie nur möglich dann anschließend auch recyceln können. Super. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Ich würde gerne in den verbleibenden 5 Minuten, die wir noch haben, gerne einen kleinen Fokus auf das Thema Finanzierung legen. Dr. Helmer, Sie haben zwar gesagt, es gibt viele Programme und ich glaube auch, wie Sie sagen, Sie hatten da, glaube ich, auch einen sehr komfortablen, guten Start. Erfahrungsgemäß tun sich doch viele Gründerinnen in allen Bereichen damit schwer. Es gibt viele Programme, aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr viele Ideen. Und wir haben das vorhin von der Ministerin auch gehört, wie groß da in Milliardenhöhe auch wirklich die Finanzierungslücke ist. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt,
Punkt, warum kleine Unternehmen weniger in Innovationskooperationen involviert sind. Die ZDW-Studie zeigt das ziemlich klar. Also bei Unternehmen über 250 Mitarbeitern sind es über 50% der Unternehmen immerhin, die an Innovationskooperationen arbeiten, während je kleiner die Unternehmen sind, also bei 50 bis 250 sind es nur noch 27% der Unternehmen und bei Unternehmen unter 50 Mitarbeitern sind es nur noch 14%. Also da sieht man ganz klar eine abnehmende Korrelation. Jetzt die Frage vielleicht an Sie, Herr Becker. Ich meine, Sie sind da aus dem klassischen Startup-Bereich. Ich nehme an, Sie haben auch vor vielen Investoren gepitcht. Wie kann man dann nochmal die eigene Idee wirklich durchsetzen, gerade weil es auch viele Ideen im Bereich Nachhaltigkeit gibt? Wie kann man sich da positionieren? Ist nicht so ganz einfach. Aber wie gesagt, ich wiederhole mich da 3,5 Jahre Battletour bei bestimmt über 50 Pitches. Und wir haben uns immer gefragt, warum reagieren die Investoren nicht auf dieses Thema CO2? Das ist etwas, was ja der Club of Rome schon 1972 angekündigt hat, dass man in 50 Jahren vor diesem Problem stehen wird. Es ist einfach nicht der Fokus. Das sind meistens eben keine Techniker, keine Menschen, die jetzt das Gefühl für Technologie haben. Und man tut sich eben auch in Deutschland schwer. Nicht nur wir sind davon betroffen, sondern auch andere Hardware-Startups. Es wird hier eben viel schneller mal in Lieferdienst oder den 20. E-Roller-Startup investiert mit einem Exit. Das, was wir machen, ist ja eher eine konservative Geschichte, also im Sinne von, man investiert eben in Hardware-Unternehmen. Und ich glaube, das Problem ist für viele Startups, denen ich auch begegnet bin, dass sie sehr früh viele Anteile abgegeben haben an verschiedenste Gesellschafter, viele Finanzierungsrunden gemacht haben und nachher zum Schluss noch mit 30% der Anteile dastehen. Und das ist nicht gut. Dann haben sie ständig Rechtfertigungsbedarf und da sehe ich eine ganz klare Schwäche in Deutschland. Deshalb gehen wir auch ins Ausland. Das ist ein bisschen blöd, aber letztendlich ist es ja wieder so wie beim Fax oder Computer. Man entwickelt es in Deutschland Photovoltaik und das Ausland macht dann das Rennen, weil einfach hier die Investitionsbereitschaft auch vielleicht von staatlicher Seite her nicht besonders gut ist. Das sind lange Anträge. Wir haben auch bei den EIC überlegt, aber wir halten gar nichts von den Fördermitteln. Wir haben keine Energie, keine Zeit dafür. Also ich finde es ein sehr schwieriges Thema für Startup im Hardware-Bereich in Deutschland, Finanzierung hinzubekommen. Das heißt, wie viel Prozent haben Sie extern, haben Sie extern abgegeben, wenn Sie sagen, lieber nicht so viel? 13,5. Also uns gelang das. Da war dann ab und zu mal der Kühlschrank leer. Wir haben uns trotzdem nicht gebeugt und blieben hartnäckig. Und das zahlt sich heute aus, weil wir dadurch eben noch die Kontrolle haben. Wir werden die auch behalten. Und Sie haben ja auch gesagt, genau schon anklingen lassen, Anträge sind häufig auch sehr langwierig. Auch ich selbst bin Sozialunternehmerin, habe diese Erfahrung auch schon gemacht. Es ist aber sehr interessant, dass Sie sagen, dass im Bereich Nachhaltigkeit eher wenige Investoren unterwegs sind. Man hat dann immer so vielleicht seine eigene Perspektive. Ich hatte bisher eher den Eindruck, dass momentan sehr, sehr viel Interesse auf diesem Thema liegt und hier sehr viel Geld unterwegs ist. Aber ja, das Thema ist halt, dass wir eine Technologie haben, die werden wir jetzt das erste Mal einsetzen, aber Karbonisierung ist schon nur bekannt. Wir haben das auch immer klar gemacht, dass es nicht um die Technologie der Karbonisierung geht, das ist natürlich ein Kern, aber wir haben tolle Materialien, die man herstellen kann. Das ist eigentlich perspektivisch das, was dann so ein bisschen schwierig ist. Ne? Das ist so, wachse mal schön und dann gieße ich dich oder die Henne- oder Ei-Problem der Startups. Das ist immer wieder dasselbe. Richtig, ja. Und dadurch, dass, glaube ich, Investoren so viele Ideen präsentiert bekommen, wie Sie sagen, haben sie die Schwierigkeit, wenn sie nicht direkt auf den ersten Blick die Neuigkeit sehen, wird das relativ schwierig. Herr Hensler, in Ihrem Fall, ich weiß nicht, ich nehme an, Sie stemmen das quasi aus Ihrem operativen Geschäft heraus, aber das ist natürlich trotzdem eine wichtige Geschäftsentscheidung, also nochmal so ein Sonderprojekt einzugehen. Wie haben Sie da den Nutzen-Kosten-Abwägung, wie haben Sie das getroffen? Also für uns war es relativ einfach, weil es direkt unsere Roadmap unterstützt hat, also wie man so neudeutsch sagt, die Entwicklungsroadmap. Deshalb haben wir das Projekt gerne gemacht. Ich möchte aber auch nochmal auf den Herrn Becker eingehen. Ich gebe dem 1000% recht, wenn du hardwarenah unterwegs bist und nicht ein E-Scooter oder ein Delivery Hero machst, dann ist das nicht so easy und du musst kämpfen. Bei uns war der Gründerpreis 2017 entscheidend. Gründerpreis der Kreissparkassen haben wir von der Frau Hofmeister-Kraut überreicht bekommen. Das war so ein bisschen eine Signalwirkung auch für die Banken und so haben wir dann über die mittelständische Beteiligungsgesellschaft damals auch eine Finanzierung hinbekommen. Also an der Stelle zeigt euch auf Gründerwettbewerben, kann ich nur ermuntern, wenn sich jemand über Finanzierung Gedanken macht.
halt auf den richtigen, sage ich noch im Nebensatz, weil es ist auch Arbeit. Ja. Das muss alles auch gemacht werden und dass man halt eine gewisse Visibility kriegt, weil die Investoren halt irgendwie, ja, da gibt es halt auch ein Bauchgefühl und wenn du halt eine Firma nicht kennst, dann investierst du halt nicht gerne. Und ja, bei uns ging es dann über Umsatz. Es muss halt immer wieder verdient werden. Es ist auch nicht immer einfach, dann Projektgeschäft zu machen und Produktgeschäft parallel hochzuziehen. Da gibt es ja auch verschiedene Philosophien, aber das wäre ein eigenes Panel. Weil in Israel zum Beispiel gibt es den Ansatz, mach gar keine Projekte, hol viel VC rein und konzentriere dich nur aufs Produkt. Im Schwabenland, sage ich mal, wenn wir so gefahren wären, wären wir wahrscheinlich schon lang pleite. Also das ist halt so ein bisschen der Unterschied. Aber das muss man einfach mal erkennen, dass das so ist. Also wie gesagt, versucht Umsätze zu machen und für Finanzierungen guckt auch, dass ihr in den richtigen Preisen bekannt seid. Und für Gründerpreise sind eigentlich gar keine schlechte Plattform, also jetzt aus unserer Erfahrung. Dr. Helmer, genau, jetzt ist nochmal bei Ihnen. Haben Sie denn nochmal einen Tipp für Startups-Firmen, die Finanzierung suchen? Weil bei Ihnen hat das so gut geklappt. Was können Sie nochmal abschließend vielleicht unseren Zuschauern mitgeben als Tipp? Ja, also ich kenne die Problematik natürlich auch und der Becker hat schon recht in vielen Dingen, die er sagt. In Deutschland ist es noch relativ konservativ in der Investition. Ich denke, da gehört einfach auch ein bisschen Glück dazu. Ich wünschte, man könnte so ein ganz einfaches, so und so muss man es machen. Ich glaube tatsächlich, dass man da Glück haben muss. Das ist ein bisschen wie bei der Partnerwahl. Man trifft jemanden und der sagt vielleicht, okay, die sind mir sympathisch. Das klingt für mich alles total spannend. Ich nehme denen das ab. Das ist eine Vision, da glaube ich dran und da möchte ich mitmachen. Und dann findet man Investoren, die das machen. Und wenn man sich halt trifft und hat gleich das Gefühl, das ist aber, da komme ich gar nicht durch, ich sage irgendwas, das kommt überhaupt nicht an, dann wird das auch nichts. Also man kann tatsächlich nicht so eine richtige grundsätzliche Tipps geben, aber nicht so eine richtige, so geht das absolut. Ich glaube, das ist ein bisschen Glück und man muss da sich einfach darauf verlassen, dass man die richtigen Leute trifft. Und das Nächste, was ich finde, ist sowas, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, das klingt vielleicht komisch, aber sowas wie 500.000 oder 1 Million mal von einem Investor zu bekommen, das ist tatsächlich, würde ich sagen, das geht. Wenn man mehr sucht, dann wird es dann irgendwann wieder schwieriger, weil dann gibt es so eine Lücke zwischen der 1 Million und sagen wir mal so ein paar mehr Millionen, die in Deutschland ganz schwer zu füllen ist, weil dann sind das Leute, die haben tatsächlich so viel Geld, dass es dann auch nicht mehr, dass es dann schon wieder zu wenig ist. Ne? Die sagen, ich mache mir die Arbeit nicht für 5 Millionen. Das ist tatsächlich ein bisschen seltsam. Das ist auch was man lernt, so wenn man so in der Finanzbranche unterwegs ist. Da wäre es schön, wenn da diese Höhle zwischen der 1 Million und der irgendwie 4, 5 Millionen, wenn das ein bisschen abgedeckt wäre, weil das ist tatsächlich dann auch erfahrungsgemäß schwieriger zu bekommen. Wenn ich da kurz nicht ganz uneinvorgenommen eine kleine Lanze für die Sozialunternehmerin brechen darf. Für uns ist tatsächlich 500.000 schon eine große Summe und wir würden uns wünschen, wenn da auch mehr Investoren oder Förderprogramme für diese sehr neue Branche geben würde. Aber wie Sie richtigerweise sagen, also ich glaube, teilweise ist es sicherlich auch Glück, dass man einfach die richtigen Leute trifft. Ich glaube aber, vielleicht gibt es auch kluge Köpfe im Land, die daran arbeiten, wie können wir die vielen Angebote, die es gibt, teilweise auch sehr unüberschaubar, die immer mal wieder reinkommen, auch zeitlich begrenzt und die quasi die Ideen auf der anderen Seite sinnvoll miteinander zusammenbringen. Vielleicht gibt es ja irgendjemand, der daran weiterarbeitet. Vielen Dank Ihnen für Ihre auf jeden Fall Tipps und Anregungen, die schon mal sehr hilfreich waren und vielen Dank auch für Ihre Zeit und die spannenden Präsentationen und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Dankeschön. Zum Thema Förderung kann unser nächster Referent vielleicht auch etwas sagen, gerade von der europäischen Ebene heraus. Wir haben bei uns Dr. Björn Sören Giegler. Er ist Senior Digital Innovation Experte in der Digital Innovation and Blockchain Einheit der Europäischen Kommission und er arbeitet an der Schnittstelle zwischen Digitalem und Nachhaltigkeit. Und was das genau bedeutet und warum das wichtig ist, ich übergebe nun das Wort an Sie, Dr. Giegler. Ja, also herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ja, ich kann die vorherige Diskussion sehr gut verstehen, weil das sind wirklich große Herausforderungen, speziell Finanzierung, auch für Nachhaltigkeit zu finden. Und da gibt es ja diese Kluft, eine Investitionskluft in Europa. Aber nur mal zur Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Also wir denken, dass es
das wichtigste Thema ist für die Europäische Kommission, ist der Green Deal und die Digitalisierung. Und es ist ein unglaubliches Potenzial und aber auch Risiken und Herausforderungen. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir gemeinsam nach Lösungen finden, die auch nachhaltig sind und die praktisch Europa auch wettbewerbsfähiger, innovativer auf diesem Bereich machen und wir nach vorne gehen. Und hier nur mal also digital, ja, ist ein Breitschnittthema mit allen Sektoren. Energie, auch Landwirtschaft, Mobilität, Smart Buildings. Also es geht durch alle Sektoren. Digitalisierung auch von KMUs ist unglaublich wichtig und da ist Deutschland immer noch relativ nicht vorausschreitend. Wir sind, glaube ich, in Europa an Stelle im Mittelfeld, ja. Also Skandinavien ist wesentlich vorangeschrittener zur Digitalisierung. Und hier sehen Sie jetzt das Potenzial. Also das Erste ist, dass wir sehr darauf bedacht sind, dass die Nachhaltigkeit des ICT-Sektors selbst erhöht wird. Und Sie folgen ja auch der Diskussion mit Bitcoin und der Energieverbrauch der Datencenter zum Beispiel. Und das ist ein sehr wichtiges Thema, um die Nachhaltigkeit selbst zu erhöhen. Aber wo sehr wenige Menschen darüber nachdenken, ist die Produktion. Die eigentliche Produktion der Handys. Ja? Wenn wir die Lebensdauer von Handys nur um 2 Jahre erhöhen würden, könnten es so, als ob wir 100 Millionen Autos von der Straße nehmen würden. Und der zweite Bereich, also das ist schon ein sehr wichtiges Thema, um eben die Nachhaltigkeit des Sektors zu erhöhen. Das zweite Thema, und das ist, wo wir enormes Potenzial sehen, eben digital für Klimawandel, also um praktisch die Dekarbonisierung zu ermöglichen. Und hier sehen wir, dass also digital oder der ICT-Sektor 7-mal so mehr beitragen kann, als es selbst CO2 verursacht. Und dass er bis zu 15% der Emissionen könnten wir verringern bis 2040, wenn wir digital wesentlich mehr einsetzen können. Und deshalb jetzt, also wir brauchen ein absolut neues Umdenken der Business Models, der Geschäftsmodelle, Innovationen. Wir müssen mehr Innovationen aus dem Lab in den Markt bringen und eben hier, wie gesagt, die Investitionen erhöhen. Deshalb hat jetzt 24 Länder und Norwegen und Island haben diese hohe Erklärung unterschrieben zur digitalen und grünen Transformation, Entschuldigung. Und wir arbeiten jetzt aber ganz konkret, was noch spannender ist, mit auch Firmen. Und wir haben die europäische Green Digital Coalition lanciert. Und hier sehen Sie, wir arbeiten mit 30 Firmen, CEOs. In Baden-Württemberg ist auch SAP, wir haben auch Deutsche Telekom und Siemens. Und also diese Deklaration ist wirklich, dass sich die Firmen verpflichten, carbonneutral bis 2040 zu werden. Jetzt ganz kurz noch und dann ist die Investition. Also wir haben gesehen, dass in Europa ungefähr 6 Milliarden Investitionskluft gibt für Nachhaltigkeit. Es ist so, dass es einen Marktfehler gibt. Wobei jeder über Klimawandel spricht, wird sehr, sehr wenig in nachhaltige Startups, eben genau diese Schnittstelle zwischen Digital und Nachhaltigkeit investiert. In den USA ist es anders. Asien ist auch sehr, sehr schnell. China investiert unglaublich viel. Und also wir müssen schon in Europa praktisch wesentlich mehr investieren und deshalb haben wir diese Digital Clean Tech Investitionsinitiative lanciert, mit dem wir sehr gerne mit Baden-Württemberg zusammenarbeiten möchten, um eben den Unternehmern wirklich die Möglichkeit zu geben, ganz neue, radikal neue Businessmodelle zu machen, innovativ, Kreativität und wettbewerbsfähig zu bleiben und das beizutragen. Vielleicht stoppe ich hier. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, Dr. Giegler. Sehr spannende Programme und Projekte, die Sie da auch von der EU-Seite aus vorantreiben. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn da mit Baden-Württemberg spannende neue Kooperationen entstehen. Als nächstes haben wir einen Impulsvortrag von Frau Franziska Meyer und von der Hartmann AG. Und zwar wird sie uns etwas über den Hackathon erzählen, was als neue Art der Wirtschaftsförderung neulich von BWI durchgeführt wurde und wo ein Team quasi sehr spannende neue Impulse für das Unternehmen gesetzt hat, an denen sie auch jetzt noch weiterhin arbeiten. Wir sind sehr gespannt zu hören, wie dieses Hackathon für die Hartmann AG funktioniert hat und was sich daraus entwickelt hat. Frau Meyer. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, diesen Impuls zu geben und darüber zu berichten, wie wir digitale Geschäftsmodelle mit externen Innovationspionieren entwickeln. Und bei uns ist es so, dass wir generell in unserem Innovationsprozess Open Innovation als festen Bestandteil sehen. Und wir nutzen es dazu, um Trends frühzeitig zu erkennen, Inspiration zu bekommen, aber auch um Ideen zu verproben. Und jetzt möchte ich Sie auf eine kurze Reise mitnehmen, wie wir das eben bei einem Hackathon gemacht haben. Und das war ungefähr vor einem Jahr im Juni, wo wir die Möglichkeit gesehen haben, bei den Hackdays Baden-Württemberg Lösungen für unsere Kern-Challenges zu finden und diese Kern-Challenges mal von einer anderen Perspektive betrachten zu lassen. Und am 16. Oktober, ein paar Monate später, ging es dann auch schon los und 4 Teams haben sich unserer Challenge aus dem Bereich der häuslichen Pflege angenommen. 2 Tage darauf, also 17. 18. Oktober, wurde dann fleißig gehackt und was für uns super spannend war, war, dass die Teilnehmer wirklich weltweit aus Kanada, Indien, Türkei, Bulgarien und Rumänien und auch aus Deutschland kamen und das innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von 48 Stunden, Prototypen und Click-Dummies oder auch 3D-Visualisierungen zum Beispiel von unterschiedlichen Produkten wie zum Beispiel Apps oder Chatbots oder Smart Devices gemacht wurden. Wir hatten danach ungefähr eine Woche Zeit, um in einem Expertenteam diese Ideen zu bewerten und dann wurde Ende Oktober der Gewinner verkündet. Bis Dezember haben wir dann gemeinsam in unserem Team Digital Business und mit den Innovationspionieren von extern, eben mit diesem Team, das beim Hackathon mitgemacht hat, haben wir die Idee vertieft und schließlich am 11. Dezember in unserem Hartmann internen Digital Board gepitcht. Mit einer sehr knappen Mehrheit ist dann auch die Freigabe zur Weiterführung gegeben worden. Und jetzt war es so, dass wir vor allem im ersten Halbjahr dieses Jahres uns darauf fokussiert haben, die Kundenbedürfnisse zu validieren und haben die Innovationspioniere immer wieder dazugezogen bei technischen oder sehr produktspezifischen Fragen. Und das Team kämpft jetzt weiter darum, um eben bei dem nächsten Gate im Innovationsprozess weiterzukommen und wir hoffen, dass die Fortsetzung folgt. Was haben wir aus diesem Prozess, aus diesem Involvement von den externen Innovationspionieren gelernt? Also für uns war diese Open Innovation Initiative, wie wir oft hatten, Inspiration und es hat uns eine neue Perspektive gegeben. Es war auch Anstoß und ein Startpunkt. Also es ist noch keine finale Schlüsselübergabe nach extern, dass man sagt, das Projekt wird dann wirklich extern gemacht, sondern es braucht immer noch das Involvement und diese Zusammenarbeit mit den Innovationspionieren muss ausprobiert und getestet werden. Was es geschaffen hat, ist Bewusstsein für unsere Arbeit im Bereich Digitalisierung und Bereich Digital Business, vor allem bei einer Zielgruppe, die wir sonst nicht erreichen. Und für uns das Highlight wirklich diese Verknüpfung zu diesen hochmotivierten Talenten. Und ich freue mich sehr auf den Austausch jetzt nachher. Ja, vielen Dank, Frau Meyer. Tatsächlich, aufgrund der Zeit wird es keinen Austausch mehr geben. Ich hätte tatsächlich mal gerne nachgefragt kurz. Sie dürfen vermutlich nichts über die Idee sagen, oder? Kann man irgendwas grob in eine Richtung sagen, an was das Team jetzt gerade arbeitet? Es geht eben darum, in diesem Bereich häusliche Pflege, dass man Patienten mit pflegenden Angehörigen verknüpft über zum Beispiel Sensorik, über IoT-Devices und darum geht es und daran arbeiten wir gerade.
Sehr, sehr spannend. Da drücken wir natürlich die Daumen, dass das Team weiter durchkommt und dass dieses Produkt demnächst, diese Service-Dienstleistung demnächst auf den Markt kommt. Und vielen Dank für Ihre Zeit. Wir machen jetzt weiter mit unserer letzten Referentin, last but not least. Und ich freue mich sehr, dass auch eine Sozialunternehmerin heute vertreten ist mit Dr. Freudenberg, die Digitales und Bildung zusammendenkt. Ein unglaublich wichtiger Bereich, damit wir auch den Nachwuchs zeitig heranziehen, die sich im digitalen Bereich auskennen. Dr. Freudenberg, ich übergebe direkt an Sie für das Thema Hack the World a Better Place. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich auch hier das vorstellen darf. Ja, unsere Mission ist es, tatsächlich junge Menschen dafür zu begeistern, dass genauso wunderbare Sachen wie eben so ein Hackathon oder so überhaupt entstehen können. Dass wir die Jugend dafür begeistern, sich einfach genau in diese Themenfelder einzuschalten. Und dementsprechend, was wir machen ist, wir begeistern Unternehmen dafür, sich selber mit einzubringen, weil wir wissen alle, es sind unglaublich viele freie Stellen im Digitalbereich und wir wissen auch, dass die Schule und die digitale Bildung jetzt auch insbesondere durch Corona so eine Art Kurzzwangsheirat mit eingehen konnten. Ein erster super spannender Schritt, was wir im Bildungsbereich gesehen haben, was auf mal dann doch irgendwie möglich war. Bei allen Herausforderungen, die es da gegeben hat, das war schon spannend und ziemlich eindrucksvoll. Wobei es auch sehr, sehr viele freie Felder gezeigt hat, wo wir sehr gut gucken müssen, wie wir unsere Kinder begeistern. Und nun ja, was wir halt gesehen haben, ist, wenn wir die Menschen, die im wirklich wahren Leben damit arbeiten und die ihren Job aus einem guten Grund gewählt haben, wenn wir denen die Wege erleichtern, diese Begeisterung an junge Menschen weiterzugeben, dann passiert was ganz Wunderbares. Also ich habe selber einen ITler geheiratet. Ich durfte dadurch lernen, diese wundervollen Menschen werden nie erwachsen, die spielen nur anders. Und wenn die großen Jungs und Mädels mit jüngeren Jungs und Mädels genau das tun, dann passiert eine ganz besondere Art der Innovation, weil beide Seiten einen Zugang zu ansonsten nicht so ganz einfach zugänglichen Bereichen kriegen. Also wer selbst Kinder hat, weiß, wenn man die Welt durch die Augen seines Kindes neu sieht, man merkt auf mal, wie unterschiedlich Steine aussehen, wie Blätter aussehen, wie manche Sachen zu hinterfragen sind, die wir einfach längst abgehakt haben. Und diesen Moment zusammenzubringen, das ist was nicht nur wahnsinnig viel Spaß macht, sondern auch in den Köpfen der Kinder große Veränderungen bewirkt. Wir programmieren mit denen, ich sage immer, wir machen eigentlich nur geilen Scheiß. Wir bringen denen gar nichts wirklich bei, sondern wir wollen begeistern. Und da zu sehen, dass Programmieren ein ziemlich cooles Vehikel ist, um 21st Century Skills zu vermitteln, einfach zu sehen, wie gehe ich ein Problem an, was ich nicht kenne, also wie löse ich das kreativ? Oder es ist sehr komplex, ich sollte mit anderen Leuten zusammenarbeiten und ich muss meine Kommunikation im Griff haben. Oder ist die Lösung wirklich gut? Wir haben ja nur durch einen ehemaligen Präsident der Vereinigten Staaten sehr deutlich sehen können, dass nur weil man etwas laut und sehr häufig sagt, es dadurch nicht zwangsläufig richtiger wird. Und das für die Kinder zu erleben, insbesondere mit einer ganz anderen Fehlerkultur. Weil jeder, der im IT-Bereich aktiv ist, weiß, Bugfixing ist 50% der Miete. Ich glaube, der Rest ist Googeln. Auch das kann man üben für Kinder, dass die ersten 5 Minuten da drauf raufgehen, dass man das richtige Suchwort findet und auch ausprobiert, wie das genau funktioniert. Und das einzusetzen, dass man Ängste verliert vor Bereichen, die man nicht kennt und sie, wenn man sie kennenlernt, dass man da unglaublich viel Spaß mit haben kann. Und wenn man sich offen einem Problem nähert, was dann alles möglich ist, ja, das ist unser Beitrag zu Hack the World a Better Place. Und wir sehen, wenn es so einfach wie möglich ist für die Unternehmen, sich da zu engagieren, können wir halt gemeinsam viel erreichen. Ein Sonderbereich, den wir mit aufgenommen haben, ist direkt zum Start der Corona-Pandemie die Girls Hacker School. Weil vorher waren wir in 40 Städten bundesweit aktiv, sind dann innerhalb von 5 Tagen auf die Hacker School at Home umgeswitcht, also tatsächlich alles online zu machen, haben in genau diesem Online-Format bisher 1000 Frauen und Mädchen erreicht. Bei der Girls Hacker School haben wir es geöffnet, das ist 11 bis 99, weil wir auch über die Mütter gehen wollen. Wie wir an die Mädels kommen, das ist, ich will nicht sagen wurscht, aber es ist tatsächlich jeden Weg, der sich bietet, den möchte ich nutzen. Und auch zu sehen, dass wir da einen neuen Schwerpunkt kriegen, dass die Erwachsenen-Teilnehmerinnen lustigerweise im Schwerpunkt 44 sind. Das ist super spannend. Das sind Frauen, die auf Führungspositionen sind, die im Beruf angekommen sind, aber dabei sich so eine kleine Schwäche wahrnehmen oder zumindest sich nicht so richtig gut abgeholt fühlen und denen wir dadurch auch weiterhelfen können. Und der größte Spaß, den wir seit Anfang dieses Jahres machen, ist in die Schulen zu gehen. Schulen sind oder wurden ja insbesondere auch vor der Pandemie als einer der
nicht so gerade intuitiv innovationsfreundlichen Räume gesehen. Wir merken das, wenn die richtigen Lehrer da sind oder die sich begeistern können, dass da sehr wohl einiges möglich ist. Aber auch dort die Kinder abzuholen, die Mädels und auch sozioökonomisch benachteiligte Kinder, die sich das selber gar nicht zutrauen, die alleine mit der Aufgabe, lies die Seite durch und mach die 480 Aufgaben, die da draufstehen, komplett verzweifeln. Die aber in dem Moment, wo sie merken, Innovation und Erfindergeist und Kreativität, das hängt nicht an dem Ausfüllen von Arbeitsblättern, sondern da bedarf es ganz anderer Momente. Und das alles zusammenzubringen. Gut, in den Schulen, da haben wir noch eine Menge zu tun, aber wir haben sogar eine wunderbare Förderung des Kultusministeriums bekommen, dass wir auf jeden Fall in diesem Jahr noch mit 5 Schulen zusammenarbeiten können in Baden-Württemberg, um da auch einfach mal Innovation mit Programmieren und nachhaltiger Bildung zusammenzubringen. Und das ist so auch ein Gefühl oder einen Einblick, den ich Ihnen auch gerne später in einem Workshop nochmal zeigen kann, wer Interesse hat, was es eigentlich mit einem macht, wenn man sich mit Programmieren beschäftigt. Und heute Nachmittag machen wir das nicht mit tatsächlich Coding, sondern mit Schokobons. Und wie man damit programmieren lernen kann und einfach wirklich Freude dabei haben, das können Sie später noch bei mir sehen. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, Dr. Freudenberg. Also die Freude, die Sie versprühen bei dem Thema, das kommt auch durch das digitale Bildschirm ganz klar rüber. Und spielerisch lernen, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger, guter Ansatz für Kinder. Wie Sie schon gesagt haben, Dr. Freudenberg hat auch später einen Workshop, den Sie sehr, sehr gerne besuchen können. Und wir sind jetzt fast am Ende von unserem Programm, aber nur fast. Wir haben später noch einen Musikbeitrag, aber davon möchten wir auch gerne noch mal ein bisschen Resümee ziehen aus der Veranstaltung. Und wir haben noch eine letzte Slido-Umfrage vorbereitet, bei der wir gerne von Ihnen wissen möchten, ja, jetzt zusammengefasst aus diesen vielen Impulsen, auch aus Ihren eigenen Erfahrungen, was macht denn jetzt Open Innovation wirklich erfolgreich? Da können Sie diesmal, gibt es keine Auswahlmöglichkeiten, sondern Sie können relativ frei Ihre Antwortmöglichkeit reintippen. Vielleicht der Faktor, der am entscheidendsten ist. Wir sehen hier schon Vertrauen, Partnerschaft, NDA, Freiheit. Ja, Sie können gerne mal einfach Ihre Ideen mit uns teilen. Was ich selbst vielleicht aus der Veranstaltung mitnehme, wenn Sie Interesse haben, eine Open Innovation Partnerschaft einzugehen, aber sich doch ein bisschen unsicher sind, einfach rauszugehen mit IHK, mit Universitäten, mit Personen aus dem Netzwerk einfach zu sprechen und sich da inspirieren zu lassen, weitervermitteln zu lassen, denn Fragen kostet nichts und es werden dadurch vielleicht ganz spannende Kontakte zustande kommen und ich drücke Ihnen da auf ganz, ganz fest die Daumen, während Sie hoffentlich ganz fleißig mal weiter Ihre Ideen einbringen. Schon ein paar technische Hinweise für später. Nach der Mittagspause geht es ja weiter um 14 Uhr bis 16 Uhr mit 10 parallelen Workshops. Da finden Sie den Zugangslink im jeweiligen Programmpunkt. Da können Sie einfach draufklicken und werden dann in die entsprechenden virtuellen Räume gebracht. Falls Sie sagen, Sie möchten noch mal woanders reinschauen, dann können Sie einfach auf das Lobby-Symbol klicken, dann kommen Sie wieder zurück in den Menüpunkt und können entsprechend eine neue Auswahl treffen. Die Workshops werden auch alle aufgenommen und Ihnen im Nachgang per E-Mail auch zur Verfügung gestellt, sodass Sie auch im Nachgang das nochmal nachschauen und sich zunutze machen können. 3 Workshops werden in Microsoft Teams stattfinden. Das ist die Nummer 7, 8 und 9, falls das für Sie irgendwie relevant ist, um Ihre technischen Voraussetzungen entsprechend bereitzustellen. Und jetzt gehe ich mal rüber zu unserer tollen Musikerin, die sehr lange warten musste schon. Und Frau Nagele, schön, dass wir Sie heute da haben als musikalische Umrahmung. Können wir denn beim Thema Musik vielleicht auch eine Brücke zu Open Innovation schaffen? Ich habe gelesen, es gab so ein Corona-Projekt, wo viele Musiker zusammen gewirkt haben. Können Sie uns dazu vielleicht ein bisschen was erzählen und was daraus entstanden ist? Ja, ich habe dann natürlich viele Konzerte verloren. Normal spiele ich 3 bis 4 Mal die Woche und die sind alle weggebrochen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie kann man jetzt aus der Situation irgendwas Neues kreieren, was Neues schaffen? Und live spielen war nicht möglich, aber live spielen vor der Kamera vielleicht schon in einer kleinen Besetzung. Und ich liebe Duo-Spielen, ich finde es so toll, da kann so viel Entwicklung, da hat jeder irgendwie viel Platz, um seinen eigenen Charakter mit reinzubringen. Und
Ich wollte aber, wie gesagt, mit vielen verschiedenen MusikerInnen auch zusammenarbeiten. Und so kam es, dass insgesamt 7 Feature-Gäste bei 7, also jeder Song ein Feature-Gast, zusammengekommen ist. Und diese Listen to Sessions EP, die kam jetzt letzten Freitag raus. Sehr, sehr schön. Wo kann man sie erwerben? Wo kann man das finden? Überall bei Überall. den Streaming-Diensten, bei mir Sehr persönlich schön. auf der Homepage, Bandcamp, genau. Klasse, ja, wäre schön, wenn man gerade die Musiker, die Kunst- und Kulturschaffenden etwas unterstützt. Sie hatten das sehr schwer. Entsprechend schön, dass Sie heute da sind und dieser Song Moving On, der ist, glaube ich, im Rahmen von diesem Projekt entstanden. Kriegen wir das heute zu hören oder was haben Sie uns heute mitgebracht? Ja, sehr gerne. Der kommt auch mit rein. Also ja, der wird auch gespielt. Klasse, da freuen wir uns schon drauf. Bevor wir Ihnen die Bühne freigeben, wollen wir einmal oder sehen wir noch die Ergebnisse von der Slido-Umfrage? Wenn nicht, werden wir das im Nachgang auch auf Social Media posten, können Sie sich ein bisschen inspirieren lassen. Und an dieser Stelle möchte auch ich mich von Ihnen verabschieden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Sie durch dieses spannende, reichhaltige Programm zu begleiten. Es war auch eng getaktet. Ich hoffe, Sie haben spannende Impulse mitnehmen können und viel Spaß weiterhin auch am Nachmittag mit den Workshops. Und jetzt natürlich mit der tollen Musik von Julia Nagele. Viel Spaß. Hello, my love, say goodbye to the dark. When you open your eyes, open your heart and you see beauty and life. Hello, my love, you will see the seasons change. You will see faces growing wise, wars passing by. Keep the child in the light and your eyes alive. Ooh, hello, my love, hello, my love. 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 Ooh. Hello, my love, you will see the seasons change. You will see faces growing wise, wars passing by. Keep the child in the light and your eyes alive. I see your blue eyes, blue eyes, blue eyes turn into brown eyes, brown eyes, brown eyes. Welcome to this world. I see your blue eyes, blue eyes, blue eyes turn into brown eyes. Oh, it's so lovely to hold you tight. Oh, hello, my love, hello, my love. 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 Ooh.
Es geht weiter mit einem Stück namens Greenbird. Ich bin vor 8, 9 Jahren nach Mannheim gezogen und habe dort zum ersten Mal diese Halsbandsittiche gesehen. Ich habe gehört, die gibt es hier in Stuttgart auch. Ich spiele auch Wohnzimmerkonzerte oder ich habe vor Corona viele Wohnzimmerkonzerte gespielt. Und als wir immer auf Tour waren, habe ich von der Geschichte erzählt und es hat ein Naturschutzverband uns damals erzählt, ja, es sind die Halsbandsittiche. Denn ich habe sie damals eben, als ich frisch nach Mannheim gezogen bin, sie zum ersten Mal gesehen und mich gefragt, hey, Vögel, die so weit um die Welt ziehen, wo kommen die her? Wollen die nicht, oder beziehungsweise ich hatte die Idee, wollen die nicht ein bisschen Frieden und Liebe mitnehmen und verbreiten? Und ja, die Halsbandsittiche machen sich wohl an vielen warmen Regionen Deutschlands gemütlich. Und hier ein kleines Friedenslied. Und auch der Titelsong von meinem Debütalbum. Greenbird, fly, oh please fly far. Fly from Zanzibar to Chiang Mai and hum a lullaby. Sing a lullaby to her child in Amman. Oh, and wake up the homeless with a morning song. Greenbird, fly, oh please fly fast. Don't you hurry, oh, but please be strong. Some people might know you, some others they won't. I'm sure your wisdom, yes, your wisdom will be known. Spread everything that you have learned. Greenbird, spread it wide. The notes you sing, sing them out loud. Greenbird, it's peace and love. Greenbird, fly, oh please fly far. Don't you hurry, oh, but please be strong. Some people might know you, some others they won't. I'm sure your wisdom, yes, your wisdom will be known. Spread everything that you have learned. Greenbird, spread it wide. The notes you sing, sing them out loud. Greenbird, it's peace and Greenbird, fly high, fly far, fly fast. Spread everything that you have learned. The notes you sing, sing them out loud. Oh, Greenbird, it's peace and love. Jetzt kommt einer der Listen-to-Sessions. See the shadow moving. See the
shadows moving closer. See the shadows fading, creeping under your skin. Feel that freeze, feel all that confusion. It just wants to hold me sweet. I lose it higher, goosebumps, beasts collide, becoming one. You and I need to know that we have to keep moving on, moving on, moving, moving on, moving on, moving, moving on, moving on, moving, moving on. Beasts are colliding. Could it be that I've been holding on to you? Yet I feel unease and compulsion. These voices all in my head, clinging to my bones. Whatever beast it is, I'm not willing to hurt it, hurt it. It keeps coming, trying to creep up on me. Whatever beast it is, I'm not willing to hurt it, hurt it. It keeps coming, trying to keep up on me. I feel it from head to toe. Stop these voices to collide. You and I need to know that we have to keep moving on, moving on, moving, moving on, moving on, moving, moving on, moving on, moving, moving on. Beasts are colliding. Moving on, moving, moving on, moving on, moving, moving on, moving on, moving, moving on. Beasts are colliding into one. Das war Moving On und jetzt möchte ich gleich, also Moving On entstand direkt in der ersten Zeit des ersten Lockdowns, dieses Gedankenjagen was machen wir mit dieser neuen Situation. Und ich möchte aber gleich weitermachen mit Kaleidoscope, welches sich auf die Waldbrände auf der ganzen Welt bezieht. Mit dem Release von dem Song habe ich auch eine Aktion gestartet, einen Spendenaufruf für mehr Bäume, für Regenwaldschutz, für die Aufforstung von indonesischem Regenwald. Und dazu findet man auch mehr unter listentojules.de. Und ja, mir ist dieses Thema einfach sehr wichtig, deswegen habe ich gleich mehrere Songs dazu gespielt. Jetzt aber erstmal Kaleidoscope. Sun through my closed eyes, thoughts about the meaning of life seems to be a kaleidoscope. Pieces fall colorful in a dialogue, then they rearrange in new ways. A kaleidoscope, a kaleidoscope, a kaleidoscope, a kaleidoscope.
for the birds swinging their way through the sky. The clouds so dark underneath the fire seem to be a kaleidoscope. Too bad sun and trees burn through our hands. Will they rearrange in new ways? A kaleidoscope. A kaleidoscope. A kaleidoscope. A kaleidoscope. Listen to the lungs of the world. Do you hear them crackling? Children already know and wonder why mankind is taking the pure essence that we ignored. We breathe brown air, is it human nature? Let's rearrange it. Come closer, stranger. See the sun through my closed eyes. A kaleidoscope. A kaleidoscope. A kaleidoscope. A kaleidoscope. A kaleidoscope. A kaleidoscope. Ich möchte weitermachen mit einer meiner älteren, sehr, sehr älteren Stücke, die wir jetzt aber für die Listen-to-Sessions auch nochmal komplett neu aufleben haben lassen. Diese Listen-to-Sessions, die wurden übrigens auch gefilmt und also sowohl als Audio veröffentlicht, als auch auf Video veröffentlicht. Und zu White Wall, das Video, wird erst in einem Monat etwa veröffentlicht. Ich habe noch ein bisschen was zurückgehalten, damit man die Listen-to-Sessions noch ein bisschen länger wirken lassen kann. Gray in a mellow mood where the sunlight can't get through. White and clear, precise and strong at noon. Friendly, tired, orange pink when the day is done, and when everyone is peacefully in dreams, you're still up and numb, so numb, so numb, so numb. Oh, you and I, we both have tried it, giving us the space we needed. You and I, we had a thing. I've lost my mind on the way.
observing this quiet wall. I'm trying to figure out what it might think. Oh, yes, here I sit and rest and wait and wonder, where did it end? 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 Why, yeah. It feels so strange to me. How does it feel for you? So strange to me. How does it feel for you? An dieser Stelle stimme ich lieber nochmal, denn diese Gitarre ist doch schon aus den 60ern. Die wurde, glaube ich, 62 geboren, also ein paar Jahre vor mir. Ich bin in Chicago durch die Stadt gelaufen mit meiner Freundin. Wir haben an Songs geschrieben und sie hat mein Englisch korrigiert. Und ja, und dann sind wir in den Gitarrenladen gegangen und dort habe ich sie gefunden. Deswegen die Street Paulina, Guitar Paulina. Okay, wir kommen zu einem Stück Your Eyes. So tired, so small, so nervous, sometimes so familiar, and usually touching, so loving and warm, so deep, so blue, so caring, so fascinating, unusually touching, so much faith on both ways. That's all. No struggle, no chaos, no trouble. That's all. No heartbreaking story this time. That's all. It's a simple everyday truth. Oh, here's my love for you. So wild, so strong, so moving, so enchanting, unusually touching, so much faith on both ways. That's all. No struggle, no chaos.
chaos, no trouble. That's all. No heartbreaking story this time. That's all. It's a simple everyday truth. Oh, here's my love for you. For you. Here's my simple everyday truth. Here's my simple everyday truth. Here's my simple everyday truth. Here's my love. For you. That's all. No heartbreaking story this time. That's all. No struggle, no chaos, no trouble. That's all. It's a simple everyday truth. Oh, here's my love for you, for you, for you. Ich komme zu meiner allerletzten Nummer und möchte nochmal ganz herzlich Dankeschön sagen fürs Zuhören, für die Einladung. Es gibt die Listen-to-Sessions nicht nur als bei den Streaming-Anbietern und bei YouTube, sondern auch als Poster-Zine. Ich habe mir was Neues einfallen lassen statt CDs und Vinyls. Schaut gerne mal vorbei, wenn ihr wissen wollt, was genau das ist. Und jetzt gibt es noch einen Song von meinem Debütalbum Greenbird, Counting Sheep. Sheep I've been counting, back and forth they hop, though my eyes are wide open. An attentive shepherd I'm not. 1 billion sheep I have counted, 1 billion sheep. The shepherd has lost control. Back and forth they hop. Oh, I care, that's all I know. Oh, I care, that's all I can say. Oh, yes, I care, that's all I have. Oh, I care about you, about you. 1 billion sheep I have counted, 1 billion sheep I lost. The sunrise lets me see. That's all I've got. 1 billion sheep I've been counting. There is no order in sight. Another dawn, another sleepless eyes, another sleepless night. Oh, I care, that's all I know. Oh, I care, that's all I can say. Oh, yes, I care, that's all I have. Oh, I care.
Dankeschön.